Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Ägyptens Elixier der Ewigkeit, der Nil und die Abstammung seiner Herrin. Die Geschichte von Kleopatra ist eine Geschichte der Verbrechen. Es ist eine Geschichte über verbotene Liebe und deren Folgen. In dieser ungewöhnlichen und romantischen Erzählung erleben wir diese Leidenschaft in ihrer ganzen Fülle, erfassen ihre unwiderstehlichen Wünsche, das berauschende Glück, die rücksichtslose und chaotische Reise und das schreckliche Bedauern sowie die letztendliche Zerstörung, zu der sie stets führt. Kleopatra wurde in Ägypten geboren, hatte jedoch griechisches Erbe und Abstammung. Daher waren Alexandria und das Delta des Nils die Orte, an denen die wichtigsten Ereignisse und Vorfälle ihrer Geschichte stattfanden. Doch es war das Erbe Makedoniens, das sie prägte. Ihr Charakter und ihre Handlungen spiegeln die Merkmale von Genie, Mut, Originalität und Impulsivität wider, die in ihrer Abstammung verwurzelt sind. Ihre Geschichte, Abenteuer, Leiden und Sünden wurden durch die Umstände und Einflüsse an dem warmen und luxuriösen Ort geprägt, wo ihr frühes Leben stattfand. Ägypten wurde stets als eines der erstaunlichsten Länder der Welt angesehen. Es ist ein langes und schmales Tal voller Grün und Fruchtbarkeit, vollständig von der restlichen bewohnten Welt abgeschnitten. Es ist noch abgeschnittener als eine echte Insel, da Wüsten schwerer zu überqueren sind als Meere. Die Existenz Ägyptens ist wahrlich außergewöhnlich. Wenn wir wie ein Adler fliegen und hinunterschauen könnten, würden wir sehen, wie dieses lange und erstaunliche Tal voller Leben jedes Jahr neu geformt und erneuert wird, umgeben von Stille, Verödung und Tod. Es wäre ein Anblick ständiger Bewunderung und Freude. Die umfangreichen Beobachtungen, die über die letzten 2000 Jahre gemacht wurden, liefern uns Ergebnisse. Diese Ergebnisse ermöglichen es uns, ein umfassendes Verständnis der gesamten Situation zu haben, ähnlich wie wir es von einem hohen Aussichtspunkt aus, wie ein Adler, sehen würden. Es wurde entdeckt, dass die Existenz Ägyptens und seine einzigartige Isolation inmitten riesiger Gebiete trockenen und kargen Sands auf einige außergewöhnliche Ergebnisse der allgemeinen Regenmuster zurückzuführen sind. Wasser verdampft aus dem Meer und dem Land und fällt dann als Regen über der Erde in unterschiedlichen Mengen und Häufigkeiten wieder herab. Regenfälle sind in der Nähe des Äquators häufiger und stärker als in gemäßigten Gebieten. Die Regenmenge nimmt ab, je näher wir den Polen kommen. Dies liegt daran, dass das heißere Klima nahe dem Äquator Wasser schneller verdampfen lässt und es dann als Regen wieder herabfällt. Die Menge des Regens, die aus der Atmosphäre fällt, wird jedoch nicht allein durch die Breite der Region bestimmt, in der die Verdunstung stattfindet. Der Hauptfaktor, der die Rückkehr des Wassers in Form von Regen beeinflusst, ist die Abkühlung der atmosphärischen Schicht, die es hält. Dieser Kühleffekt kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, und viele unterschiedliche Ursachen können ihn modifizieren. Manchmal wird die Schicht abgekühlt, indem sie über Berge zieht, manchmal indem sie sich mit kühleren Luftströmungen vermischt und manchmal indem sie von Winden zu einer höheren Breite geblasen wird, wo es kühler ist. Wenn jedoch Luft von kalten Bergen zu warmen und sonnigen Ebenen oder von höheren zu niedrigeren Breiten oder wenn sie sich mit wärmerer Luft unter den verschiedenen Strömungen, auf die sie trifft, vermischt, kann sie mehr Wasserdampf halten. Als Ergebnis, anstatt das Wasser freizusetzen, das sie bereits hat, wird sie gierig nach mehr. Sie weht als ein warmer und trocknender Wind über ein Land unter diesen Bedingungen. Wären die Umstände anders, könnte sie neblige Nebel oder sogar heftige Regenschauer erzeugen. Es ist klar aus diesen Punkten, dass die Häufigkeit der Schauer und die Regenmenge in verschiedenen Regionen der Erde von verschiedenen Faktoren abhängen. Diese Faktoren beinhalten die Wärme des Klimas, die Präsenz von Bergen und Meeren, die Windrichtung und die reflektierenden Eigenschaften des Bodens. Diese und ähnliche Faktoren erzeugen einen signifikanten Unterschied in der Regenmenge in verschiedenen Gebieten. Im nördlichen Teil Südamerikas,
wo das Land von tropischen Meeren umgeben ist, die die heiße und trockene Luft mit Feuchtigkeit sättigen, und wo die Anden die Dämpfe kühlen und kondensieren, fallen über 3 Meter Regen in einem Jahr. In St. Petersburg jedoch fällt jährlich gerade etwas mehr als 30 Zentimeter Regen. Die enorme Menge an Regen, die in Südamerika fällt, würde das Land vollständig überfluten, wenn sie dort bleiben würde, wo sie fällt. Wenn sie durch die Täler fließt und das Meer erreicht, schaffen die vereinten Ströme den größten Fluss der Erde, den Amazonas. Die Hitze und kontinuierliche Feuchtigkeitszufuhr regen die Vegetation zu üppigem Wachstum an. Das Ergebnis ist eine dichte und verworrene Masse aus Stämmen, Ästen und Ranken, die es Menschen schwer macht, einzudringen. Die riesigen Wälder werden zu einem nahezu undurchdringlichen Dschungel, Heimat für wilde Tiere, gefährliche Reptilien und große Raubvögel. Sicherlich wird die Stadt St. Petersburg mit ihrem kalten Winter, schwachen Sonne und 30 Zentimeter Regen jedes Jahr unweigerlich einen deutlichen Unterschied in ihrer Pflanzen- und Tierwelt zeigen im Vergleich zur üppigen Fruchtbarkeit von Neugranada. Dennoch ist es nicht vollständig das komplette Gegenteil. Einige Teile der Erdoberfläche erhalten keinen Regen. Diese Gebiete sind völlig verschieden von der üppigen Vegetation und dem reichen Leben, das im Amazonas gefunden wird. In diesen regenlosen Regionen gibt es nur Stille, Leere und keine Lebenszeichen. Pflanzen können nicht überleben und Tiere können nicht existieren. Der Mensch ist immer völlig ausgeschlossen. Wenn Tier- und Pflanzenleben reichlich vorhanden sind, hält es ihn von Regionen fern, die aufgrund von übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit zu produktiv sind. Andererseits verhindert die vollständige Abwesenheit davon, dass er in diesen Regionen ein Zuhause haben kann. Sie werden zu großen Gebieten aus trockenem und kargem Sand, wo keine Pflanzen wachsen können, und felsigen Gebieten, wo nicht einmal ein Flechten überleben kann. Die größte und bemerkenswerteste Region der Erde ohne Regen ist ein großes Gebiet, das sich über das Innere und den nördlichen Teil Afrikas sowie den südwestlichen Teil Asiens erstreckt. Das Rote Meer tritt von Süden her in dieses Gebiet ein, was die Form des Landes bricht, aber seinen Charakter nicht verändert. Es teilt das Land in verschiedene Teile, jeder mit eigenem Namen. Der asiatische Teil ist als Arabia Deserta bekannt. Das afrikanische Gebiet wird Sahara genannt. In der Gegend nahe Ägypten wird die karge Region einfach als die Wüste bezeichnet. Jedoch teilt die gesamte Region ein gemeinsames Merkmal: das Fehlen von Pflanzen und daher auch von Tieren, bedingt durch den ausbleibenden Niederschlag. Die Schaffung hoher Berge in der Mitte könnte potenziell die gesamte karge Fläche in eine grüne, fruchtbare und bevölkerte Region verwandeln, ähnlich wie andere Orte auf der Erde. Wie es ist, gibt es hier keine Berge. Das gesamte Gebiet ist fast flach und nicht sehr hoch über dem Meeresspiegel. Selbst hunderte Kilometer landeinwärts steigt das Land nur wenige hundert Meter über die Oberfläche des Mittelmeers. In Neugranada jedoch, das weniger als 100 Kilometer vom Meer entfernt ist, erreicht die Andenkette Höhen von 10.000 bis 15.000 Fuß. Der allmähliche Höhenanstieg über Hunderte von Kilometern ist nicht leicht erkennbar. Deshalb scheinen die riesigen, regenlosen Regionen Afrikas und Asiens, wenn sie von Reisenden betrachtet werden, wie eine riesige Ebene, die 1.000 Meilen breit und 5.000 Meilen lang ist. Der einzige Ort, wo Leben und Produktivität existieren, ist das Niltal. Es gibt jedoch 3 Unterbrechungen in der kontinuierlichen Kargheit dieser Ebene, obwohl nur eine davon sie bedeutend unterbricht. Es handelt sich um Täler, die von Norden nach Süden verlaufen, direkt nebeneinander. Das östliche Tal ist sehr tief und Wasser aus dem Ozean strömt von Süden her in es hinein und schafft eine lange und schmale Bucht, bekannt als das Rote Meer. Da diese Bucht mit dem Ozean verbunden ist, bleibt ihr Wasserspiegel konstant. Allerdings führt die unzureichende Verdunstung dazu, dass sie keinen Regen erzeugt oder ihre Ufer nährt. Während sie einige Variationen in die ansonsten karge Landschaft bringt, indem sie fließendes Wasser statt wandernder Sande bietet, ist das Ausmaß ihrer Wirkung. Dadurch trägt sie wenig dazu bei, das monotone Gefühl der Einsamkeit und Verödung zu lindern, das das umgebende Gebiet, das sie eingenommen hat, dominiert. Das westlichste der 3 erwähnten Täler ist eine kleine Senke in der Landoberfläche,
gekennzeichnet durch eine Reihe von Oasen. Diese Vertiefung ist nicht tief genug, um Wasser aus dem Mittelmeer eindringen zu lassen, und es gibt nicht genug Regen im Tal, um einen Strom zu erzeugen. Quellen treten periodisch an verschiedenen Stellen entlang des Tals aus dem Boden. Diese Quellen, die durch die Sande sickern, bringen Fruchtbarkeit in kleine, längliche Täler. Diese Täler, anders als die umgebenden kargen Gebiete, erscheinen den Reisenden wie Oasen der Grünheit und des Charmes, die sie an das Paradies erinnern. Es gibt eine Reihe dieser Oasen in dieser Senke im Westen, und einige von ihnen sind groß. Die Oase Siwa, wo der berühmte Tempel des Jupiter Ammon stand, war sehr groß und hatte angeblich eine Bevölkerung von 8000 Menschen in der Antike. Als Ergebnis wurde, während das östliche Tal überflutet wurde und das Meer hereinließ, das westliche Tal nur ein wenig tiefer und weniger fruchtbar wegen der Quellen, die in seinen niedrigsten Bereichen aus dem Boden sickerten. Nun beschreiben wir das dritte Tal, das zentrale Tal. In Abessinien, südlich der großen regenlosen Region gelegen, gibt es Berge, die als die Berge des Mondes bekannt sind. Diese Berge liegen nahe am Äquator und sie haben eine besondere Beziehung zu den umgebenden Meeren und Windströmungen in diesem Teil der Welt. Deshalb bringen sie enorme Regenmengen aus der Atmosphäre herunter, besonders während bestimmter Zeiten des Jahres. Das herabfallende Wasser tränkt die Berghänge und überflutet die Täler. Aber ein großer Teil davon kann nicht nach Süden oder Osten fließen, wo das Land meist erhöhtes Gelände ist. Das fließende Wasser bewegt sich nach Norden und setzt sich durch das große zentrale Tal über die Wüste fort. Schließlich erreicht es das Mittelmeer, das 2000 Meilen entfernt ist von dem Ort, wo es ursprünglich vom Himmel kam. Der so entstandene Fluss ist der Nil. Dies bezieht sich auf das Wasser, das sich in einer Region aufgrund von übermäßigem Regenfall ansammelt und dann durch eine regenlose Wüste fließt, auf der Suche nach dem Meer. Wenn der Überschuss an Wasser auf den abessinischen Bergen stetig und konstant gewesen wäre, hätte der Fluss, während er durch die Wüste floss, den trockenen Sanden, die er kreuzte, nicht viel Fruchtbarkeit hinzugefügt. Die Flussufer hätten etwas Vegetation gehabt, aber die Bewässerung hätte nur das Gebiet beeinflusst, das das durch den Sand sickende Wasser erreichte. Aber das Wasser fließt nicht gleichmäßig und konstant. Während einer bestimmten Zeit des Jahres regnet es ständig und in solch großen Mengen, dass es fast die Gebiete überflutet, wo es fällt. Riesige Ströme fließen die Bergseiten hinunter. Die Täler werden überflutet, Ebenen werden schlammig und schlammige Gebiete werden zu Seen. Kurz gesagt, das Land wird teilweise unter Wasser gesetzt und die gesammelten Wasser strömen kraftvoll durch das zentrale Tal der Wüste, welches ihren einzigen Ausweg darstellt, wenn der Weg schmal und mit einem deutlichen Gefälle zum Meer versehen wäre. Es ist jedoch nicht schmal und das Gefälle ist sehr gering. Die Vertiefung in der Oberfläche der Wüste, durch die das Wasser fließt, ist 8 bis 16 Kilometer breit. Obwohl es fast 3200 Kilometer vom regnerischen Gebiet bis zum Meer sind, ist das Gelände auf der gesamten Strecke größtenteils flach. Es gibt nur ein leichtes Gefälle, insbesondere für die letzten 1600 Kilometer, was eine sanfte Strömung erzeugt, die nach Norden fließt. Unter diesen Bedingungen fallen große Wassermengen in der regnerischen Region während dieser intensiven tropischen Schauer. Dieses Wasser breitet sich über das gesamte Tal aus und schafft zeitweise einen riesigen See. Der See erstreckt sich über die gesamte Breite der Wüste. Dieser See ist etwa 8 bis 16 Kilometer breit und 1600 Kilometer lang. Das Wasser ist flach und trüb, mit einer langsamen Strömung nach Norden. Schließlich hört der Regen auf, aber es dauert mehrere Monate, bis das Wasser abfließt und das Tal austrocknet. Sobald das Wasser verschwunden ist, wachsen reichlich und gedeihende Pflanzen überall auf dem zuvor untergetauchten Boden. Diese Vegetation, die nun vollständig von Menschen verwaltet und kontrolliert wird, muss in ihrem ursprünglichen und natürlichen Zustand sehr einzigartig gewesen sein. Die Pflanzenauswahl muss Arten eingeschlossen haben, die in einem Boden überleben können, der ein Viertel des Jahres unter Wasser steht. Diese Situation hat wahrscheinlich verhindert, dass das Niltal,
im Gegensatz zu anderen fruchtbaren Gebieten von Wäldern überwuchert wurde. Als Ergebnis könnten wilde Tiere dort nie gelebt haben. Es gab keine Wälder, in denen sie sich verstecken konnten, und ihre einzige Möglichkeit für Schutz während der jährlichen Überschwemmungen war die trockene und karge Wüste. Dieses unglaubliche Tal scheint von der Natur mit dem Menschen im Sinn entworfen und geschützt worden zu sein. Es fühlt sich an, als hätte die Natur es seit Anbeginn der Zeit für uns reserviert, indem sie jegliche Pflanzen oder Tiere, die unsere Präsenz und Kontrolle stören könnten, daran hindert einzudringen. Würde man es für 1000 Jahre verlassen und zurückkehren, fände man es unverändert vor bereit, von ihnen zurückerobert zu werden. Es gäbe keine wilden Tiere, die man entfernen müsste, und keine dichten Wälder, die man mit der Axt lichten müsste. Die Natur ist wie ein Gärtner, der sich um die Welt kümmert. Die Natur verwendet verschiedene Dinge wie das Meer, die Sonne und die Berge, um Arbeit zu verrichten. Infolgedessen erhalten wir während des Sommers starken Regen. Aus diesen oder anderen Gründen ist Ägypten seit der Antike von Menschen bewohnt. Die ältesten Aufzeichnungen, die 3000 Jahre zurückreichen, beschreiben Ägypten bereits zu ihrer Entstehungszeit als alt. Die Tradition liefert keine Informationen über den Ursprung der Bevölkerung hier. Dies sind die ältesten und langlebigsten Monumente, die je von Menschen erbaut wurden. Es ist interessant zu überlegen, wie die größten menschlichen Errungenschaften oft die einfachsten sind. Diese Errungenschaften sind am langlebigsten und zuverlässigsten, wenn sie natürliche Prozesse einbeziehen. Ein Beispiel für eine solche Leistung ist, wenn eine dünne Schicht fruchtbarer Boden nach einem Sommerregensturm auf dem Sand verbleibt. Der Hauptteil der Nilflut ist der nördliche Teil, wo sich das Tal weitet und zum Meer hin öffnet und eine dreiecksförmige Ebene bildet, die etwa 160 Kilometer lang an jeder Seite ist. Das Flusswasser fließt über diese Ebene in vielen verschiedenen Strömen und Kanälen. Das gesamte Gebiet ist eine große Wiese mit vielen langsam fließenden Wasserströmen. Es ist sehr fruchtbar, reichhaltig und schön. Dieses Gebiet ist als das Delta des Nils bekannt. Das Meer nahe der Küste ist nicht tief, und das fruchtbare Land, das durch die Ablagerungen des Flusses geschaffen wurde, scheint sich leicht über die Küstenlinie hinaus ausgedehnt zu haben, da das Land in den letzten 1800 Jahren nicht merklich gewachsen ist es ungewiss, ob die gesamte Ausbuchtung das Ergebnis der natürlichen Form der Küste oder irgendwelcher Veränderungen durch den Fluss ist. Das Delta des Nils ist sehr flach und nur geringfügig höher als das Mittelmeer. Das Land erscheint fast wie das Meer, aber anstelle von blauem Wasser mit Wellen haben wir große Flächen mit wogenden Feldern und kleine Hügel mit Städten und Dörfern. Wenn das Schiff sich der Küste nähert, kann der Navigator die ganze Grünheit und Schönheit aus der Ferne nicht sehen. Es liegt daran, dass das Land so niedrig ist, dass es unter dem Horizont verborgen bleibt, bis das Schiff fast am Ufer ist. Die ersten Dinge, die der Seefahrer sieht, sind die Spitzen der Bäume, die aus dem Wasser zu wachsen scheinen, die Spitze einer hohen Steinsäule oder die Spitze einer zerfallenen Stadt. Der östlichste Kanal, durch den die Flusswasser zum Meer fließen, wird als Pelusischer Arm bezeichnet. Dieser Kanal fungiert fast als Grenze für das fruchtbare Gebiet des Deltas im Osten. Es gab eine alte Stadt namens Pelusium nahe seiner Mündung. Dies war die erste ägyptische Stadt, die von denen erreicht wurde, die von Osten her über Land anreisten, entlang der Küsten des Mittelmeeres. Da sie die östliche Grenze des Landes markierte, wurde sie wesentlich und wird häufig in der antiken Geschichte erwähnt. Die westlichste Mündung des Nils war als Kanopische Mündung bekannt. Die Entfernung von der Kanopischen Mündung zu Pelusium entlang der Küste betrug etwa 160 Kilometer. Die Küstenlinie hatte und hat immer noch eine sehr unregelmäßige Form mit flachen Gewässern. Es gab lange Strecken von Sandbänken, die sich ins Meer erstreckten. Daraufhin bildete das Meer unzählige Bäche, Buchten und Lagunen auf dem Land. Entlang dieser unebenen und unsicheren Grenze kämpften ständig die Gewässer des Nils und die Wellen des Mittelmeers mit ähnlichen Kräften. Selbst jetzt, nach 1800 Jahren, seit Beginn des aufgezeichneten Konflikts, hat keine Seite einen signifikanten Vorteil über die andere gezeigt.
Der Fluss trägt den Sand hinunter und das Meer drückt ihn ständig zurück, was die gesamte Küstenlinie sehr gefährlich und schwer zugänglich für Menschen macht. Aus dieser Beschreibung des Niltals geht hervor, dass es ein Land war, das in der Antike vollständig von der restlichen Welt abgeschnitten und getrennt war. Die Stadt war von Wüsten umgeben, was sie über Land unzugänglich machte. Die gefährliche Küstenlinie mit ihren Untiefen, Sandbänken und anderen Gefahren machte es schwierig, sie auf dem Seeweg zu erreichen. Lange Zeit blieb die Stadt unter der Kontrolle ihrer einheimischen Könige. Die dort lebenden Menschen waren friedlich und fleißig. Die Gelehrten der Stadt waren weltweit für ihr Wissen, ihre wissenschaftlichen Fortschritte und philosophischen Ideen bekannt. In der Antike, bevor andere Nationen ihre friedliche Isolation störten, wurden die Pyramiden erbaut und massive Steinstrukturen gemeißelt. Auch riesige Tempel wurden errichtet, deren bröckelnde Säulen heute Menschen weltweit faszinieren. Selbst in diesen fernen Epochen war Ägypten für seine ewige Fruchtbarkeit und Fülle bekannt, wie auch heute. Es gab immer Mais in Ägypten, egal wo sonst eine Hungersnot auftreten mochte. Die benachbarten Nationen und Stämme in Arabien, Palästina und Syrien fanden ihren Weg durch die Wüsten auf der Ostseite nach Ägypten, wenn sie in Not waren, und schufen so einen Kommunikationsweg. Schließlich entdeckten die persischen Könige, nachdem sie ihr Reich bis zum Mittelmeer nach Westen ausgedehnt hatten, einen Weg durch Pelusium und eroberten dann das Land. Schließlich, etwa 250 Jahre vor Kleopatras Zeit, übernahm Alexander der Große Ägypten, als er das Persische Reich stürzte und es zusammen mit anderen persischen Provinzen zu seinen Territorien hinzufügte. Bei der Teilung von Alexanders Reich wurde Ägypten von einem seiner Generäle, namens Ptolemäus, kontrolliert. Ptolemäus beanspruchte das Königreich für sich und vererbte es an seine Nachkommen, als er starb. Viele Herrscher folgten ihm, bekannt als die ptolemäische Dynastie, die aus griechischen Prinzen bestand, die über Ägypten herrschten. Kleopatra war die Tochter des 11. Herrschers dieser Dynastie. Die Hauptstadt der Ptolemäer war Alexandria. Vor Alexanders Eroberung hatte Ägypten keinen Seehafen. Es gab einige Anlegestellen entlang der Küste, aber keinen richtigen Hafen. Ägypten hatte zu dieser Zeit sehr wenig Handel mit dem Rest der Welt. Daher war ein solcher Hafen nicht nötig. Alexanders Ingenieure entdeckten jedoch in der Nähe der kanopischen Mündung des Nils einen Ort, an dem das Wasser tief war und dank einer Insel ein sicherer Ankerplatz vorhanden war. Alexander beschloss, an dieser Stelle eine Stadt zu gründen und benannte sie nach sich selbst. Er verbesserte den Hafen durch Ausgrabungen und den Bau von Mauern. Ein hoher Leuchtturm wurde errichtet, der tagsüber als sichtbarer Punkt und nachts als helles Leuchtfeuer für die Schiffe im Mittelmeer diente. Ein Kanal wurde gebaut, um den Hafen mit dem Nil zu verbinden, und Lagerhäuser wurden errichtet, um Waren zu lagern. Kurz gesagt, Alexandria wurde schnell zu einem wichtigen Handelszentrum. Es diente viele Jahrhunderte lang als Hauptstadt der mächtigen ptolemäischen Regierung. Seine strategische Lage war so gut gewählt, dass es selbst nach 20 Jahrhunderten der Revolution und des Wandels einer der Hauptverkehrsknotenpunkte im Osten bleibt. Kapitel 2: Edle, aber furchterregende Ursprünge, die griechischen Pharaonen. Der Gründer der ptolemäischen Dynastie, der nach dem Tod Alexanders des großen Herrscher Ägyptens wurde, war ein makedonischer General in Alexanders Armee. Seine Geburt und wie er dazu kam, Alexander zu dienen, war ungewöhnlich. Seine Mutter, die Arsinoe hieß, war eine enge Freundin und Begleiterin von Philipp, dem König von Makedonien und Vater von Alexander. Philipp arrangierte schließlich, dass Arsinoe einen Mann namens Lagus heiratete, der ein Mitglied seines Hofes war. Kurz nach der Hochzeit wurde Ptolemäus geboren. Philipp behandelte das Kind mit derselben Freundlichkeit und demselben Respekt, den er der Mutter entgegengebracht hatte. Der Junge war als Sohn des Lagus bekannt, aber seine Stellung am königlichen Hof von Makedonien war ebenso wichtig und angesehen. Er erhielt dieselbe Aufmerksamkeit und Fürsorge, als wäre er wahrhaftig der Sohn des Königs. Als er älter wurde, übernahm er wichtige Rollen mit viel Verantwortung und Einfluss.
Im Laufe der Zeit ereignete sich ein spezifisches Ereignis, das dazu führte, dass Ptolemäus ernsthafte Probleme mit Philipp bekam. Aber gleichzeitig wurde Alexander ein sehr enger Freund von ihm. Es gab eine Provinz im Persischen Reich namens Karien, die im Südwesten Kleinasiens lag. Der Gouverneur dieser Provinz hatte seine Tochter Philipp als Frau für einen seiner Söhne namens Aridäus angeboten, der ein Halbbruder Alexanders war. Alexanders Mutter, die nicht die Mutter von Aridäus war eifersüchtig auf diese vorgeschlagene Ehe. Sie glaubte, es sei ein Plan, um Aridäus ins Rampenlicht zu rücken und ihn schließlich zum Erben von Philipps Thron zu machen. Sie wünschte jedoch sehr, dass dieses großartige Erbe für ihren Sohn erhalten bleiben sollte. Dementsprechend schlug sie Alexander vor, eine geheime Nachricht an den persischen Gouverneur zu senden. In der Nachricht sollten sie erklären, dass es besser für den Gouverneur und seine Tochter wäre, wenn sie Alexander anstelle von Aridäus heiraten würde. Sie würden versuchen, den Gouverneur zu überzeugen, Philipp zu bitten, diese Änderung vorzunehmen. Alexander schloss sich dem Plan bereitwillig an, und mehrere Höflinge, einschließlich Ptolemäus, stimmten zu, ihm zu helfen. Sie entsandten eine Gesandtschaft, um den Gouverneur von Karien von dem Plan zu überzeugen. Der Gouverneur war mit der vorgeschlagenen Änderung einverstanden. Alles schien gut zu laufen, bis Philipp irgendwie von der Verschwörung erfuhr. Er betrat sofort Alexanders Zimmer, erfüllt von Wut und Groll. Er hatte nie vor, Aridäus, der mütterlicherseits eine fragwürdige und niedrige Abstammung hatte, zu seinem Nachfolger zu machen. Er kritisierte Alexander stark dafür, dass er einen solch herabgewürdigten und schwachen Geisteszustand hatte und die Tochter eines persischen Gouverneurs heiraten wollte. Er bezeichnete den Gouverneur als bloßen Sklaven eines barbarischen Königs. Alexanders Plan war vollkommen erfolglos. Sein Vater war sehr wütend auf die Offiziere, die versucht hatten, ihm zu helfen, und schickte sie alle aus dem Königreich fort. Ptolemäus musste sein Land verlassen und lebte mehrere Jahre im Exil. Schließlich, als Philipp starb, erlaubte Alexander Ptolemäus die Rückkehr. Alexander wurde nach seinem Vater König von Makedonien und ernannte schnell Ptolemäus zu einem seiner obersten Generäle. Ptolemäus erreichte einen hohen Rang in der makedonischen Armee und zeichnete sich in allen zukünftigen Feldzügen des berühmten Eroberers aus. Während der persischen Invasion war Ptolemäus für einen der 3 Hauptabschnitte der Armee verantwortlich. Er leistete durchgehend bedeutende Hilfe für die Sache seines Meisters. Ihm wurden Aufgaben übertragen, die weit entfernt und riskant waren, und oft wurde ihm die Verantwortung für sehr wichtige Angelegenheiten anvertraut. Er war in allem, was er tat, sehr erfolgreich. Er gewann Schlachten, eroberte Festungen, schloss Abkommen und zeigte das höchste Niveau militärischer Stärke und Fähigkeit. Einmal rettete er Alexanders Leben, indem er eine gefährliche Verschwörung gegen den König aufdeckte und bloßstellte. Alexander hatte die Chance, diesen Gefallen zu erwidern, dank einer göttlichen Intervention, die ihm speziell gewährt wurde, um seine Dankbarkeit zu zeigen. Ptolemäus wurde von einem vergifteten Pfeil verletzt, und trotz der besten Bemühungen der Ärzte und ihrer Behandlungen schien es, als würde er sterben. Jedoch hatte Alexander einen Traum, der eine erfolgreiche Heilung offenbarte, und als Ergebnis wurde Ptolemäus gerettet. Während der Feierlichkeiten in Susa, nachdem Alexander seine Eroberungen abgeschlossen hatte, erhielt Ptolemäus eine goldene Krone und heiratete Artakama, die Tochter eines hoch angesehenen persischen Generals. Die Hochzeit war voller Pracht und Extravaganz. Nach einer Nacht des Trinkens und Feierns in Babylon starb Alexander unerwartet. Da er keinen erwachsenen Sohn hatte, der übernehmen konnte, wurde sein riesiges Reich unter seinen Generälen aufgeteilt. Ptolemäus erhielt Ägypten als seinen Anteil. Er ging schnell nach Alexandria mit einer großen Armee, vielen griechischen Begleitern und Anhängern und begann eine lange und blühende Herrschaft, die 40 Jahre dauerte. Die ägyptische Bevölkerung wurde natürlich seiner Kontrolle unterworfen und zu Sklaven gemacht. Griechen besetzten alle Armeeposten und Positionen des Vertrauens und der Verantwortung im zivilen Leben. Alexandria, eine griechische Stadt, wurde schnell zu einem wichtigen Handelszentrum in den umliegenden Meeren. Griechische und römische Reisende entdeckten eine in Ägypten gesprochene Sprache, die sie verstehen konnten. Dies ermöglichte es Philosophen und Gelehrten,
Ihre langjährige Neugierde über die Institutionen, Denkmäler und bemerkenswerten physischen Merkmale des Landes zu befriedigen, während sie sich sicher fühlten und sich vergnügten. Kurz gesagt, die Art und Weise, wie die griechische Regierung strukturiert war, und die starken Handelsverbindungen von Alexandria halfen Ägypten, aus der Verborgenheit und Isolation herauszukommen. Dies ermöglichte mehr Interaktion mit anderen Menschen und erhöhte Aufmerksamkeit vom Rest der Welt. Ptolemäus machte es sich zur Priorität, diese Ziele zu erreichen. Er lud viele griechische Gelehrte, Philosophen, Dichter und Künstler ein, nach Alexandria zu kommen und dort zu leben. Er sammelte eine riesige Bibliothek, die später als die Bibliothek von Alexandria bekannt wurde. Es war eine der berühmtesten Sammlungen von Büchern und Manuskripten, die jemals zusammengestellt wurden. Wir werden diese Bibliothek im nächsten Kapitel ausführlicher besprechen. Zusätzlich zu den großartigen Plänen, Ägypten mächtiger zu machen, verbrachte König Ptolemäus den Großteil seiner Herrschaft mit ständigen Kriegen gegen benachbarte Nationen. Er führte diese Kriege, um sein Reich zu erweitern und sich vor Angriffen und Invasionen anderer Mächte zu schützen. Schließlich gelang es ihm, sein Königreich auf eine stabile und dauerhafte Grundlage zu stellen. Als er sich dem Ende seines Lebens näherte, mit über 80 Jahren, trat er von seinem Thron zurück und übergab ihn seinem jüngsten Sohn, der ebenfalls Ptolemäus hieß. Der Vater, bekannt als Ptolemäus Soter, gründete die Dynastie. Sein Sohn wird Ptolemäus Philadelphus genannt. Dieser Sohn, obwohl der Jüngste, wurde gegenüber seinen Brüdern ausgewählt, um den Thron zu erben, weil er der Sohn der vom Monarchen am meisten bevorzugten und geliebten Frau war. Soters Entscheidung, selbst vom Thron zurückzutreten, war durch seinen Wunsch motiviert, sicherzustellen, dass sein Lieblingssohn den Thron sicher innehaben würde, bevor er starb, um so Streitigkeiten der älteren Brüder über die Nachfolge zu verhindern. Die Krönung von Philadelphus war eine der prächtigsten und beeindruckendsten Zeremonien, die jemals von königlicher Pracht und Darstellung organisiert wurden. 2 Jahre später verstarb Ptolemäus, der Vater, und wurde von seinem Sohn mit einer Pracht beigesetzt, die fast so groß war wie die seiner Krönung. Sein Körper wurde in einem schönen Mausoleum platziert, das für die Überreste Alexanders gebaut wurde. Die Menschen bewunderten seine Leistungen und seine Herrschaft sehr und verehrten ihn sogar nach seinem Tod. So begann die mächtige Dynastie der Ptolemäer. Einige der frühen Herrscher der Familie folgten dem guten Beispiel ihres angesehenen Gründers bis zu einem gewissen Grad. Jedoch wurde dieses gute Beispiel schnell vergessen und durch eine Periode des großen Niedergangs und der Degradation ersetzt. Die nachfolgenden Könige und Königinnen begannen ausschließlich für ihr Vergnügen und ihre Wünsche zu leben und zu herrschen. Das Streben nach Vergnügen mag mit Freundlichkeit beginnen, endet jedoch immer in extremer und unerträglicher Grausamkeit. Die Ptolemäer wurden schließlich zu den schlimmsten und furchterregendsten Tyrannen, die absolute und verantwortungslose Macht je gesehen hat. Es gab ein bestimmtes Laster, das sie anscheinend von den asiatischen Nationen des Persischen Reiches übernommen hatten, und es hatte schreckliche Folgen. Dieses Laster war Inzest. Das Gesetz Gottes, das nicht nur in den Schriften erwähnt wird, sondern auch durch unsere Instinkte verstanden wird, verbietet Ehen zwischen nahen Verwandten. Die Notwendigkeit dieses Gesetzes basiert auf Gründen, die hier nicht vollständig erklärt werden können. Diese Gründe stammen jedoch aus Faktoren, die in der menschlichen Natur als soziale Wesen inhärent sind und universellen, andauernden und unaufhaltsamen Einfluss haben. Um Menschen vor den schädlichen physischen und moralischen Auswirkungen bestimmter Ehen zu schützen, hat die Natur in jedem ein starkes Instinktgefühl verankert, das das Unrecht in diesen Verbindungen erkennt. Dieser Instinkt ist so mächtig und weit verbreitet, dass er zu einer klaren Missbilligung solcher Ehen in nahezu jedem Satz geschriebener Gesetze durch die menschliche Geschichte geführt hat. Die persischen Herrscher waren an keine Gesetze gebunden und gingen verschiedene Arten von inzestuösen Ehen ein, ohne Scham zu empfinden. Die Ptolemäer folgten ebenfalls ihrem Beispiel. Die Geschichte von Kleopatras Urgroßvater, der die zentrale Figur in dieser Erzählung ist,
bietet eine lebendige Illustration der unethischen und schädlichen Natur inzestuöser Beziehungen in der antiken Welt. Er war Ptolemäus Physkhon, der 7. in der Linie. Um zu verstehen, wie Kleopatra selbst ins Bild kam, müssen wir ein wenig über seine Familiengeschichte wissen. Der Name Physkhon, der später sein historischer Spitzname wurde ihm ursprünglich als Beleidigung und Spott gegeben. Er war klein von Statur, aber sein übermäßiges Essen und seine Genusssucht hatten ihn extrem übergewichtig gemacht, sodass er eher wie ein Monster als wie ein Mensch aussah. Das Wort Physkon, das griechischen Ursprungs war, wurde verwendet, um seine lächerliche Figur spöttisch zu beschreiben. Die Art und Weise, wie Ptolemäus Physkhon König wurde, sagt viel über seinen Charakter aus und gibt uns ein klares, aber erschreckendes Bild davon, wie sich die Menschen verhielten und was sie in jenen Zeiten glaubten. Er hatte einen langen und grausamen Krieg mit seinem Bruder geführt, der vor ihm König war. In diesem Krieg tat er viele schreckliche Dinge. Schließlich starb sein Bruder. Die Frau seines Bruders, die auch seine Schwester war, und deren junger Sohn waren die einzigen Überlebenden. Dieser Sohn sollte wahrscheinlich der nächste König sein. Physkhon selbst, als Bruder, hatte im Vergleich zu einem Sohn kein Recht. Der Name der Königin war Kleopatra. Dies war ein gängiger Name unter den Prinzessinnen der ptolemäischen Linie. Kleopatra hatte neben ihrem Sohn eine Tochter, die zu der Zeit ein junges und schönes Mädchen war. Ihr Name war ebenfalls Kleopatra. Sie war natürlich die Nichte, da ihre Mutter die Schwester von Physkhon war. Kleopatras Plan nach dem Tod ihres Mannes war es, ihren Sohn zum König von Ägypten zu machen und als Regentin zu regieren, bis er das Erwachsenenalter erreichte. Jedoch bildeten Physkhons Freunde und Unterstützer eine mächtige Fraktion zu seinen Gunsten. Sie forderten seine Anwesenheit in Alexandria, um seine Ansprüche auf den Thron geltend zu machen. Er kam an, und ein neuer Bürgerkrieg drohte zwischen den Geschwistern auszubrechen. Der Streit wurde jedoch letztendlich durch einen Vertrag gelöst. Der Vertrag besagte, dass Physkhon Kleopatra heiraten und König werden würde. Zusätzlich wurde vereinbart, dass der Sohn Kleopatras aus ihrer früheren Ehe als sein Nachfolger benannt werden sollte. Diese Vereinbarung wurde in die Tat umgesetzt für die Ehe mit der Mutter und die Platzierung von Physkhon auf dem Thron. Der verräterische Unhold entschied sich jedoch, anstatt sein Versprechen bezüglich des Jungen zu halten, ihn zu töten. Seine Gewohnheiten der Gewalt und Grausamkeit waren so offenkundig und brutal, dass er versuchte, die Tat selbst bei hellem Tageslicht durchzuführen. Der Junge rannte und schrie um Hilfe bei seiner Mutter. Physkhon stach auf ihn ein und tötete ihn vor den Augen seiner Mutter, was das grauenvolle Bild eines Ehemannes zeigte, der den Sohn seiner Frau direkt in ihren Armen ermordete. Es ist leicht zu verstehen, welche Art von Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau nach solchen Handlungen bestehen würde. Von Anfang an gab es keine Liebe zwischen ihnen. Die Ehe war nur eine politische Vereinbarung. Physkhon verachtete seine Frau und tötete ihren Sohn. Zu allem Überfluss verliebte er sich schockierenderweise in ihre Tochter, was seine grausame und unberechenbare Natur zur Schau stellte. Das junge Mädchen, das den abscheulichen Mann sowohl physisch als auch psychisch grotesk fand, war terrorisiert. Leider stand sie völlig unter seiner Kontrolle. Er zwang sie mit Gewalt zu tun, was er wollte. Er wies die Mutter zurück und ließ die Tochter ihn heiraten. Physkhon zeigte dasselbe grausame und tyrannische Verhalten gegenüber seinen Untertanen, wie er es in seiner eigenen Familie tat. Wir können keine spezifischen Details liefern, aber wir können sagen, dass seine schrecklichen Taten völlig unerträglich wurden und ein sehr ernster Aufstand ausbrach. Infolgedessen musste er aus dem Land fliehen. Er konnte kaum überleben, weil eine große, wütende Menschenmenge den Palast umzingelt hatte und begann, ihn in Brand zu setzen. Sie wollten den Tyrannen und jeden, der an seinen Verbrechen beteiligt war, verbrennen. Physkhon schaffte es zu entkommen. Er floh nach Zypern und brachte einen schönen Jungen mit, seinen Sohn aus seiner früheren Ehe mit Kleopatra, von der er sich hatte scheiden lassen. Sie waren eine Weile verheiratet gewesen, bevor sie sich scheiden ließen, und hatten einen Sohn. Seine Mutter liebte ihn sehr, und Physkhon nahm ihn aus diesem Grund mit, um ihn als Geisel zu behalten, damit sich seine Mutter gut verhielt.
Er dachte, dass sie, wenn er weg wäre, versuchen könnte, den Thron zurückzuerobern. Seine Erwartungen in dieser Hinsicht wurden realisiert. Die Menschen von Alexandria unterstützten Kleopatra und baten sie, die Herrscherin zu werden. Sie akzeptierte, vielleicht ein wenig besorgt über die Risiken, die diese Entscheidung für ihren abwesenden Sohn mit sich bringen könnte. Sie beruhigte sich bei dem Gedanken, dass er bei seinem Vater war und ihm nichts zustoßen würde. Nach einiger Zeit hatte Kleopatra die Kontrolle über Alexandria fest in der Hand und Vorbereitungen wurden für eine großartige Feier ihres Geburtstages getroffen. Am Tag der Feier war die ganze Stadt dem Feiern und der Freude gewidmet. Der Palast war Gastgeber für extravagante Veranstaltungen, während Spiele, Shows und Theaterstücke in verschiedenen Teilen der Stadt abgehalten wurden. Kleopatra selbst genoss eine prächtige Party in einem der königlichen Paläste, besucht von den Adligen des Hofes, Damen und Armeeoffizieren. Inmitten all der Feierlichkeiten und des Vergnügens wurde der Königin mitgeteilt, dass eine große Kiste für sie angekommen sei. Die Kiste wurde in den Raum gebracht. Es sah so aus, als enthielte sie ein wunderbares Geschenk, gesendet von einem Freund, um den Anlass zu feiern. Die Königin war neugierig darauf zu erfahren, was in der geheimnisvollen Truhe war. Sie bat darum, sie zu öffnen, und die Gäste versammelten sich darum, gespannt darauf, was sich darin befand. Die Kiste, die von allen genau beobachtet wurde, wurde geöffnet und offenbarte einen schockierenden Anblick. Sie enthielt die Überreste von Kleopatras einzigem Sohn von Physkhon, zerlegt und in die Kiste gelegt. Physkhon hatte die Kiste nach Alexandria geschickt, mit der Anweisung, dass sie bis zum Abend des Geburtstags aufbewahrt werden sollte und dann während der Festlichkeiten öffentlich Kleopatra präsentiert werden sollte. Die Schreie und das Weinen, die sie ausstieß, als sie die schreckliche Szene sah, und die lang anhaltende und unerträgliche Traurigkeit, die darauf folgte, zeigten, wie effektiv der grausame Plan des Diktators war, sein Ziel zu erreichen. Wir schreiben nicht gerne diese schockierenden Geschichten von Grausamkeit, und wir sind sicher, dass unsere Leser sie auch nicht gerne lesen werden. Es ist jedoch wichtig, die Familienverhältnisse zu verstehen, die die große Protagonistin dieser Geschichte beeinflussten, um ihren Charakter vollständig zu würdigen. Wir müssen die Einflüsse und Beispiele kennen, die ihr frühes Leben prägten. Die Privilegien und Vorteile sowie die negativen Einflüsse, die junge Menschen in ihren frühen Jahren erleben, haben großen Einfluss auf ihre zukünftigen Handlungen und Entscheidungen. Dieses Verständnis ist entscheidend, um die Fehler und Vergehen, die sie später begehen könnten, zu beurteilen. Das Monster Physkhon lebte einige Generationen vor Kleopatra, aber der Charakter der Generationen dazwischen blieb bis zu ihrer Geburt weitgehend unverändert. Die Grausamkeit, Korruption und das Laster, die jeden Teil der königlichen Familie beherrschten, nahmen zu statt ab. Physkhons Nichte, die ihn anfangs nicht mochte und gezwungen war, ihn zu heiraten, wurde nach seinem Tod genauso ehrgeizig, selbstsüchtig und grausam wie er. Sie hatte 2 Söhne, Latyrus und Alexander. Als Physkhon starb, hinterließ er ihr das Königreich Ägypten in seinem Testament und gab ihr die Autorität, einen dieser beiden Söhne auszuwählen, um mit ihr zu regieren. Die älteste Person hatte das Recht auf dieses Privileg, weil sie als Erste geboren wurde. Sie bevorzugte jedoch die jüngste Person, weil sie glaubte, dass ihre Macht stärker sein würde, wenn sie zusammen regierten, da sie mehr Kontrolle über ihn haben würde. Die Machthaber in Alexandria jedoch widersetzten sich dieser Idee und forderten, dass Kleopatra die Regierung des Königreichs mit ihrem ältesten Sohn Latyrus teilen sollte. Sie ließ Latyrus aus dem Exil zurückbringen und machte ihn zum nominellen Herrscher. Kleopatra hatte keine andere Wahl, als sich zu fügen, aber sie ließ ihren Sohn sich von seiner Frau scheiden und eine andere Frau heiraten, von der sie glaubte, dass sie leichter kontrollieren könnte. Mutter und Sohn regierten eine Weile gemeinsam. Latyrus war dem Namen nach König, aber ihr Haushalt war ein ständiges Schlachtfeld aufgrund des Wunsches seiner Mutter, alles zu kontrollieren und seiner Bemühungen, ihrer unterdrückenden Herrschaft zu widerstehen. Schließlich fing Kleopatra mehrere von Latyrus' Dienern, die Eunuchen, die in verschiedenen Positionen im Palast arbeiteten, und verletzte sie grausam und verstümmelte sie, um sie dann der Öffentlichkeit zu zeigen.
Kleopatra behauptete fälschlicherweise, dass Latyrus für diese brutalen Taten verantwortlich war und forderte das Volk auf, sich zu erheben und ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Auf diese und andere ähnliche Weisen brachte sie die Menschen am Hof und in der Stadt dazu, Latyrus wirklich zu verachten, was zu seiner Vertreibung aus dem Land führte. In der Folge gab es zahlreiche brutale und gewalttätige Kriege zwischen Mutter und Sohn, bei denen beide Seiten entsetzliche Taten gegeneinander verübten. Alexander, der jüngste Sohn, hatte große Angst vor seiner schrecklichen Mutter, also entschied er sich, Alexandria aus eigenem Antrieb zu verlassen. Jedoch kehrte er schließlich nach Ägypten zurück. Seine Mutter dachte sofort, dass er vorhatte, ihre Autorität herauszufordern und beschloss, ihn zu töten. Nachdem er von ihren Plänen erfuhr und sich von ihrer unerträglichen Kontrolle überwältigt fühlte, entschied er sich, die Angst und die Sorge, mit denen er gelebt hatte, durch die Ermordung seiner Mutter zu beenden. Er führte diese Tat aus und floh anschließend aus dem Land. Latyrus, sein Bruder, kehrte dann zurück und herrschte für den Rest seines Lebens friedlich. Schließlich starb Latyrus und sein Sohn, Ptolemäus Auletes, erbte das Königreich. Ptolemäus Auletes war der Vater der berühmten Kleopatra. Wir können das Bild, das in der Geschichte dieser berühmten Familie präsentiert wird, nicht weniger hart erscheinen lassen, indem wir Auletes Mutter als Ausnahme betrachten. Ihre maskulinen und gnadenlosen Eigenschaften, die sie während ihrer beeindruckenden Karriere energisch demonstrierte, waren nicht einzigartig. Sie ähnelte anderen Prinzessinnen in der Ahnenreihe in Bezug auf Ehrgeiz, Selbstsucht, extreme und gedankenlose Grausamkeit sowie völlige Missachtung moralischer Prinzipien und familiärer Bindungen. Sie war im Wesentlichen ein typisches Beispiel für die anderen. Zum Beispiel hatte sie 2 Töchter, die konsequente und würdige Nachfolgerinnen einer solchen Mutter waren. Eine Passage im Leben dieser Schwestern veranschaulicht sehr eindrucksvoll die Art von schwesterlicher Zuneigung, die in der Familie der Ptolemäer herrschte. Hier ist, was passierte. Es gab 2 Prinzen aus Syrien, einem Land nordöstlich des Mittelmeers, nicht allzu weit von Ägypten entfernt. Obwohl sie Brüder waren, hegten sie intensiven Hass zueinander. Einer von ihnen versuchte, den anderen zu vergiften, was zu einem Krieg zwischen ihnen führte. Infolgedessen wurde Syrien stark von der Zerstörung betroffen, die ihre Armeen verursachten. Eine der Schwestern, von denen wir gesprochen haben, heiratete einen der Prinzen. Ihr Name war Tryphäna. Während des anhaltenden Krieges zwischen den beiden Brüdern heiratete Kleopatra, die andere Schwester, die zuvor von ihrer Mutter von Latyrus geschieden worden war, den anderen Bruder. Tryphäna war sehr wütend auf Kleopatra, weil sie den Feind ihres Mannes geheiratet hatte, und die intensive Feindseligkeit und der Hass der Schwestern kamen nun zu der bereits vorhandenen unnatürlichen und mörderischen Leidenschaft der Brüder hinzu und vervollständigten das Schauspiel dieses beschämenden Wettbewerbs vor der Welt. Tatsächlich schien Tryphäna während dieser Zeit interessierter und begeisterter über den Wettbewerb zu werden, weil sie sich an ihrer Schwester rächen wollte. Sie verfolgte den Fortschritt des Wettstreits genau und unterstützte aktiv die Kriegsführung. Die Partei ihres Mannes schien aus verschiedenen Gründen zu gewinnen. Kleopatras Ehemann war gezwungen, sich im Land zu bewegen, und schließlich, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, ließ er sie in Antiochia, einer großen und gut geschützten Stadt, zurück. Er glaubte, dass sie dort sicher wäre, während er in anderen Gebieten kämpfte, die seine Aufmerksamkeit erforderten. Als Tryphäna erfuhr, dass ihre Schwester in Antiochia war, überzeugte sie ihren Mann, einen Angriff auf die Stadt zu starten. Er führte einen großen Truppenteil der Armee an und belagerte und eroberte die Stadt erfolgreich. Kleopatra suchte, um nicht gefangen genommen zu werden, Zuflucht in einem nahegelegenen Tempel. In der Vergangenheit galt ein Tempel als sicherer Ort, der nicht verletzt werden konnte. So ließen die Soldaten sie dort, aber Tryphäna bat ihren Mann, ihr die Schwester Kleopatra zu übergeben. Sie war entschlossen, sie zu töten, sagte sie. Ihr Mann versuchte sie davon zu überzeugen, diese schreckliche Tat nicht zu begehen, und sagte: Es wäre grausam und sinnlos, sie zu töten. Sie kann uns im zukünftigen Krieg nicht schaden. Sie jetzt zu töten, würde nur ihren Ehemann und ihre Freunde stärken.
Außerdem hat sie Zuflucht in einem Tempel gesucht. Und wenn wir dieses Heiligtum verletzen, ziehen wir den Zorn des Himmels auf uns. Denk auch daran, dass sie deine Schwester ist, und sie zu töten wäre eine unnatürliche und unverzeihliche Sünde. Damit sagte er Tryphäna, sie solle aufhören, darüber zu sprechen, denn er weigerte sich zuzulassen, dass Kleopatra etwas Schlechtes zustieße. Diese Weigerung ihres Mannes, ihrer Bitte nachzukommen, machte Tryphäna noch wütender und verbitterter. Sie wurde eifersüchtig, als sie sah, wie sehr er sich um ihre Schwester sorgte und wie interessiert er an ihrem Schicksal war. Sie dachte oder tat so, als ob ihr Mann sie so leidenschaftlich verteidigte, weil er sie liebte. Die Person, die sie hasste, die einst nur eine Feindin war, wurde nun in ihren Augen zu einer Rivalin. Sie fasste den Entschluss, diese Rivalin um jeden Preis zu zerstören. Um ihren Plan auszuführen, befahl sie einer Gruppe furchtloser Soldaten, gewaltsam in den Tempel einzudringen und sie zu ergreifen. Kleopatra eilte in Angst zum Altar, um Sicherheit zu suchen, und hielt sich fest daran. Die Soldaten mühten sich, sie von diesem Heiligtum wegzuziehen. Im Chaos wurde Kleopatra tragischerweise verletzt und erlag trotz ihrer Bemühungen, Zuflucht zu suchen, ihren Verletzungen auf dem Tempelboden. Die schrecklichen Schreie, die das arme Opfer ausstieß, als es zu fliehen begann und in Panik geriet, verwandelten sich allmählich in die furchtbarsten Flüche gegen ihre Schwester, die sie aus unerbittlichem Hass zerstört hatte, als ihr Leben entglitt. Trotz der Beispiele, die wir für den Charakter und die Handlungen dieser bemerkenswerten Familie gezeigt haben, wurde die Herrschaft dieser Dynastie stets als eine der fortschrittlichsten, aufgeklärtesten und erfolgreichsten Regierungen in der Antike angesehen. Im nächsten Kapitel werden wir die Situation im Land während der Herrschaft dieser aggressiven Herrscher besprechen. In der heutigen Welt, wenn wir Ehrgeiz, Selbstsucht, politische Voreingenommenheit, unehrliche Pläne und moralische Fehler im Handeln der aktuellen Führer und Politiker sehen, ist es einfach zu denken, dass der Charakter der Nationen sich im Laufe der Zeit verschlechtert hat. Eine gründliche und aufmerksame Untersuchung der Geschichte dieser berühmten Dynastie kann jedoch diese Ansicht erheblich infrage stellen. Durch die Untersuchung der Handlungen und des Charakters der Herrscher der Antike können wir sehen, dass die Erzählung eine genaue und wahrheitsgetreue Darstellung der allgemeinen Natur derjenigen bietet, die in der Vergangenheit die Welt regierten. Diese Reflexion könnte aufzeigen, dass die Probleme in der Regierungsführung und Führung nicht einzigartig für unsere Ära sind, sondern durchgehende Herausforderungen in der Geschichte darstellen. Kapitel 3 – Das Silicon Valley der Antike. Es sollte nicht angenommen werden, dass die Szenen extremer Ausschweifung, Grausamkeit und Verbrechen, die häufig in den Palästen der ägyptischen Könige zur Schau gestellt und auf die Spitze getrieben wurden, während ihrer Herrschaft in der gesamten Gemeinschaft gleichermaßen verbreitet waren. Die interne Verwaltung und die Institutionen der Regierung, die die industriellen Aktivitäten der Menschen regulierten, Frieden und Ordnung aufrechterhielten und Gerechtigkeit durchsetzten, wurden von qualifizierten Personen geleitet, die ihre Aufgaben insgesamt treu erfüllten. Als Ergebnis, trotz des ausschweifenden Verhaltens der Könige, gingen die regulären Angelegenheiten der Regierung und das tägliche Leben der Menschen relativ friedlich, wohlhabend und glücklich weiter. Durchgehend die 300 Jahre der Geschichte der Ptolemäer war Ägypten konstant ein geschäftiges Land der Industrie mit gelegentlichen Unterbrechungen. Die Überschwemmungen kamen zu ihrer erwarteten Zeit und zogen sich wie üblich zurück. Die weiten Felder, die vom Wasser genährt worden waren, wurden überall bestellt. Die Länder wurden gepflügt, die Samen gesät. Und die Kanäle und Wasserwege, die sich in alle Richtungen vom Fluss ausbreiteten, wurden je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen, um die Bewässerung zu kontrollieren. Die Menschen waren beschäftigt und daher tugendhaft. Und da der Himmel in Ägypten kaum jemals von Wolken und Stürmen bedeckt ist, blieb die Aussicht konstant schön mit Grün und Charme, Tag für Tag und Monat für Monat, bis das geerntete Getreide gelagert und das Land für die nächste Flut vorbereitet war. Menschen werden oft als tugendhaft angesehen, wenn sie aktiv arbeiten.
Dies basiert auf der Idee, dass schlechtes Verhalten in der Gesellschaft oft daher kommt, dass man nicht genug zu tun hat. In großen Gemeinschaften ist dieses Problem am häufigsten bei zwei Gruppen zu finden. Bei denen, die so reich sind, dass sie nicht arbeiten müssen, und bei denen, die so arm und benachteiligt sind, dass sie keine guten Arbeitsplätze bekommen können. Reichtum, der frei besessen und vom Besitzer kontrolliert werden kann, ermöglicht es ihnen, ihn nach Belieben zu verwalten. Während Reichtum manchmal dazu führen kann, dass sich Einzelpersonen schlecht verhalten, verdirbt er im Allgemeinen keine ganzen Gruppen von Menschen, da er sie nicht faul macht. Aber wenn die Institutionen eines Landes eine privilegierte Klasse schaffen, die sich auf ererbten Reichtum oder festgelegte Renten für ihr Einkommen verlassen und nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, werden sie unweigerlich inaktiv und müßig. Lasterhafte Freuden und Ausschweifungen sind das unvermeidliche Ergebnis für eine solche Klasse als Ganzes. Die einfachen Freuden des Menschen sind für Momente der Entspannung in einem beschäftigten Leben gedacht, wie es der Autor der Natur beabsichtigt hat. Diese Genüsse sind immer unzureichend, um jemanden zu befriedigen, der das Vergnügen zu seinem einzigen Lebenszweck macht. Ebenso, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die extrem benachteiligt sind und durch soziale Faktoren oder unkontrollierbare Umstände nicht durch reguläre Arbeit motiviert werden können, werden sie wahrscheinlich korrupt und unmoralisch. Deshalb wird der Begriff der Degradation oft in allen Sprachen mit Laster in Verbindung gebracht. Es gibt viele Ausnahmen von diesen allgemeinen Gesetzen. Viele aktive Menschen sind sehr böse und es gab häufig Fälle von höchster Tugend unter Adligen und Königen. Dennoch ist es als allgemeines Gesetz unbestreitbar wahr, dass Laster das Ergebnis von Müßiggang ist. Und die Bereiche, in denen Laster gefunden wird, sind an der Spitze und am Boden der Gesellschaft. Jene Regionen, in denen Müßiggang herrscht. Der beste Weg, das Laster zu bekämpfen, ist die Bereitstellung von Arbeit. Um eine tugendhafte Gesellschaft zu schaffen, ist es wichtig, dass jeder, unabhängig von seiner Position, etwas zur Beschäftigung hat. Diesen Prinzipien folgend wird deutlich, dass trotz der scheinbaren Dominanz von extremen und schrecklichen Vergehen in den Palästen der Ptolemäer und unter ihren Hofadligen die Situation in der Regierung anders war. Die Staatsminister, zuständig für den täglichen Betrieb der Regierung, führten ihre Aufgaben mit Weisheit und Hingabe aus. In allen normalen Ebenen der Gesellschaft gab es generell ein hohes Maß an harter Arbeit, Wohlstand und Glück. Dieser Wohlstand war weit verbreitet, nicht nur in ländlichen Gebieten wie dem Delta und entlang des Nils, sondern auch unter den Kaufleuten, Navigatoren und Handwerkern in Alexandria. Alexandria wurde schnell zu einer geschäftigen und wichtigen Stadt nach ihrer Gründung. Mehrere Faktoren trugen zu ihrem Aufstieg als einem bedeutenden Handelszentrum bei. Zuerst diente sie als Hauptort für den Export des überschüssigen Getreides und der landwirtschaftlichen Produkte, die reichlich im ägyptischen Tal produziert wurden. Dieses Produkt wurde mit Booten zum höchsten Punkt des Deltas transportiert, wo sich die Flussarme teilten. Danach wurde es den kanopischen Arm hinunter in die Stadt gebracht. Die Stadt selbst lag nicht direkt an diesem Arm, sondern auf einem schmalen Landstreifen in der Nähe des Meeres, eine kurze Distanz entfernt. Es war schwierig, den Kanal direkt zu befahren wegen der Sandbänke und Barrieren an seiner Mündung, verursacht durch den ständigen Kampf zwischen dem Fluss und dem Meer. Jedoch fanden Alexanders Ingenieure eine tiefe Stelle, wo die Stadt gebaut wurde. Sie errichteten dort den Hafen und gruben dann einen Kanal, um ihn mit dem Nil zu verbinden. Dies ermöglichte einen einfachen Zugang zwischen dem Fluss und dem Meer. Die Ernten aus dem Tal wurden den Fluss hinunter und durch den Kanal in die Stadt transportiert. In der Stadt wurden große Lagerhäuser und Kornspeicher gebaut, um die Ernten zu lagern, bis die Schiffe am Hafen ankamen, um sie zu transportieren. Die Schiffe kamen aus verschiedenen Orten wie Syrien, den Küsten Kleinasiens, Griechenland und Rom. Sie brachten landwirtschaftliche Produkte und hergestellte Waren aus ihren eigenen Ländern mit. Diese verkauften sie an die Kaufleute von Alexandria und kauften im Gegenzug die Produkte Ägyptens. Der Hafen von Alexandria war immer belebt und lebendig. Handelsschiffe kamen ständig an und fuhren ab oder blieben still im Wasser nahe der Küste.
Seeleute setzten Segel, hoben Anker oder ruderten ihre großen Boote durch das Wasser, während sie beim Rudern sangen. In der Stadt herrschte ständige Aktivität. Männer entluden die Kanalboote, die vom Fluss kamen. Träger bewegten Bündel von Waren oder Säcke mit Getreide von einem Lagerhaus zu einem Dock oder von einem Anleger zum nächsten. Gelegentlich paradierten die Königsgarden und Kriegsschiffe kamen an oder fuhren ab, um bewaffnete Männer zu bringen oder mitzunehmen. Diese Ereignisse unterbrachen manchmal oder, wie man sagen könnte, schmückten die Szene der produktiven Arbeit. Gelegentlich wurden friedliche Aktivitäten wegen einer Rebellion oder eines Bürgerkriegs zwischen rivalisierenden Brüdern oder aufgrund von konfliktreichen Ansprüchen zwischen Mutter und Sohn für kurze Zeit vollständig eingestellt. Diese Unterbrechungen, obwohl selten, dauerten nicht lange. Es lag im besten Interesse der königlichen Familie, Schäden an der Wirtschaft zu minimieren. Der Wohlstand der kommerziellen und landwirtschaftlichen Aktivitäten bestimmte die Einnahmen. Die Herrscher wussten das sehr gut. Auch wenn zwei rivalisierende Prinzen einander hassten und kämpften, um ihre Feinde zu zerstören, hatten sie einen starken Grund, das Eigentum und das Leben der friedlichen Menschen zu schonen. Diese Menschen waren in gewinnbringender Arbeit engagiert und ihre Bemühungen unterstützten das Anwesen, für das die Kämpfenden stritten. Die ägyptischen Herrscher, insbesondere Alexander und die früheren Ptolemäer, versuchten ihr Bestes, um Alexandria zu einer großartigen Handelsstadt zu machen. Sie bauten Paläste und Lagerhäuser. Eines der teuersten und berühmtesten Gebäude, das sie errichteten, war der früher erwähnte Leuchtturm. Dieser Leuchtturm war ein hoher Turm aus weißem Marmor. Er befand sich auf der Insel Pharos, gegenüber der Stadt, und in einiger Entfernung von ihr. Ein schmaler Streifen flachen Wassers und Sandbänke verband die Insel mit dem Festland. Ein Pier oder Damm wurde über das Flachwasser gebaut, das schließlich zu einem breiten und bevölkerten Landstreifen wurde. Der Hauptteil der antiken Stadt befand sich jedoch auf dem Festland. Die Form der Erde bedeutet, dass ein Leuchtturm an einer Küste hoch oben sein muss, damit seine Spitze von weit her sichtbar ist. Architekten wählen normalerweise einen Hügel, eine Klippe oder ein felsiges Gebiet nahe der Küste, um den Leuchtturm höher zu bauen. Es gab keine Möglichkeit, dies auf Pharos zu tun, da die Insel, wie das Festland, flach und niedrig war. Daher war der einzige Weg, die notwendige Höhe zu erreichen, der Bau einer hohen Struktur mit Marmorblöcken, die von weit her transportiert werden mussten. Der alexandrinische Leuchtturm wurde während der Herrschaft von Ptolemäus Philadelphus, dem zweiten Herrscher der Dynastie, erbaut. Bei seinem Bau wurde weder Mühe noch Kosten gescheut. Sein Ruhm war teilweise seiner markanten Lage am Eingang des größten Handelszentrums seiner Zeit geschuldet. Er stand dort wie ein leitendes Leuchtfeuer, zog die Aufmerksamkeit jedes Seefahrers an, dessen Schiff in Sicht kam, und bot Zusicherung und Orientierung. Das Licht an der Spitze des Turms wurde durch ein Feuer erzeugt, das aus Materialien bestand, die eine sehr helle Flamme produzierten. Dieses Feuer brannte tagsüber langsam und wurde wieder entzündet, wenn die Sonne unterging. Es wurde die ganze Nacht über kontinuierlich nachgefüllt. Natürlich war der Bau und die Erhaltung des Pharos von Alexandria eine beeindruckende Leistung. Man könnte sich fragen, wem das Verdienst für diese Errungenschaft zugeschrieben werden sollte: dem Architekten, der ihn entworfen und gebaut hat, oder dem Monarchen, der die notwendigen Ressourcen und Unterstützung bereitstellte. Der Name des Architekten war Sostratos, ein Grieche. Der Herrscher war der zweite Ptolemäus, auch bekannt als Ptolemäus Philadelphus. Ptolemäus befahl, dass eine Marmortafel nahe der Spitze des Turms angebracht werde, mit einer Inschrift, die seinen Namen prominent als den Erbauer zeigte. Sostratos entschied jedoch, stattdessen seinen eigenen Namen einzufügen. Er fertigte die Tafel an und platzierte sie, wo sie hingehörte. Er schrieb seinen Namen in griechischen Buchstaben darauf, um zu zeigen, dass er sie gemacht hatte. Dies tat er heimlich und bedeckte die Tafel mit einem falschen Material, das wie Stein aussah. Außen schnitzte er eine neue Inschrift mit dem Namen des Königs. Mit der Zeit verfiel der Kalk und die Inschrift des Königs verschwand. Jedoch wurde seine Inschrift, die so lange wie das Gebäude stand, sichtbar. Es wurde gesagt, dass der Pharos 400 Fuß hoch war. Er war weltweit für viele Jahrhunderte berühmt.
Leider ist er heute nur noch ein Haufen Ruinen, die keinen Zweck oder Sinn mehr haben. Zusätzlich zu diesem hohen Leuchtturm gab es einen weiteren wichtigen Ort im antiken Alexandria, der für sein Licht und Wissen bekannt war. Es war eine riesige Bibliothek und ein Museum, das von den Ptolemäern geschaffen und unterhalten wurde. Das Museum, das ursprünglich gegründet wurde, bezog sich nicht auf eine Sammlung interessanter Objekte, wie sein Name vermuten lassen könnte. Stattdessen war es ein Ort der Bildung, bestehend aus einer Gruppe von sachkundigen Personen, die ihre Zeit der Philosophie und Wissenschaft widmeten. Die Institution war gut finanziert und beeindruckende Gebäude wurden für ihre Aktivitäten errichtet. Der König, der sie begann, sammelte Bücher für die Mitglieder der Institution. Dies kostete viel Geld, denn jedes Buch, das zur Sammlung hinzugefügt wurde, musste mit viel Aufwand und Aufmerksamkeit von Hand auf speziellem Papier kopiert werden. Viele Schreiber arbeiteten ständig daran im Museum. Die Könige, die am meisten daran interessiert waren, diese Bibliothek zu erschaffen, nahmen die Bücher, die einzelnen Gelehrten gehörten, oder lagerten sie in verschiedenen Städten ihrer Königreiche. Sie ließen dann die Schreiber des Museums schöne Kopien dieser Bücher anfertigen, behielten die Originale für die große Bibliothek von Alexandria und gaben die Kopien an die Menschen oder Städte, die davon beraubt worden waren. Genau wie sie es mit Reisenden in Ägypten machten, liehen sie sich wertvolle Bücher aus und stellten Kopien her, die sie zurückgaben, während sie die Originale behielten. Mit der Zeit wuchs die Bibliothek auf 400.000 Bände an. Die Gebäude des Museums konnten keine weiteren Bücher mehr aufnehmen, aber es gab einen großartigen Tempel namens Serapion in einem anderen Teil der Stadt. Dieser Tempel, gewidmet dem Gott Serapis, war ein prächtiger Gebäudekomplex. Die Ursprünge und die Geschichte des Tempels waren faszinierend. Die Geschichte geht so: Einer der von den alten Ägyptern verehrten Götter hieß Serapis. Diese Gottheit wurde von den Ägyptern lange verehrt, bevor die Stadt Alexandria gegründet wurde oder die Ptolemäer herrschten. Zufällig gab es eine Statue mit demselben Namen in einer belebten Stadt namens Sinope. Diese Stadt lag an der Spitze einer Halbinsel, die sich von Kleinasien in das Schwarze Meer erstreckte. Sinope war wie das Alexandria des Nordens. Es war das Hauptzentrum des Handels in dieser Region. Der Serapis von Sinope wurde von Seeleuten als ihr Beschützer verehrt. Seeleute, die die Stadt besuchten, opferten und beteten zu Serapis, in dem Glauben, dass er die Macht habe, sie während Stürmen sicher zu halten. Sie verbreiteten seinen Namen und Geschichten über seine angenommenen Eingriffe überall, wo sie hinkamen. Infolgedessen wuchs der Ruf des Gottes und erreichte alle Küsten des Schwarzen Meeres und später auch entfernte Regionen und Königreiche. Der Serapis von Sinope wurde als schützende Gottheit der Seeleute überall angesehen. Dementsprechend, als der erste Herrscher der ptolemäischen Dynastie Pläne machte, Alexandria zu verschönern und zu erweitern, erhielt er eine göttliche Botschaft in einem Traum. Die Botschaft wies ihn an, die Statue des Serapis aus Sinope zu bringen und in einem Tempel aufzustellen, den er zu Ehren des Gottes bauen würde. Es war klar, dass dieses Projekt erhebliche Vorteile für die Stadt bringen würde. Erstens würde der Bau eines Tempels, der dem Gott Serapis gewidmet war, ihn besonders für die ländliche Bevölkerung hervorheben, die wahrscheinlich annehmen würde, dass der geehrte Gott ihr antiker Gott ist. Außerdem würde Alexandria zum Hauptreligionszentrum für die maritime und nautische Gemeinschaft werden, die traditionell den Gott von Sinope verehrten. Dies würde geschehen, wenn ihr verehrtes Idol transportiert und in einem neuen, großartigen Tempel, der speziell für ihn in Alexandria erbaut wurde, aufgestellt werden könnte. Alexandria könnte niemals der Haupthafen und die Hauptstation für Schiffe in der Welt werden, wenn es nicht das Heiligtum und den Schrein des Gottes der Seeleute hätte. Ptolemäus sandte daher eine Nachricht an den König von Sinope und bot an, das Idol zu kaufen. Die Botschaft war jedoch nicht erfolgreich. Der König weigerte sich, den Gott aufzugeben. Die Verhandlungen dauerten 2 Jahre, jedoch ohne Erfolg. Schließlich, aufgrund einer Hungersnot, die durch ungewöhnliche Wetterbedingungen an der Küste verursacht wurde, stimmten die Einwohner der Stadt zu, ihre Gottheit im Austausch für Getreide an die Ägypter abzugeben.
Ptolemäus lieferte das Getreide und nahm Besitz vom Idol. Er errichtete dann einen Tempel, der bei seiner Fertigstellung an Großartigkeit und Pracht fast alle anderen religiösen Gebäude der Welt übertraf. Dieser Tempel lagerte die zusätzlichen Bücher für die Bibliothek von Alexandria, als die Räume des Museums voll waren. Insgesamt gab es 400.000 Rollen oder Bände im Museum und 300.000 im Serapion. Das Museum war als die Hauptbibliothek bekannt, während das Serapion als ihr Nebengebäude galt. Ptolemäus Philadelphus war sehr daran interessiert, Bücher für seine Bibliothek zu sammeln. Er wollte alle Bücher der Welt zusammenbringen. Er stellte Gelehrte und Reisende ein, um herauszufinden, welche Bücher es in anderen Ländern gab. Als er von diesen Büchern erfuhr, tat er alles, um die Originalbücher oder die besten Kopien davon zu bekommen. Er sandte nach Athen und erhielt Kopien der Werke berühmter griechischer Historiker. Dann, wie in anderen Fällen, ließ er schöne Kopien anfertigen. Er schickte die Kopien zusammen mit viel Geld zurück nach Athen, um den Wertunterschied zwischen den Originalwerken und den Kopien in diesem Austausch auszugleichen. Während seiner Suche nach neuen Büchern für seine Bibliothek erfuhr Ptolemäus, dass die Juden heilige Schriften in ihrem Tempel in Jerusalem besaßen. Diese Schriften enthielten eine detaillierte und faszinierende Geschichte ihrer Nation aus alten Zeiten sowie andere Bücher der Prophezeiung und Poesie. Diese Bücher, die hebräischen Schriften des Alten Testaments, waren allen Nationen außer den Juden völlig unbekannt. Unter den Juden waren sie nur Priestern und Gelehrten bekannt. Diese Bücher galten als heilig und wurden in Jerusalem aufbewahrt. Die Juden hätten es für falsch gehalten, sie nicht-jüdischen Nationen zu zeigen. Die gebildeten Menschen aus anderen Ländern hätten sie nicht lesen können, weil die Juden sich von allen anderen fernhielten. So wurde ihre Sprache damals außerhalb von Judäa und Galiläa kaum gehört. Ptolemäus dachte, es wäre großartig, Kopien dieser heiligen Bücher in seiner Bibliothek zu haben. Diese Bücher waren die gesamte Literatur einer Nation, die in mancher Hinsicht die außergewöhnlichste Nation war, die je existiert hatte. Ptolemäus hatte die Idee, nicht nur eine Kopie dieser Schriften auf Hebräisch in seine Bibliothek aufzunehmen, sondern sie auch ins Griechische übersetzen zu lassen. Auf diese Weise könnten griechische und römische Gelehrte, die in seine Hauptstadt kamen, sie leicht lesen. Der erste Schritt, um einen dieser Pläne umzusetzen, war, die Erlaubnis der jüdischen Autoritäten zu erhalten. Sie mochten vielleicht keine Kopien ihrer heiligen Schriften abgeben. Es gab eine Situation, die Ptolemäus denken ließ, dass die Juden zu jener Zeit einem ägyptischen König keine solche Bitte erfüllen wollten. Dies lag daran, dass die Ägypter in vorherigen Herrschaften viele Gefangene in Kriegen gemacht hatten. Diese Gefangenen wurden nach Ägypten gebracht und als Sklaven an die dort lebenden Menschen verkauft. Sie wurden als Arbeiter in den Feldern oder an großen Wasserpumpen eingesetzt. Die Herren dieser unglücklichen Sklaven glaubten, wie andere Sklavenbesitzer auch, dass sie ihre Sklaven als Eigentum besaßen. In gewisser Weise war dies teilweise wahr, da sie nach dem Krieg von der Regierung gekauft hatten. Obwohl dies ihnen kein legitimes Recht gab, die Sklaven als Individuen zu besitzen, könnte argumentiert werden, dass es einen gültigen Anspruch gegen die Regierung im Falle einer zukünftigen Emanzipation schuf. Ptolemäus oder sein Minister, es ist nicht bekannt, wer verantwortlich war, entschieden, diese Sklaven freizulassen und in ihr Heimatland zurückzuschicken. Dies wurde in einem Versuch unternommen, die Juden zu besänftigen und sie offener für die Bitte zu machen, die er im Begriff war zu stellen, um eine Kopie ihrer heiligen Texte zu erhalten. Er zahlte jedoch großzügig ein hohes Lösegeld an jene, die die Gefangenen hielten. Laut alten Historikern, die ihre Geschichten immer mit Übertreibungen ausschmücken, betrug die Anzahl der bei dieser Gelegenheit freigelassenen Sklaven 120.000. Und die an die Besitzer gezahlte Entschädigung betrug 600 Talente, was $600.000 entspricht. Und dennoch war dies nur eine anfängliche Ausgabe, um sich auf die Anschaffung einer neuen Serie von Büchern vorzubereiten und die umfangreiche Sammlung zu erweitern. Nachdem die Gefangenen freigelassen und zurückgeschickt wurden, sandte Ptolemäus eine großartige Botschaft nach Jerusalem, begleitet von respektvollen Briefen an den Hohenpriester und extravaganten Geschenken.
Die Botschafter wurden mit größtem Respekt begrüßt. Ptolemäus bat darum, Kopien der heiligen Bücher für seine Bibliothek zu erhalten, und die Priester stimmten freudig zu. Sie fertigten Kopien aller heiligen Schriften an, die wunderschön gemacht und mit goldenen Buchstaben verziert waren. Die jüdische Regierung wählte auch auf Ptolemäus' Anfrage eine Gruppe von hebräischen Gelehrten aus, 6 aus jedem Stamm, die sowohl in Griechisch als auch in Hebräisch bewandert waren. Ihre Aufgabe war es, nach Alexandria zu gehen, speziell ins Museum, und eine genaue Übersetzung der hebräischen Bücher ins Griechische zu erstellen. Da es 12 Stämme gab und 6 Übersetzer aus jedem gewählt wurden, waren insgesamt 72 Übersetzer beteiligt. Diese Übersetzung wurde als Septuaginta bekannt, abgeleitet vom lateinischen Begriff Septuaginta Duo, was 72 bedeutet. Obwohl Menschen außerhalb von Judäa diese hebräischen Schriften nicht als Bücher göttlicher Autorität ansahen, waren sie dennoch hoch interessiert an ihnen als faszinierende Werke der Geschichte. Griechische und römische Gelehrte, die Alexandria besuchten, um im Museum zu studieren, waren besonders fasziniert. Kopien der Septuaginta-Übersetzung wurden hergestellt und in andere Länder verbreitet. Mit der Zeit wurden immer mehr Kopien angefertigt, was zu einer weiten Verbreitung des Werks unter Gelehrten weltweit führte. Als das Christentum sich im Römischen Reich ausbreitete, waren die Priester und Mönche sehr an dieser frühen Übersetzung eines so wichtigen Teils der Heiligen Schriften interessiert, sogar mehr als die antiken Gelehrten. Sie fertigten neue Kopien für Abteien, Klöster und Hochschulen an. Als der Buchdruck erfunden wurde, war dieses Werk eines der ersten, das gedruckt wurde, und zeigte die erstaunliche Kraft der Typographie. Das ursprüngliche Manuskript, das von den Schreibern der 72 erstellt wurde, und alle frühen Kopien, die davon gemacht wurden, sind vor langer Zeit verloren gegangen oder zerstört worden. Stattdessen haben wir heute Hunderttausende gedruckter Bücher, die Kopien davon enthalten. Diese Bücher befinden sich in verschiedenen Bibliotheken, sowohl öffentlichen als auch privaten, in der gesamten christlichen Welt. Selbst jetzt, nach mehr als 2 Jahrtausenden, kann man eine Kopie der Septuaginta Ptolemäus in jeder großen Buchhandlung eines zivilisierten Landes finden. Ursprünglich wurde sie durch eine nationale Botschaft und Ausgaben von über $1.000.000 erworben, nach Berichten. Heutzutage kann man sie jedoch leicht für das Äquivalent von 2 Tageslöhnen eines durchschnittlichen Arbeiters erwerben. Zusätzlich zum Bau des Pharos, des Museums und des Tempels von Serapis führten die frühen Ptolemäer viele andere Projekte mit demselben Ziel durch. Diese Projekte zielten darauf ab, verschiedene Anziehungspunkte wie Handel, Literatur und Religion in Alexandria zu vereinen. Das Ziel war es, die Stadt zu einem herausragenden Interessenzentrum und einem beliebten Ziel für Menschen aus aller Welt zu machen. Sie sammelten viel Geld, indem sie alle im Niltal angebauten Feldfrüchte stark besteuerten. Die jährlichen Überschwemmungen, die große Fruchtbarkeit brachten, lieferten Mittel für die königlichen Schatzkammern. Daher finanzierten die Regenfälle in Abessinien, der Quelle des Nils, den Bau des Leuchtturms am Pharos und unterstützten die Einrichtung der Bibliothek in Alexandria. Die den Ägyptern auferlegten Steuern, um Mittel für die Ptolemäer bereitzustellen, waren so hoch, dass die Mehrheit der landwirtschaftlichen Bevölkerung kaum genug zum Überleben hatte. Während wir die Grandiosität und Pracht der Stadt bewundern, müssen wir auch die weit verbreitete Armut und Not erkennen, mit der die Mehrheit der Menschen konfrontiert war. Sie lebten in kleinen Dörfern mit schlechten Häusern entlang der Flussufer, damit die Hauptstadt schöne Tempel und Paläste haben konnte. Sie verbrachten ihr Leben in Dunkelheit und Mangel an Wissen, damit 700.000 wertvolle Manuskripte im Museum für ausländische Philosophen und Gelehrte gesammelt werden konnten. Die Politik der Ptolemäer war wahrscheinlich insgesamt die beste für den Fortschritt und das Wohlergehen der Menschheit zu ihrer Zeit. Allerdings sollten wir die Opfer, die sie zur Erreichung dieser Ergebnisse gebracht haben, nicht übersehen. Heutzutage können wir noch größere Ergebnisse erzielen, ohne das gleiche Maß an Opfern zu erbringen. Stellen Sie sich vor, die Menschen in den Vereinigten Staaten würden auf die Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten verzichten, die sie als Individuen genießen.
Das Szenario ändert sich. Stellen Sie sich vor, Landwirte, die in ihren gemütlichen Häusern im ganzen Land leben, beschließen, ihre Häuser, Möbel, Teppiche, Bücher und die Privilegien ihrer Kinder aufzugeben. Nehmen wir an, sie behalten nur so viel von ihrer jährlichen Arbeit, dass sie sich und ihre Familien gerade noch erhalten können und in einem einfachen, kargen Unterschlupf leben. Wenn sie dann all ihre verbleibenden Einkünfte an einen herrschenden Souverän an der Atlantikküste schicken würden, könnte dieser Herrscher die Mittel verwenden, um eine prächtige Hauptstadt zu bauen. Eine solche Stadt könnte das antike Alexandria der Ptolemäer an Großartigkeit und Ruhm übertreffen. Das Land würde denselben Preis für seine Hauptstadt zahlen, wie die alten Ägypter für ihre bezahlt haben. Die Ptolemäer verwendeten die von ihnen gesammelten Steuereinnahmen auf eine großzügige und aufgeklärte Weise, um ihre Ziele zu erreichen. Sie hatten großartige Ideen wie den Bau des Pharos, die Versetzung der Statue des Serapis und die Finanzierung des Museums und der Bibliothek. Diese Ideen wurden mit größter Sorgfalt und Perfektion umgesetzt. Alle anderen Maßnahmen, die sie planten und durchführten, um die Stadt zu erweitern und zu verbessern, wurden mit derselben wissenschaftlichen und aufgeklärten Denkweise durchgeführt. Sie schufen neue Straßen, bauten prächtige Paläste, errichteten Docks, Piers und Wellenbrecher und bewaffneten und besetzten Festungen und Türme. Sie unternahmen auch jede Anstrengung, um eine große Anzahl von Menschen aus den fortschrittlichsten Zivilisationen jener Zeit anzuziehen. Die Stadt bot große Anreize für Kaufleute, Mechaniker und Handwerker, dort zu leben. Menschen aus aller Welt, einschließlich Dichter, Maler, Bildhauer und Gelehrte, wurden willkommen geheißen und mit allem versorgt, was sie für ihre Arbeit benötigten. Diese Pläne waren sehr erfolgreich. Alexandria wurde schnell hoch angesehen und wichtig. Als Kleopatra, die dazu bestimmt war, über diese prächtige Stadt zu herrschen, auf den Plan trat, gab es nur eine Stadt, die mit der Größe Alexandrias konkurrieren konnte: Rom. Kapitel 4: Kleopatras frühes Leben. Als Kleopatra ins Bild kam, war Rom die einzige Stadt, die mit Alexandria in Bezug auf Bedeutung und Anziehungskraft als Hauptstadt vergleichbar war. Rom hatte einen Vorteil gegenüber der ägyptischen Stadt. Seine militärische Macht war viel größer und hatte Einfluss auf viele Nationen. Alexandria regierte über Ägypten und einige nahegelegene Küsten und Inseln. Während der 3 Jahrhunderte, in denen Alexandria an Macht und Ansehen gewann, hatte sich das Römische Reich jedoch fast über die gesamte zivilisierte Welt ausgedehnt. Ägypten war bis dahin zu weit entfernt gewesen, um direkt erreicht zu werden. Die Ereignisse in Ägypten selbst wurden jedoch schließlich mit den Aktionen des Römischen Reiches verflochten, insbesondere um die Zeit, als Kleopatra geboren wurde. Dies hatte einen bedeutenden und einzigartigen Einfluss auf ihr Leben, und das Verständnis dieser Ereignisse ist entscheidend, um die Umstände, in denen sie ihre Reise begann, vollständig zu erfassen. Die Expansion des Römischen Reiches nach Ägypten und die daraus resultierenden Interaktionen zwischen römischen Generälen und dem ägyptischen Herrscher trugen erheblich zum Ruhm dieser besonderen Königin Bi. Ihre Geschichte sticht hervor und fesselt mehr als die der anderen 9 Kleopatras, die in derselben königlichen Linie herrschten. Ptolemaios Auletes, Kleopatras Vater, war für seinen zügellosen und korrupten Lebensstil bekannt. Er frönte dem Laster und der Ausschweifung. Das einzige Talent, das er zu haben schien, war das Flötenspiel, auf das er stolz war. Er organisierte musikalische Wettbewerbe in Alexandria, bei denen Musiker um Preise und Anerkennung spielten. Er nahm auch selbst als Wettkämpfer an diesen Wettbewerben teil. Die Menschen in Alexandria und die Welt im Allgemeinen glaubten, dass Aktivitäten wie diese die Aufmerksamkeit einer Person, die aus einer so berühmten Herrscherfamilie stammte, nicht wert waren. Sie mochten den König wegen seines schlechten Verhaltens und seiner Verbrechen nicht, aber sie verachteten auch seinen geringen Ehrgeiz. Es gab eine Frage, ob er das Recht hatte, König zu sein, denn seine Geburt mütterlicherseits war nicht legitim und von niedrigem Stand. Anstatt seine Macht mit einer starken und erfolgreichen Regierung zu bestätigen und zu sichern, ignorierte er die öffentlichen Angelegenheiten vollständig.
Um sich vor einem Sturz zu schützen, kam er auf den Plan, in Rom als einer der Verbündeten des römischen Volkes anerkannt zu werden. Sobald dies geschah, glaubte er, dass die römische Regierung sich verpflichtet fühlen würde, ihn zu unterstützen und ihn auf dem Thron zu halten, sollte Gefahr drohen. Die römische Regierung war eine Art Republik, und zu dieser Zeit waren die zwei mächtigsten Männer im Staat Pompeius und Caesar. Caesar gewann an Macht in Rom, als Ptolemäus eine Allianz anforderte. Unterdessen war Pompeius nicht in Rom, da er gegen Mithradates, einen starken Herrscher, der sich der römischen Macht in Kleinasien widersetzte, Krieg führte. Caesar war hochverschuldet und verzweifelt auf Geld angewiesen. Er benötigte das Geld nicht nur, um seine aktuellen finanziellen Probleme zu bewältigen, sondern auch, um bestimmte wichtige politische Pläne zu finanzieren. Nach vielen Diskussionen und Verzögerungen wurde vereinbart, dass Caesar seinen Einfluss nutzen würde, um sich mit dem römischen Volk und Ptolemäus zu verbünden. Als Gegenleistung sollte Ptolemäus Caesar den Betrag von 6.000 Talenten zahlen, was ungefähr 6 Millionen Dollar entspricht. Ein Teil des Geldes, so sagte Caesar, sei für Pompeius. Ptolemäus erhielt den Titel eines Verbündeten und stimmte zu, das von ihm versprochene Geld durch Erhöhung der Steuern in seinem Königreich aufzubringen. Diese Maßnahmen, die er ergriff, um seinen Thron zu sichern, führten jedoch zu seinem Untergang. Der Zorn und die Unzufriedenheit seines Volkes, die zuvor weit verbreitet und intensiv gewesen waren, obwohl sie verborgen und kontrolliert wurden, brachen nun in offene Gewalt aus. Es war unerträglich, diese neuen unterdrückenden Maßnahmen zusätzlich zu all den anderen Schwierigkeiten, die sie bereits ertragen hatten, aufgezwungen zu bekommen, insbesondere angesichts der Gründe dafür. Es war bereits schwer zu ertragen, dass ihr Land an das römische Volk verkauft wurde. Aber zur Zahlung für die Übertragung gezwungen zu werden, war völlig unerträglich. Alexandria revoltierte. Ptolemäus wagte es nicht, in irgendeiner Situation entschlossen zu handeln oder ruhig zu bleiben. Sein erster Instinkt war, aus Alexandria zu fliehen, um sein Leben zu retten. Sein zweiter war, nach Rom zu gehen und das römische Volk um Hilfe zu bitten. Ptolemäus hatte 5 Kinder, als er floh. Die älteste war Prinzessin Berenike, die bereits erwachsen war. Das zweite Kind ist Kleopatra, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Kleopatra war zu dieser Zeit etwa 11 Jahre alt. Es gab auch 2 junge Söhne. Einer davon hieß Ptolemäus. Als die Alexandriner von Ptolemäus' Flucht erfuhren, entschieden sie, Berenike in seiner Abwesenheit zur neuen Herrscherin zu machen. Sie glaubten, dass die Söhne zu jung waren, um während dieser kritischen Situation die Kontrolle zu übernehmen, da es sehr wahrscheinlich war, dass Auletes, der Vater, versuchen würde, sein Königreich zurückzugewinnen. Berenike nahm die ihr verliehene Ehre und Autorität bereitwillig an. Sie ließ sich im Palast ihres Vaters nieder und begann ihre Herrschaft mit Pracht und Reichtum. Mit der Zeit glaubte sie, dass eine Heirat mit einem Prinzen aus einem benachbarten Königreich ihre Position stärken würde. Sie sandte zunächst Botschafter aus, um einem Prinzen namens Antiochos aus Syrien einen Heiratsantrag zu machen. Die Botschafter kehrten zurück und informierten sie, dass Antiochos verstorben war, aber er hatte einen Bruder namens Seleukos, der sein Nachfolger wurde. Berenike schickte sie zurück, um ihm dieselben Angebote zu machen. Er akzeptierte die Vorschläge, kam nach Ägypten und er und Berenike heirateten. Nachdem sie einige Zeit mit ihm verbracht hatte, erkannte Berenike, dass sie ihn nicht als Ehemann mochte, also ließ sie ihn erwürgen. Schließlich gelang es Berenike nach vielen anderen Intrigen und geheimen Planungen, eine zweite Ehe auszuhandeln und heiratete einen Prinzen oder jemanden, der behauptete, ein Prinz aus einem Land in Kleinasien namens Archelaus zu sein. Sie war glücklicher mit ihrem zweiten Ehemann im Vergleich zum ersten und begann sich endlich stabiler und sicherer auf ihrem Thron zu fühlen. Sie glaubte nun bereit zu sein, erfolgreich ihrem Vater entgegenzutreten, falls er versuchen sollte, zurückzukommen. Es war während turbulenter Zeiten, umgeben von den Einflüssen, die in den Haushalten ihres Vaters und ihrer Schwester üblich waren, dass Kleopatra ihre prägenden Jahre verbrachte. Trotz der Konfrontation mit verschiedenen unmoralischen und grausamen Handlungen wuchs sie zu einem lebhaften und schönen Kind in den königlichen Palästen heran,
wenn auch etwas vernachlässigt und verwöhnt. Unterdessen setzte Auletes, der Vater, seine Reise nach Rom fort. Sein Ruf und seine Geschichte waren weitgehend unter den benachbarten Nationen bekannt, und er war allgemein unbeliebt. Dies lag an seinem vergangenen Leben voller schändlicher Unmoral und seiner aktuellen Flucht vor den Problemen, die durch seine Laster und Verbrechen verursacht wurden. Während seiner Reise machte er einen Zwischenstopp auf Rhodos. Zu dieser Zeit war auch Cato, ein berühmter römischer Philosoph und General, dort. Cato war bekannt für seine starke und unerschütterliche Tugend und hatte zu dieser Zeit großen Einfluss in öffentlichen Angelegenheiten. Ptolemäus sandte einen Boten, um Cato über seine Ankunft zu informieren, in der Annahme, dass der römische General schnell kommen würde, um ihm, einem König Ägyptens, seine Aufwartung zu machen, obwohl er derzeit einige Schwierigkeiten hatte. Cato ließ dem Boten ausrichten, dass er nicht dachte, dass er irgendwelche spezifischen Geschäfte mit Ptolemäus hatte. Aber wenn Ptolemäus Geschäfte mit ihm hätte, könnte er kommen und Cato sehen, wenn er wollte. Ptolemäus musste seine Wut kontrollieren und dem zustimmen. Er wollte Cato sehen, weil es wichtig für seine Pläne war. Er wollte Catos Unterstützung und Hilfe bekommen. Also machte sich Ptolemäus bereit, Cato zu besuchen, anstatt dass Cato zu ihm kam. Er plante, so königlich und beeindruckend wie möglich zu gehen. Er erschien am nächsten Tag an Catos Ort, schick gekleidet und mit vielen Leuten beeisig. Cato hingegen war sehr schlicht gekleidet und auch sein Raum war einfach. Als der König eintrat, stand Cato nicht einmal auf. Er wies nur auf einen Stuhl und sagte dem Besucher, er solle sich setzen. Ptolemäus begann, seinen Fall vorzutragen, in der Hoffnung, Catos Unterstützung zu gewinnen, um das römische Volk zu überzeugen, ihm zu helfen. Jedoch zeigte Cato keine Neigung, Ptolemäus zu unterstützen. Stattdessen kritisierte er Ptolemäus dafür, sein Königreich verlassen zu haben und ein Opfer der gierigen römischen Führer zu werden. Cato wies darauf hin, dass in Rom nichts ohne Bestechungen erreicht werden konnte und selbst alle Ressourcen Ägyptens nicht ausreichen würden, um die unersättliche Geldgier der Römer zu befriedigen. Er schlug vor, dass er nach Alexandria zurückkehren und sich auf seine Entschlossenheit und Initiative verlassen sollte, um die Herausforderungen zu überwinden, denen er gegenüberstand. Ptolemäus war von dieser Ablehnung peinlich berührt, doch nach einer Diskussion mit seinen Begleitern und Anhängern kamen sie zu dem Schluss, dass es nun zu spät sei, umzukehren. Daher kehrte die gesamte Gruppe zu ihren Schiffen zurück und setzte ihre Reise nach Rom fort. Als Ptolemäus in der Stadt ankam, stellte er fest, dass Caesar nicht da war, weil er sich in Gallien befand. Andererseits war Pompeius, der triumphierend von seinen Feldzügen gegen Mithradates zurückgekehrt war, nun ein mächtiger und einflussreicher Führer im Kapitol. Diese Veränderung der Situation war nicht unbedingt schlecht, denn Ptolemäus hatte ein gutes Verhältnis zu Pompeius, ebenso wie zu Caesar. Er hatte ihm in seinen Kriegen gegen Mithradates geholfen, indem er ihm eine Gruppe von Reitersoldaten sandte, als Teil seiner Strategie, gute Beziehungen zum römischen Volk aufzubauen, so gut er konnte. Zusätzlich erhielt Pompeius einen Teil des Geldes, das Ptolemäus an Caesar für das römische Bündnis gezahlt hatte. Er würde mehr erhalten, falls Ptolemäus wieder eingesetzt würde. Pompeius wollte dem geflohenen König helfen. Er hieß ihn in seinem Palast willkommen, behandelte ihn gut und unternahm Schritte, um seinen Fall vor den römischen Senat zu bringen. Er forderte den Senat auf, schnell und entschieden zu handeln, um den König wieder einzusetzen, da sie verpflichtet waren, ihn vor seinen rebellischen Untertanen zu schützen. Anfangs gab es im römischen Senat einige Opposition gegen die Unterstützung eines solchen Mannes, aber sie wurde schnell unterdrückt. Dies war auf Pompeius' Einfluss und Ptolemäus' Versprechen und Bestechungen zurückzuführen. Der Senat beschloss, den König auf den Thron zurückzusetzen und begann mit den Vorbereitungen zur Umsetzung des Plans. Die römischen Provinzen, die Ägypten am nächsten lagen, waren Kilikien und Syrien, die an der östlichen und nordöstlichen Küste des Mittelmeers, nördlich von Judäa, liegen. Die in diesen Provinzen stationierten Truppen wären am geeignetsten, um die notwendigen Truppen für das Unternehmen zu stellen.
Die Provinz Kilikien stand unter dem Kommando des Konsuls Lentulus. Lentulus war zu dieser Zeit aus einem vorübergehenden Grund in Rom, ließ seine Provinz und die dort stationierten Truppen unter dem Kommando eines Generallieutenants namens Gabinius. Es wurde entschieden, dass Lentulus zusammen mit seinen syrischen Streitkräften für die Wiederherstellung von Ptolemäus auf den Thron verantwortlich sein würde. Bevor diese Pläne jedoch finalisiert werden konnten, trat ein Vorfall ein, der eine ernsthafte Bedrohung für ihren Erfolg darstellte. Es scheint, dass als Kleopatras Vater Ägypten zunächst verließ, er das Gerücht verbreitete, er sei während des Aufstands getötet worden. Der Zweck dieses Plans war es, seine Flucht zu verbergen und zu tarnen. Die Regierung von Berenike fand schnell heraus, was passiert war, und dass der Flüchtige sich nach Rom abgesetzt hatte. Sie schlossen schnell daraus, dass er das römische Volk um Hilfe bitten würde und entschieden, dass das römische Volk zuerst ihre Seite der Geschichte hören sollte, bevor es zu seinen Gunsten entschied. Sie bereiteten umgehend vor, eine große Botschaft nach Rom zu senden. Die Delegation bestand aus über 100 Personen. Der Zweck von Berenike, eine so große Zahl zu senden, bestand nicht nur darin, den Respekt vor dem römischen Volk und die Wichtigkeit der Angelegenheit zu zeigen, sondern auch darin, Ptolemäus daran zu hindern, die Botschaft zu stoppen oder ihre Mitglieder zu bestechen. Die Zahl, obwohl sie groß war, reichte nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Die gesamte römische Welt befand sich zu dieser Zeit in einem Zustand der Unordnung und Gewalt, unter der Kontrolle von verzweifelten und rücksichtslosen Militärführern, die reichlich Gelegenheit für die Begehung jeglicher vorstellbarer Verbrechen boten. Ptolemäus plante mit der Hilfe seiner starken Unterstützer, die tief in seinen Erfolg investiert waren, viele Mitglieder dieser Gruppe zu überfallen und zu eliminieren, bevor sie in Rom ankamen. Einige wurden getötet, einige wurden vergiftet, einige wurden durch Bestechungen manipuliert und beeinflusst. Einige Überlebende schafften es nach Rom, waren jedoch zu verängstigt von den Gefahren, die sie umgaben, um irgendeine öffentliche Aktion bezüglich der Aufgabe, die ihnen anvertraut worden war, zu unternehmen. Ptolemäus begann mit sich selbst zufrieden zu sein, weil er erfolgreich seine Tochter überlistet hatte in ihren Versuchen, sich gegen seine Pläne zu verteidigen. Stattdessen wurde klar, dass dieser schreckliche Verrat den gegenteiligen Effekt hatte, als die Täter beabsichtigt hatten. Als mehr Menschen in Rom von den Fakten erfuhren, wurden sie zunehmend empört. Die Gruppe, die anfangs Ptolemäus' Sache entgegengestanden hatte, nutzte dies als Gelegenheit, ihren Widerstand zu stärken. Sie erlangten bedeutende Unterstützung durch die weit verbreitete Wut, die durch Ptolemäus' Verbrechen verursacht wurde, was es für Pompeius äußerst schwierig machte, seine Position zu halten. Die oppositionelle Partei entdeckte schließlich oder behauptete, einen Abschnitt in den sibyllinischen Orakeln zu finden, die heilige Bücher waren, die von den Priestern aufbewahrt wurden. Diese Bücher wurden geglaubt, Prophezeiungen darüber zu enthalten, wie öffentliche Angelegenheiten geführt werden sollten. Und der Abschnitt sagte: Wenn ein König von Ägypten euch um Hilfe bittet, seid freundlich, aber gebt ihm keine Truppen. Wenn ihr das tut, werdet ihr in großer Gefahr sein. Dies schuf ein Problem für Ptolemäus' Freunde. Anfangs versuchten sie, diesem strengen Befehl zu entgehen, indem sie behaupteten, der Abschnitt existiere nicht. Sie argumentierten, dass alles von ihren Feinden erfunden worden sei. Jedoch wurde dieses Argument abgelehnt, und dann versuchten sie, den Abschnitt anders als in seiner offensichtlichen Bedeutung zu interpretieren. Schließlich argumentierten sie, dass sie, obwohl sie keine Truppen direkt an Ptolemäus liefern durften, nichts sie davon abhielt, ihre Streitkräfte nach Ägypten zu senden. Sie glaubten, dass sie dadurch die Rebellion unterdrücken und die Regierung von Berenike stürzen könnten. Danach könnten sie Ptolemäus einladen, friedlich in sein Königreich zurückzukehren und seine Krone zurückzufordern. Sie bestanden darauf, dass dies nicht als Bereitstellung von Truppen angesehen würde und daher nicht als Ungehorsam gegenüber dem Orakel gelten würde. Diese Versuche, den Rat des Orakels nicht zu befolgen, verstärkten nur die Argumente und Meinungsverschiedenheiten zwischen Ptolemäus' Freunden und seinen Feinden noch mehr als zuvor. Pompeius tat alles, was er konnte, um Ptolemäus zu unterstützen,
Aber Lentulus kam nach einer langen Zeit der Unsicherheit und Verzögerung zu dem Schluss, dass es nicht klug wäre, sich darin zu verwickeln. Schließlich entschied sich Gabinius, der Leutnant, der für Syrien zuständig war, die Aufgabe zu übernehmen. Er wurde von bestimmten Versprechungen von Ptolemäus überzeugt, die erfüllt würden, wenn er Erfolg hätte, und mit einiger informeller Ermutigung von Pompeius bezüglich der Verwendung römischer Truppen unter seinem Kommando. Gabinius beschloss dann, nach Ägypten zu marschieren. Sein Weg würde natürlich entlang der Küsten des Mittelmeers verlaufen und durch die Wüste nach Pelusium führen, das zuvor als Grenzstadt auf dieser Seite Ägyptens erwähnt wurde. Von Pelusium aus würde er durch das Herz des Deltas nach Alexandria marschieren. Wenn die Invasion erfolgreich ist, plant er, die Regierung von Berenike und Archelaus zu stürzen. Dann wird er Ptolemäus einladen, zurückzukehren und ihn auf den Thron wieder einzusetzen. Gabinius verließ sich stark auf die Unterstützung eines bemerkenswerten Mannes, der sein zweiter Kommandant war. Dieser Mann wird eine bedeutende Rolle in der zukünftigen Geschichte von Kleopatra spielen. Sein Name war Mark Anton. Anton wurde in Rom in eine sehr angesehene Familie geboren, jedoch starb sein Vater, als er noch sehr jung war. Er verprasste das Erbe seines Vaters durch rücksichtsloses und schädliches Verhalten. Auf diesem zerstörerischen Weg häufte er schnell massive Schulden an und fand sich in unüberwindbaren Problemen wieder. Seine Gläubiger belästigten ihn ständig wegen Geld und unternahmen rechtliche Schritte, um ihn zur Zahlung zu zwingen, obwohl er es sich nicht leisten konnte. Er wurde auch ständig von vielen Feinden verfolgt, die er in der Stadt aufgrund seines gewalttätigen Verhaltens und kriminellen Aktivitäten gemacht hatte. Schließlich floh er und ging nach Griechenland. Auf seiner Reise nach Syrien begegnete Gabinius Antonius und bot ihm eine Position in seiner Armee an. Antonius, stolz und ehrgeizig, lehnte das Angebot ab, es sei denn, er erhielt ein Kommando. Gabinius erkannte Antonius' kühne und energische Natur und stimmte seinen Bedingungen zu, da er die Qualitäten sah, die zu dieser Zeit BI einem erfolgreichen Soldaten geschätzt wurden. Er ernannte ihn zum Anführer seiner Reitersoldaten. Antonius zeigte seine Exzellenz in den nachfolgenden militärischen Kampagnen in Syrien und war nun sehr begierig darauf, an diesem ägyptischen Unternehmen teilzunehmen. Tatsächlich war es hauptsächlich seine Leidenschaft und Begeisterung für diese Aufgabe, die Gabinius überzeugte, Ptolemäus Vorschlägen zuzustimmen. Die Herausforderung und das Hindernis, das sie als das besorgniserregendste Element der gesamten Expedition ansahen, war die Überquerung der Wüste, um Pelusium zu erreichen. Tatsächlich hatte Ägypten immer auf seine Abgeschiedenheit als primäre Verteidigung gesetzt. Die sandige und leere Wüste, ohne Wasser, war sehr schwierig und gefährlich zu durchqueren, selbst für eine friedliche Gruppe von Reisenden. Für eine Armee wäre es noch gefährlicher, da sie unterwegs Angriffen von Feinden ausgesetzt wären und starker Opposition gegenüberstehen würden, wenn sie das bewohnte Land erreichten, erschöpft von den Strapazen der Reise. Oftmals versuchten in der antiken Geschichte große Armeen, durch die Wüsten rund um Ägypten zu marschieren, aber sie wurden häufig durch Hunger, Durst oder Sandstürme zerstört. Diese Herausforderungen und Risiken schreckten Mark Anton jedoch überhaupt nicht ab. Die Aussicht, sie zu überwinden und Ruhm zu erlangen, war einer der Hauptgründe, warum er sich entschied, dieses Unterfangen zu wagen. Die Gefahren der Wüste waren eines der Elemente, die die Expedition reizvoll machten. Er führte seine Kavallerie vor Gabinius, um Pelusium zu erobern und einen Weg für den Rest der Armee zu schaffen, um Ägypten zu betreten. Ptolemäus ging mit Antonius. Gabinius sollte folgen. Trotz seiner Mängel, gelinde gesagt, hatte Mark Anton einige bewundernswerte Eigenschaften. Er war leidenschaftlich, blieb dabei jedoch ruhig, gefasst und weise. Er zeigte konsequent echte und noble Großzügigkeit in seinen Handlungen und seiner Persönlichkeit, was ihn bei seinen Kameraden beliebt machte. Zu dieser Zeit war er etwa 28 Jahre alt. Er war groß und hatte ein männliches Aussehen. Sein Gesicht wirkte intelligent und ausdrucksstark, mit einer hohen Stirn, einer Adlernase und lebhaften Augen. Er kleidete sich sehr einfach und lässig und verhielt sich sehr freundlich und entspannt im Umgang mit seinen Soldaten.
Er würde sich ihnen bei ihren Sportarten anschließen, mit ihnen scherzen und ihre Witze gutherzig erwidern. Er aß auch mit ihnen an ihren einfachen Tischen im Freien. Diese Gewohnheiten der Interaktion mit seinen Männern wären schädlich für seine Autorität gewesen, wenn er ein gewöhnlicher Kommandant gewesen wäre. Jedoch dienten im Fall von Mark Anton diese offenen und vertrauten Umgangsformen nur dazu, sein militärisches Genie und seine intellektuellen Fähigkeiten stärker hervorzuheben und mehr Bewunderung zu erlangen. Anton führte seine Gruppe von Reitern schnell und sicher durch die Wüste und erreichte Pelusium. Die Stadt war unvorbereitet auf den Kampf und kapitulierte sofort. Die gesamte Garnison wurde zu seinen Gefangenen. Ptolemäus wollte, dass sie alle sofort getötet werden, da er sie als Rebellen ansah, die den Tod verdienten. Doch Anton, seiner Natur treu, lehnte solche Grausamkeiten strikt ab. Ptolemäus musste warten, bevor er Rache nehmen konnte, da er noch nicht die Macht dazu hatte. Aber er war zuversichtlich, dass der Tag seines Sieges über seine Tochter und ihre Unterstützer bald kommen würde. Berenike und ihre Regierung hatten Angst, als sie erfuhren, dass Anton und Ptolemäus bei Pelusium angekommen waren, die Stadt gefallen war und Gabinius mit einer riesigen Armee römischer Soldaten unterwegs war. Archelaus, Berenikes Ehemann, war früher mit Anton befreundet gewesen. Anton betrachtete sie immer noch als Freunde, obwohl sie gegeneinander um das Königreich kämpfen mussten. Die Regierung von Berenike stellte eine Armee auf. Archelaus übernahm das Kommando und zog vor, um den Feind zu konfrontieren. Unterdessen traf Gabinius mit den Haupttruppen der Römer ein und begann ihren Marsch zusammen mit Anton Richtung Hauptstadt. Da sie einen Umweg nach Süden machen mussten, um die Einlässe und Lagunen zu umgehen, die sich ins Land an der Nordküste Ägyptens erstrecken, führte ihr Weg sie durch den zentralen Teil des Deltas. Zahlreiche Schlachten fanden statt, wobei die Römer konsequent als Sieger hervorgingen. Die ägyptischen Soldaten waren unzufrieden und rebellisch. Sie fühlten sich möglicherweise so, weil sie die Regierung, für die sie kämpfen mussten, als illegitim ansahen. Schließlich wurde eine entscheidende Schlacht geschlagen. Archelaus wurde getötet, Berenike gefangen genommen und ihre Regierung zerstört. Dies ermöglichte den römischen Armeen den Marsch nach Alexandria. Mark Anton und Ptolemäus galten beide als verdorbene und bösartige Männer, jedoch auf unterschiedliche Weise im Vergleich zu Kleopatras Vater. Der Unterschied zwischen den Männern wurde deutlich, wie sie ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit nach der Schlacht richteten. Während des Konflikts waren der ägyptische König und die Königin, Archelaus und Berenike, Schlüsselfiguren für sowohl Anton als auch Ptolemäus. Jeder stach in der gegnerischen Armee hervor. Anton konzentrierte sich besonders auf das Wohlergehen seines Freundes, des Königs, während Ptolemäus tief besorgt um das Schicksal seiner Tochter Berenike war. Nach dem Ende der Schlacht konzentrierte sich Ptolemäus wahrscheinlich darauf, dass seine Tochter gefangen genommen wurde, während Anton von der Nachricht über den Tod seines Freundes in Anspruch genommen wurde. Eine Person war glücklich und die andere traurig. Anton suchte auf dem Schlachtfeld nach dem Körper seines Freundes, und als er ihn fand, konzentrierte er sich darauf, ihm ein sehr großes Begräbnis zu geben. Bei der Beerdigung schien er aufrichtig und ehrlich traurig über den Tod seines alten Freundes zu sein. Ptolemäus jedoch war sehr froh, seine Tochter als seine Gefangene zu finden. Der Moment, auf den er gewartet hatte, um seine Rache zu nehmen, war endlich gekommen. Und das Erste, was er tat, als er die Kontrolle in Alexandria übernahm, war, die Hinrichtung seiner Tochter zu befehlen. Kapitel 5 – Die exilierte Prinzessin – Albträume vor Caesars Liebe. Während der Zeit, als Kleopatras Vater und ihre Schwester einen heftigen Streit führten, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, lebte Kleopatra im königlichen Palast in Alexandria. Sie war ein junges und attraktives Mädchen, ungefähr 15 Jahre alt. Glücklicherweise war sie zu jung, um in den Streit verwickelt zu werden. Ihre beiden Brüder waren noch jünger als sie. Alle drei blieben in den königlichen Palästen und beobachteten die Revolution, ohne davon betroffen zu sein. Interessanterweise hießen beide Jungen Ptolemäus.
Die Stadt Alexandria war sehr aufgeregt, als die römische Armee einmarschierte, um Kleopatras Vater wieder auf den Thron zu setzen. Viele Menschen in der Stadt waren froh, den früheren König zurückzuhaben. Historische Beobachtungen von Monarchien zeigen, dass, wenn ein legitimer König oder eine Dynastie durch eine rebellische Bevölkerung gestürzt wird, sich die Situation oft mit der Zeit ändert. Selbst wenn die entthronte Herrschaft tyrannisch und durch abscheuliche Verbrechen gekennzeichnet war, neigen die Menschen dazu, innerhalb weniger Jahre offen für die Idee einer Restauration zu werden. In diesem speziellen Fall gab es keinen signifikanten Unterschied in der Regierung von Berenice, die ihren Vater ersetzte, um eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel zu sein. Die Mehrheit der Menschen, insbesondere diejenigen, die nicht an Berenices Regierung teilnahmen, waren begierig darauf, Ptolemäus in seine Hauptstadt zurückzuwillkommen. Jedoch wurden diejenigen, die an der Regierung teilgenommen hatten, alle auf Befehl von Ptolemäus hingerichtet. Es herrschte große Aufregung in der Stadt, als die römische Armee ankam. Bis dahin war Ägypten hauptsächlich von Griechen beeinflusst und kontrolliert worden, sowohl in zivilen als auch in militärischen Positionen. Die Ankunft der Römer brachte ein neues Interessensniveau und steigerte die ohnehin schon vielfältige Spannung in der Hauptstadt. Die Rückkehr von Ptolemäus wurde mit Spielen, Shows und verschiedenen Feierlichkeiten gefeiert. Natürlich stand neben dem König selbst die ausländischen Generäle, die eine Schlüsselrolle bei der Erreichung dieses Ziels spielten, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Anziehung während dieser öffentlichen Feierlichkeiten. Mark Anton wurde zu dieser Zeit besonders geschätzt und bewundert. Sein ausgeprägtes Verhalten und seine ehrliche, geradlinige Einstellung hoben ihn ab. Seine Wahl einfacher Kleidung und sein Auftreten unterstrichen weiter seine Einzigartigkeit. Seine Bemühungen, das Leben der gefangenen Soldaten von Pelusium zu schützen und ehrenvolle Beerdigungen für von seiner Armee getötete feindliche Kämpfer zu gewährleisten, ließen die Menschen eine edle und großzügige Seite seines Charakters sehen. Trotz seiner Fehler brachten ihm diese Aktionen weit verbreitete Bewunderung und Lob ein. Die Fehler einer solchen Person erscheinen oft als Tugenden für die Welt. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte über Antonius. Einmal wollte er jemandem, der ihm einen Gefallen getan hatte, ein Geschenk machen. Er sagte seinem Schatzmeister, er solle eine größere Geldsumme als notwendig senden, als Zeichen der Dankbarkeit, was seine impulsive und großzügige Natur zeigte. Der Schatzmeister, vorsichtiger als sein Meister, wollte den Betrag senken, zögerte jedoch, dies direkt vorzuschlagen. Stattdessen zählte er das Geld und arrangierte es in einem Haufen, wo Antonius es sehen würde. Als er die große Summe sah, dachte er, Antonius würde erkennen, dass es übertrieben war. Der Schatzmeister sagte, er habe einem bestimmten Menschen ein Geschenk geschickt, wie angewiesen. Antonius verstand die Absicht des Schatzmeisters und schlug vor, den Betrag zu verdoppeln, weil er erwartete, dass dies einen besseren Eindruck machen würde. In solchen Umständen eine Extravaganz zu verdoppeln, nur um die aufrichtigen Bemühungen eines loyalen Dieners zu vereiteln, sie zu reduzieren, ist ein Fehler. Es ist jedoch einer jener Fehler, die die Welt durch die Geschichte hindurch immer bewundern und loben wird. Kurz gesagt, wurde Antonius das Zentrum der Aufmerksamkeit und erhielt während seiner Zeit in Alexandria Gunst. Ob er speziell in dieser Zeit die Aufmerksamkeit von Kleopatra auf sich zog, ist unklar. Jedoch erregte sie seine Aufmerksamkeit. Er bewunderte ihre jugendliche Schönheit, ihre Lebendigkeit und Intelligenz sowie ihre verschiedenen Talente. Sie war jedoch noch sehr jung, nur 15 Jahre alt, während Antonius fast 30 war. Daher machte sie wahrscheinlich keinen sehr starken Eindruck auf ihn. Kurze Zeit später kehrte Antonius nach Rom zurück und sah Kleopatra viele Jahre lang nicht wieder. Als die beiden römischen Generäle Alexandria verließen, hinterließen sie einen bedeutenden Teil der Armee unter dem Kommando von Ptolemäus, um ihm zu helfen, seinen Thron zu halten. Antonius kam nach Rom zurück. Er wurde berühmt für seinen Marsch durch die Wüste und für die erfolgreiche Invasion Ägyptens und die Wiederherstellung von Ptolemäus. Er erhielt auch viel Geld von Ptolemäus, was half, seine Mittel aufzufüllen. Ptolemäus stimmte zu.
eine riesige Summe von 2000 Talenten, was 10 Millionen Dollar entspricht, als Preis für seine Wiederherstellung zu zahlen. Dies zeigt, wie groß und wichtig diese berühmte Kampagne war. Ptolemäus erhielt eine bedeutende Geldmenge für seine Zahlungen, indem er die Eigenschaften der Freunde von Berenices Regierung wegnahm, die auf seinen Befehl getötet wurden. Es wurde gemunkelt, dass die Zahl der zum Tode Verurteilten stark anstieg, weil Ptolemäus ihre Vermögenswerte benötigte, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Antonius, als Ergebnis dieser Kampagne, ging von einem in Ungnade gefallenen und obdachlosen Flüchtling dazu über, einer der reichsten und berühmtesten Menschen in Rom zu werden. Dies machte ihn auch zu einer der mächtigsten Personen in der Stadt. Zu dieser Zeit brach ein großer Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius aus, und Antonius unterstützte die Sache Caesars. Währenddessen konnte Ptolemäus während des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius seine Position auf dem Thron für ungefähr 3 Jahre halten. Dies wurde durch die Hilfe der römischen Soldaten möglich, die von Antonius und Gabinius zurückgelassen wurden. Als er älter wurde und sein Leben sich dem Ende zuneigte, begann er darüber nachzudenken, wem er sein Königreich übergeben sollte. Kleopatra war das älteste Kind und zeigte großes Potenzial in Bezug auf Intelligenz und Aussehen. Ihre Brüder waren viel jünger als sie. Obwohl traditionell ein Sohn einen stärkeren Anspruch gehabt hätte, machten Kleopatras außergewöhnliche Talente und wachsender Einfluss es ungewiss, ob es klug wäre, sie zu übergehen. Der Vater löste das Problem auf die typische Art und Weise, die die Ptolemäerfamilie nutzte, um solche Schwierigkeiten zu überwinden. Er entschied, dass Kleopatra ihren ältesten Bruder heiraten sollte, und sie würden gemeinsam regieren. Weiterhin die Allianz zwischen Ägypten und Rom priorisierend, die im Mittelpunkt seiner Herrschaft stand, vertraute er offiziell die Ausführung seines Willens und die Fürsorge für seine Kinder dem römischen Senat an. Der Senat stimmte der Ernennung zu und wählte Pompeius als ihren Vertreter, um die Verantwortlichkeiten der Position zu erfüllen. Jedoch war Pompeius mit dem Bürgerkrieg gegen Caesar beschäftigt und unternahm keine sofortigen Maßnahmen bezüglich seiner Ernennung. Glücklicherweise schien keine Aktion erforderlich zu sein, da jeder in Alexandria bereit schien, die vom König vor seinem Tod getroffenen Arrangements zu akzeptieren und zu unterstützen. Kleopatra wurde mit ihrem jüngeren Bruder verheiratet, der nur etwa 10 Jahre alt war. Zu der Zeit war Kleopatra selbst etwa 18 Jahre alt. Da beide zu jung waren, um zu regieren, wurde das Königreich von 2 Ministern regiert, die ihr Vater ausgewählt hatte. Pothinus, ein Eunuch, diente als Staatssekretär, während Achillas der Oberbefehlshaber der Armeen war. Obwohl Kleopatra technisch als Königin bezeichnet wurde aufgrund dieser Ereignisse, hatte sie noch nicht wirklich den Thron bestiegen. Es gab noch viele Herausforderungen und Risiken zu überwinden, bevor sie eine Herrscherin werden konnte. Anstatt aktiv zu versuchen, diesen Prozess zu beschleunigen, schien sie die Arrangements ihres Vaters eine Weile stillschweigend zu akzeptieren. Pothinus war ein Eunuch, der als Regierungsbeamter unter Ptolemäus diente. Er war stolz, ehrgeizig und herrisch, mit einem starken Verlangen zu herrschen. Er war bereit, alle notwendigen Mittel zu verwenden, um seine Ziele zu erreichen. Früher hatte er Kleopatra als kleines Kind gesehen. Jetzt, da sie Königin war, zögerte er, ihr echte Macht zu geben. Er beobachtete ihr persönliches Wachstum und ihren zunehmenden Einfluss auf andere in den ersten Jahren nach dem Tod ihres Vaters. Diese Beobachtung ließ seinen Neid und seine Abneigung gegen sie schnell wachsen. Ihr Aussehen, ihre Fähigkeiten und ein gewisser unerklärlicher Charme, der in allem, was sie tat, präsent war, trugen alle dazu bei, dass sie viel persönlichen Einfluss hatte. Aber während diese Dinge andere Menschen an Kleopatra interessiert und ihr verbunden machten, machten sie Pothinus nur eifersüchtiger. Kleopatra wurde zu seiner Konkurrentin. Er versuchte, sie zu behindern und zu überlisten. Er verhielt sich respektlos und dominant ihr gegenüber, mit dem Ziel, sie in einer untergeordneten Position zu halten, da er dies als seine Pflicht ansah. Dies war, weil er der Vormund sowohl von Kleopatra als auch ihres Ehemanns war, sowie der Herrscher des Königreichs. Kleopatra hatte einen starken Geist, und sie wurde wegen dieser Behandlung wütend.
Pothinus bemühte sich, ihren jungen Ehemann Ptolemäus auf seine Seite zu ziehen, während der Kampf andauerte. Ptolemäus war jünger und nicht so willensstark wie Kleopatra. Pothinus erkannte, dass er ihn im Vergleich zu Kleopatra leichter und länger kontrollieren konnte. Er schaffte es, den jungen Ptolemäus eifersüchtig auf den wachsenden Einfluss seiner Frau zu machen und überzeugte ihn, sich den Bemühungen anzuschließen, diesen zu bekämpfen und zu untergraben. Diese Versuche, ihren Ehemann gegen sie aufzubringen, machten Kleopatra nur noch wütender. Sie war nicht jemand, der sich zwingen ließ. Der Palast war voller Auseinandersetzungen zwischen den Rivalen. Pothinus und Ptolemäus begannen Schritte zu unternehmen, um die Armee auf ihre Seite zu ziehen. Schließlich gab es einen großen Kampf und Kleopatra wurde aus dem Königreich vertrieben. Sie ging nach Syrien. Syrien war der nächstgelegene sichere Ort. Es war auch das Land, das ihrem Vater geholfen hatte, den Thron zurückzugewinnen, nachdem er viele Jahre zuvor vertrieben worden war. Während ihr Vater zunächst nach Rom gegangen war, kam die Unterstützung, die er erhalten hatte, aus Syrien. Kleopatra glaubte, dass sie ähnliche Hilfe erhalten könnte, indem sie direkt dorthin ging. Sie wurde nicht enttäuscht. Sie stellte eine Armee auf und begann auf Ägypten zu marschieren und nahm dieselbe Route, die Antonius und Gabinius genommen hatten, als sie kamen, um ihren Vater wieder einzusetzen. Pothinus stellte eine Armee auf und zog aus, um ihr entgegenzutreten. Er ernannte Achillas zum Kommandeur der Truppen und den jungen Ptolemäus zum nominellen Herrscher, während er als Vormund und Hauptminister des jungen Königs die eigentliche Macht innehatte. Die Truppen von Pothinus bewegten sich auf Pelusium zu. Sie trafen auf Kleopatras Kräfte, die aus dem Osten kamen. Die Armeen richteten Lager nahe beieinander ein und begannen, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Die Schlacht fand jedoch nicht statt. Sie wurde gestoppt aufgrund einiger großer und unerwarteter Ereignisse, die plötzlich in der ägyptischen Geschichte auftraten. Diese Ereignisse änderten den Verlauf der Dinge auf unvorhergesehene Weise. Der Bürgerkrieg zwischen den römischen Generälen Caesar und Pompeius sowie deren Unterstützern begann kurz nach dem Tod von Kleopatras Vater. Dieser Krieg dauerte seitdem mit großer Gewalt an. Die Menschen in Ägypten konnten die Geräusche des Krieges aus der Ferne hören, aber es bereitete ihnen dort nicht viel Sorge. Die riesigen Armeen dieser zwei mächtigen Eroberer bewegten sich langsam, wie zwei wilde Raubvögel, die in der Luft flogen und kämpften. Sie zogen von Italien nach Griechenland und von Griechenland durch Makedonien nach Thessalien. Während sie vorrückten, führten sie schreckliche Schlachten gegeneinander und hinterließen Zerstörung in ihrem Kielwasser. Schließlich fand eine entscheidende Schlacht bei Pharsalos statt. Pompeius erlitt eine vollständige Niederlage. Er floh mit einigen Schiffen und einer kleinen Gruppe von Anhängern an die Küste, verzweifelt und orientierungslos. Caesar verfolgte ihn unerbittlich mit einer kleinen Flotte von Galeeren, die etwa 2.000 oder 3.000 Männer trug. Obwohl diese Streitmacht ausreichte, um einen Flüchtigen zu jagen, war sie völlig unzureichend für jeden anderen Zweck. Pompeius erinnerte sich an seine frühere Unterstützung für Ptolemäus Auletes in Rom, die erfolgreich zur Wiederherstellung des Monarchen führte und den jungen Ptolemäus zum König machte. Pompeius kam dann bei Pelusium an und bat Ptolemäus, ihn aufzunehmen und ihm Schutz zu gewähren. Er verankerte seine Flotte nahe der Küste, bevor er die Anfrage schickte. Pothinus, der tatsächliche Kommandant von Ptolemäus' Armee, stimmte der Anfrage bezüglich Pompeius zu. Er erklärte, dass Pompeius willkommen geheißen und geschützt werden sollte, und er würde ein Boot arrangieren, um ihn an Land zu bringen. Pompeius hatte einige Zweifel an diesem Gastfreundschaftsangebot, entschied sich jedoch letztendlich, mit dem Boot, das Pothinus für ihn schickte, an Land zu gehen. Als er ankam, erstachen und köpften die Ägypter, den Anweisungen von Pothinus folgend, ihn im Sand. Pothinus und sein Rat entschieden, dass dies die sicherste Option sei. Wenn sie Pompeius willkommen hießen, dachten sie, würde Caesar ihr Feind werden. Wenn sie sich weigerten, ihn willkommen zu heißen, wäre Pompeius selbst verärgert gewesen, und sie wussten nicht, wen es sicherer wäre zu verärgern. Sie wussten nicht, wie der Krieg enden würde, wenn beide Generäle am Leben bleiben dürften. Sie sagten,
Aber indem wir Pompeius töten, werden wir definitiv Caesar gefallen und Pompeius selbst wird aus dem Spiel sein. Unterdessen steuerte Caesar, der den Aufenthaltsort von Pompeius in Ägypten nicht kannte, direkt nach Alexandria. Er begab sich damit in große Gefahr, denn die Kräfte unter seinem Kommando waren nicht ausreichend, um ihn zu schützen, falls er mit den Behörden dort in Schwierigkeiten geraten würde. Außerdem wäre es ihm einmal an der ägyptischen Küste angekommen, schwer gefallen, wieder zu gehen. Zu dieser Jahreszeit wehte regelmäßig ein Wind, der diesen Teil der Küste begünstigte. Dieser Wind erleichterte es einer Flotte von Schiffen, nach Alexandria zu gelangen, machte es ihnen jedoch fast unmöglich, zurückzukehren. Caesar fürchtete sich nicht vor Gefahr in seinen Unternehmungen und Plänen, obwohl er normalerweise vorsichtig war. Jedoch überwog sein starker Wunsch, Pompeius zu verfolgen, jegliche Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit. Er erreichte Alexandria, aber Pompeius war nicht da. Er machte seine Schiffe im Hafen fest, landete seine Truppen und errichtete eine Basis in der Stadt. Durch einen Schicksalswurf ereigneten sich gleichzeitig zwei bedeutende Ereignisse: die Ermordung eines bekannten römischen Generals an der Ostküste und General Caesars Ankunft in Alexandria an der Westküste. Diese Ereignisse geschahen schnell und gleichzeitig, ähnlich wie plötzliche Donnerschläge. Die Nachrichten überraschten das ganze Land und fesselten die Aufmerksamkeit aller. In den Lagern von Kleopatra und Ptolemäus in Pelusium herrschte Aufregung und Staunen. Statt sich auf die Schlacht vorzubereiten, waren beide Seiten damit beschäftigt, über die möglichen Ausgänge der unerwarteten Wendungen in den öffentlichen Angelegenheiten zu spekulieren. Natürlich konzentrierten sich alle auf Alexandria. Pothinus eilte schnell mit dem jungen König in die Stadt, während Achillas entweder mit ihnen ging oder kurz darauf zu ihnen stieß. Sie nahmen den Kopf von Pompeius mit, den sie von seinem Körper am Ufer abgetrennt hatten, wo sie ihn getötet hatten. Sie hatten auch ein Siegel, das sie von seinem Finger entfernt hatten. Als sie Alexandria erreichten, sandten sie den Kopf, in ein Tuch gewickelt, zusammen mit dem Siegel als Geschenke an Caesar. Angesichts der rücksichtslosen Handlungen und der grausamen Natur der Ptolemäer glaubten sie, dass Caesar Freude daran haben würde, den abgetrennten und entsetzlichen Kopf seines formidablen Gegners und Feindes zu sehen. Stattdessen war er schockiert und missbilligte das Vorgehen. Er ordnete an, den Kopf mit den feierlichsten und eindrucksvollsten Begräbniszeremonien zu beerdigen. Jedoch nahm er das Siegel an und behielt es. Das darauf eingravierte Bild zeigte einen Löwen, der ein Schwert in seiner Pfote hielt, ein passendes Symbol für den Charakter der Männer. Obwohl sie in vielerlei Hinsicht edel und gerecht waren, flößten ihre Auseinandersetzungen der Welt Angst und Schrecken ein. Ptolemäus' Armee blieb in Pelusium, während er und seine Berater nach Alexandria gingen. Die Armee sollte ein Auge auf Kleopatra haben. Kleopatra wollte nach Alexandria gehen und um Caesars Hilfe bitten, aber sie konnte nicht, da sie sich außerhalb des Landes befand und ihre Feinde eine starke Armee hatten, um sie aufzuhalten. Also blieb sie in Pelusium, ohne zu wissen, was sie tun sollte. Unterdessen fand sich Caesar bald in einer heiklen Situation in Alexandria wieder. Er war es gewohnt, viele Jahre lang vollständige und absolute Macht zu haben, egal wo er war. Jetzt, da sein Rivale Pompeius tot war, glaubte er, der Herrscher der Welt zu sein. Jedoch hatte er in Alexandria nicht genügend Ressourcen, um seine Ansprüche zu unterstützen und durchzusetzen. Aber er war nicht der Typ, der seine Forderungen auch nur im geringsten zurücknahm. Deswegen. Er machte es sich in den Palästen von Alexandria bequem, als ob er der König wäre. Er paradisierte durch die Straßen der Stadt, umgeben von seinen Wachen, und präsentierte die Machtsymbole, die in Rom verwendet wurden. Er forderte die 6.000 Talente, die Ptolemäus Auletes Iim für die Sicherung eines Vertrags mit Rom versprochen hatte, und er forderte Pothinus auf, den verbleibenden geschuldeten Betrag zu zahlen. Er erklärte auch, dass das römische Volk von Auletes auserwählt wurde, um seinen Willen auszuführen. Als römischer Konsul und Vertreter des römischen Volkes war es seine Verantwortung, diese Aufgabe zu übernehmen. Er musste den Konflikt zwischen Ptolemäus und Kleopatra lösen.
Er forderte Ptolemäus auf, eine schriftliche Erklärung abzugeben, die seine Ansprüche und die Gründe darlegte, warum er glaubte, anstelle von Kleopatra der Herrscher sein zu sollen. Andererseits hatte Pothinus, der es nicht gewohnt war, jemanden als überlegen anzuerkennen, Schwierigkeiten mit der Autorität Caesars. Obwohl Caesars Macht begrenzter war, war Pothinus stur und leistete konsequent Widerstand gegen alle Forderungen Caesars. Die Methoden, die er anwendete, entsprachen jedoch seinem schwachen und unehrenhaften Geist. Er provozierte Kämpfe zwischen den Menschen von Alexandria und Caesars Soldaten auf den Straßen. Er dachte, dass da Caesar nur eine kleine Anzahl von Truppen in der Stadt und wenige Schiffe im Hafen hatte, er die Römer belästigen könnte, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Allerdings fehlte ihm der Mut, einen offenen Angriff zu starten. Er gab vor, ein Freund zu sein, oder zumindest kein Feind, behandelte sie jedoch unhöflich und respektlos. Er stimmte zu, ihnen Nahrung zu liefern, gab ihnen jedoch minderwertige und beschädigte Lebensmittel. Als die Soldaten sich beschwerten, sagte er ihnen, dass sie, da sie von anderen lebten, sich nicht über das Essen beschweren sollten. Er ersetzte die Gold- und Silberteller des Palastes durch hölzerne und keramische, unter dem Vorwand, dass er sie verkaufen müsste, um Caesars Forderungen zu erfüllen. Er versuchte auch, Feindseligkeiten in der Stadt gegen Caesars Vorschlag zu schüren, den Streit zwischen Kleopatra und Ptolemäus anzuhören und zu entscheiden. Ptolemäus behauptete, ein Herrscher zu sein und weigerte sich, irgendeiner ausländischen Autorität zu unterwerfen. Anstatt direkte und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, entschied er sich dafür, Hindernisse zu schaffen, indem er ständig kleine, ärgerliche und sinnlose Unannehmlichkeiten verursachte. Caesars Anforderungen mögen unfair gewesen sein, aber sie waren direkt, mutig und ehrlich. Der Widerstand des Eunuchen mag gerechtfertigt gewesen sein, doch seine Herangehensweise wurde als unehrenhaft und verachtenswert angesehen. Als Ergebnis unterstützten die Zuschauer des Konflikts im Allgemeinen Caesar in ihren Meinungen. Caesar, mit nur einer kleinen Truppe unter seinem Kommando, befand sich in einer großen und mächtigen Stadt. Die Garnison und die Bevölkerung der Stadt wurden ihm gegenüber täglich feindseliger, was ihn schnell die eskalierende Gefahr seiner Situation erkennen ließ. Er konnte sich nicht von der Szene zurückziehen. Wahrscheinlich hätte er sich nicht zurückgezogen, selbst wenn er gekonnt hätte. Also blieb er in der Stadt, verhielt sich vorsichtig und umsichtig. Dennoch behielt er immer noch das gleiche selbstbewusste und überlegene Auftreten bei. Er sandte sofort einen Boten nach Syrien, das nächstgelegene von Römern kontrollierte Land, mit dem Befehl, schnell mehrere Legionen nach Alexandria zu schicken. Kapitel 6 – Die bezaubernde Prinzessin in Caesars Gegenwart, die Sonne Ägyptens. Währenddessen, als die im vorherigen Kapitel erwähnten Ereignisse in Alexandria stattfanden, fühlte sich Kleopatra in ihrem Lager besorgt und unsicher. Sie war sich über den besten Handlungsverlauf unsicher. Sie wollte in Alexandria sein, weil sie wusste, dass Caesar die volle Kontrolle über die Situation in Ägypten hatte. Sie wollte ihm ihre Sache vortragen. Aber Ptolemäus und Pothinus sprachen mit dem Richter, und sie wusste nicht einmal, ob sie versuchten, sich bei ihm einzuschmeicheln. In der Zwischenzeit war sie weit entfernt, und niemand wusste um ihre Situation oder sogar, ob sie noch existierte. Natürlich wollte sie in dieser Situation nach Alexandria gehen, aber sie war sehr verwirrt darüber, wie sie das anstellen sollte. Sie konnte keine Armee dorthin führen, da die Armee des Königs in Pelusium war und den Weg blockierte. Sie konnte nicht allein oder nur mit ein paar Leuten gehen, weil Pothinus in jeder Stadt und jedem Dorf Garnisonen und Offiziere hatte, die sie aufhalten würden. Sie hatte keine Schiffe, also konnte sie nicht auf dem Seeweg reisen. Wenn es ihr gelänge, bis zu den Toren von Alexandria zu kommen, würde sie immer noch vor der Herausforderung stehen, sicher zu Caesars Palast zu gelangen. Die Stadt, abgesehen vom kontrollierten Bereich Caesars, stand unter der Kontrolle der Regierung von Pothinus. Die Herausforderungen, ihr Ziel zu erreichen, schienen fast unüberwindlich. Kleopatra war entschlossen, es zu versuchen. Sie sandte Caesar eine Nachricht, in der sie fragte, ob sie vor ihm erscheinen und sich verteidigen dürfe. Caesar stimmte zu und ermutigte sie zu kommen.
Sie reiste mit nur wenigen Begleitern per Boot entlang der Küste nach Alexandria. Ihr Hauptunterstützer auf dieser riskanten Reise war ein Diener namens Apollodoros. Sie hatte auch einige andere Begleiter bei sich. Als sie in Alexandria ankamen, warteten sie bis zur Nacht und näherten sich dann dem Sockel der Zitadellenmauern. Hier wickelte Apollodoros die Königin in ein Stück Teppich und bedeckte es mit einem Tuch, um es wie ein gewöhnliches Bündel Waren aussehen zu lassen. Dann trug er die Last auf seiner Schulter und ging in die Stadt. Kleopatra war zu dieser Zeit etwa 21 Jahre alt, aber sie hatte eine schlanke und anmutige Figur, sodass die Last für ihn nicht zu schwer war. Apollodoros kam an den Palasttoren an, wo Caesar wohnte. Die Wachen fragten ihn, was er trage. Er sagte, es sei ein Geschenk für Caesar. Also ließen sie ihn passieren, und der vorgetäuschte Träger brachte sein Paket sicher hinein. Als es ausgerollt wurde und Kleopatra zum Vorschein kam, war Caesar vollkommen entzückt von dem Anblick. In solchen Situationen erlebte sie eine Reihe von widersprüchlichen Emotionen, die sie nicht unterdrücken konnte. Diese Emotionen fügten ihrer bereits hübschen und ausdrucksvollen Gesichtszügen sowie ihrer natürlich fesselnden Art eine doppelte Schicht an Intrige hinzu. Sie war begeistert von dem Abenteuer, das sie gerade hinter sich hatte, und doch erfreut über ihre knappe Flucht aus den Gefahren. Sie empfand eine starke Neugier und Interesse an der wichtigen Person, vor der sie unerwartet gebracht wurde. Dies wurde jedoch durch ein Gefühl der Schüchternheit gemildert, das in neuen und unerwarteten Situationen wie dieser üblich ist, insbesondere wenn sie sich des genauen Beobachtetwerdens durch Männer bewusst war. Diese Mischung aus Emotionen ist ein natürlicher Teil der Erfahrung einer Frau unter solchen Umständen. Das Gespräch zwischen Caesar und Kleopatra machte einen starken Eindruck auf ihn. Kleopatras Intelligenz, Lebhaftigkeit, einzigartige Ideen und ihre Art, diese auszudrücken, machten sie zu einer sehr unterhaltsamen und angenehmen Gefährtin, zusätzlich zu ihren Reizen. Sie eroberte vollständig das Herz des großen Eroberers. Aufgrund seiner starken Zuneigung zu ihr war es Caesar nicht möglich, im Streit zwischen Kleopatra und ihrem Bruder um ihre Rechte auf die Krone unparteiisch zu handeln. Wir bezeichnen Ptolemäus oft als Kleopatras Bruder, obwohl er ihr Ehemann war, da ihre Ehe wahrscheinlich eher formeller Natur war. Dies ist besonders plausibel, wenn man bedenkt, dass Ptolemäus nur 10 oder 12 Jahre alt war, als Kleopatra aus Alexandria vertrieben wurde. Caesar, der zu dieser Zeit etwa 52 Jahre alt war, hatte eine Frau namens Calpurnia. Sie waren zu dieser Zeit etwa 10 Jahre verheiratet. Calpurnia lebte ruhig in Rom. Sie war eine freundliche und sanfte Frau, die ihren Mann zutiefst liebte. Sie war geduldig und verständnisvoll gegenüber seinen Fehlern, machte sich jedoch auch Sorgen und war unglücklich über die Herausforderungen und Risiken, die seine ehrgeizige Natur oft mit sich brachte. Caesar entwickelte schnell ein starkes Interesse daran, Kleopatras Sache zu unterstützen. Er zeigte ihr große Zuneigung, und sie begann natürlich, seine Freundlichkeit zu erwidern. Für Kleopatra war das Vorhandensein eines aufrichtigen und engagierten Freundes, der sie schützen und glücklich machen wollte, eine neue und willkommene Erfahrung. Ihr Vater hatte sie immer vernachlässigt, und ihr jüngerer, weniger reifer Bruder, den sie heiraten musste, war zu ihrem schlimmsten Feind geworden. Obwohl er nur eine Schachfigur war, die von anderen benutzt wurde, um sie ihres Erbes zu berauben und sie zu verbannen, verbesserte dies nicht ihre Sicht auf ihn. Stattdessen erschien er ihr sowohl verachtenswert als auch bemitleidenswert. Sogar die Regierungsbeamten am Hof von Alexandria hatten sich gegen sie gewendet. Sie glaubten, sie könnten in ihrer Abwesenheit größere Kontrolle über ihren Bruder ausüben. So war sie immer von selbstsüchtigen, gierigen und unerbittlichen Feinden umgeben. Jetzt schien sie zum ersten Mal einen Freund zu haben. Plötzlich fand sie einen Beschützer, der bereit war, sie zu unterstützen und zu verteidigen. Dieser Mann war nicht nur attraktiv und wohlerzogen, sondern besaß auch eine noble und großzügige Natur, verbunden mit einem hohen gesellschaftlichen Ansehen. Er liebte sie, und sie konnte nicht anders, als ihn ebenfalls zu lieben. Sie vertraute ihm ihre Angelegenheit vollständig an, teilte all ihre Interessen mit ihm
und ergab sich vollkommen seiner Kontrolle. Ihr vollständiges Vertrauen in ihn war nicht unbegründet, besonders wenn es um seine Bemühungen ging, sie wieder an die Macht zu bringen. Caesars Legionen aus Syrien waren noch nicht angekommen, daher war seine Position in Alexandria schwach und unsicher. Dennoch bewahrte er seine selbstbewusste und entschlossene Haltung und verlor keine Zeit bei der Arbeit an Kleopatras Wiedereinsetzung. Caesars kühne Behauptung, der Herrscher in einem Land zu entscheiden, in das er zufällig gekommen war, mitten im Machtkampf um den Thron, unterstrich das Ausmaß der römischen Autorität zu dieser Zeit. Seine Behauptung, ohne tatsächliche Mittel zur Durchsetzung gemacht, spiegelte die Macht und den Respekt wider, den das römische Reich in den Augen der Menschen weltweit gebot. Es offenbart auch Caesars einzigartige Eigenschaften und Persönlichkeit. Kurz nachdem Kleopatra angekommen war, rief Caesar den jungen Ptolemäus herbei und riet ihm, Kleopatra zurückzubringen. Ptolemäus, der alt genug war, um eigene Gedanken zu haben, war mit dieser Idee stark nicht einverstanden. Während ihres Gesprächs entdeckte Ptolemäus, dass Kleopatra in Alexandria war, versteckt in Caesars Palast. Dieses Wissen machte ihn sehr wütend und verärgert. Er verließ Caesars Gegenwart in Wut. Er zog die Krone ab, die er normalerweise in der Öffentlichkeit trug, warf sie zu Boden und trat darauf. Er erklärte den Menschen, dass er verraten worden sei und zeigte Zeichen extremer Frustration und Enttäuschung. In seinem Bemühen, öffentliche Wut gegen Caesar und die Römer zu schüren, konzentrierte er seine Beschwerde auf die Handlungen seiner Schwester. Er betonte die Unangemessenheit ihrer Ergebung an Caesar und nutzte dies als Schlüsselpunkt, um Empörung zu provozieren. Es ist durchaus möglich, dass seine Eifersucht und Wut von etwas anderem als nur den Handlungen seiner Schwester herrührten. Angesichts der Tatsache, dass er wahrscheinlich Merkmale mit anderen Ptolemäern in seiner Familie teilte, war seine eigentliche Sorge wahrscheinlich der bedeutende Einfluss und die Macht, die Kleopatra gewann. Diese Angst würde durch ihre Allianz mit einem so herausragenden Beschützer verstärkt. Dennoch gelang es Ptolemäus zusammen mit Pothinus, Achillas und all seinen anderen Freunden und Unterstützern, in der Stadt eine weit verbreitete und intensive Empörung zu schaffen. Die Menschen wurden aufgerührt, versammelten sich in großen, wütenden Menschenmengen voller Empörung. Einige Personen verstanden die Gründe für ihren Ärger und handelten entsprechend. Einige Individuen waren sich bewusst, dass das Motiv hinter dem plötzlichen Ausbruch darauf abzielte, die Römer anzugreifen. Sie waren bereit, gewalttätige Handlungen gegen diese fremden Eindringlinge zu begehen. Ihre Bereitschaft zu handeln war vorhanden, unabhängig davon, ob sie einen spezifischen Grund hatten oder nicht. Viele andere, die meisten von ihnen ohne wirkliches Verständnis für die Situation, wussten nur, dass Chaos und Tumult in und um die Paläste entstehen würden. Sie wurden zur Szene hingezogen, wollten Teil der Aktion sein. Ptolemäus und seine Offiziere hatten keine große Gruppe von Soldaten in Alexandria. Die Ereignisse, die seit Caesars Ankunft stattgefunden hatten, waren sehr schnell passiert, sodass noch nicht viel Zeit vergangen war. Die Hauptarmee war immer noch in Pelusium. Die Hauptgruppe, die Caesar angriff, war die Bevölkerung der Stadt, angeführt von den Wachen des Königs. Caesar hatte nur einen kleinen Teil seiner Streitkräfte im Palast während des Angriffs. Der Rest seiner Kräfte war in der Stadt verteilt. Trotzdem war Caesar nicht besorgt und beschränkte sich nicht auf defensive Handlungen. Er schickte eine Gruppe seiner Soldaten aus, um Ptolemäus zu fangen und ihn als Gefangenen zurückzubringen. Die Soldaten, ausgebildet und diszipliniert wie geschickte römische Kämpfer, waren voller Aufregung und Energie. Diese Art von Geist tritt oft in Truppen auf, die von Caesar selbst geführt werden. Mit diesen Vorteilen konnten sie fast jede Mission erfüllen, selbst gegen eine große und erzürnte Zivilbevölkerung. Die Soldaten gingen hinaus, fingen Ptolemäus und brachten ihn zurück. Die Menschen waren zunächst schockiert von der Kühnheit dieser Aktion und dann verärgert über die Respektlosigkeit, die als Angriff auf ihren Herrscher angesehen wurde. Der Aufruhr hätte noch lauter werden können, aber Caesar, der seine Ziele, sowohl Kleopatra als auch Ptolemäus zu erfassen, erreicht hatte, entschied, dass es am besten sei, die Dinge zu beruhigen. Er ging zu einem hohen Fenster in seinem Palast, wo ihn die wütende Menge nicht erreichen konnte,
und begann zu signalisieren, dass er mit ihnen sprechen wollte. Als es ruhig wurde, hielt er eine Rede, die sie beruhigen sollte. Er erklärte, dass er seine Autorität nicht geltend machte, um zwischen Kleopatra und Ptolemäus als ihren Vorgesetzten zu wählen. Stattdessen war seine Rolle, die Verantwortung zu erfüllen, die ihm von Ptolemäus Auletes, ihrem Vater, anvertraut wurde. Diese Pflicht beinhaltete, die Interessen des römischen Volkes zu vertreten. Darüber hinaus erklärte er, dass er in der Angelegenheit keine Autorität hatte. Sein einziges Ziel, seine Pflicht zu erfüllen und den Fall zu überprüfen, war, das Problem fair und vernünftig für alle beteiligten Parteien zu lösen. Dies sollte verhindern, dass der Bürgerkrieg eskalierte und dem Land schweren Schaden zufügte. Er riet ihnen, die Stadt zu verlassen und keine Unruhen mehr zu verursachen. Er versprach, das Problem zwischen Kleopatra und Ptolemäus zu lösen und glaubte, dass jeder mit seiner Entscheidung zufrieden sein würde. Diese Rede, gegeben mit Eloquenz und Überzeugung, in einer würdevollen und eindrucksvollen Art, für die Caesars Reden an ungeordnete Menschenmassen bekannt waren, hatte eine erhebliche Wirkung. Einige Personen waren überzeugt, während andere zum Schweigen gebracht wurden. Diejenigen, die weiterhin grollten und wütend waren, fanden sich machtlos aufgrund der Befriedung der Mehrheit. Die wütende Menge wurde aufgelöst und Ptolemäus blieb unter Caesars Schutz bei Kleopatra. Am nächsten Tag erfüllte Caesar sein Versprechen und berief ein Treffen mit einflussreichen Persönlichkeiten aus Alexandria und Regierungsbeamten ein. Er stellte Ptolemäus und Kleopatra vor, um ihren Konflikt zu lösen. Das ursprüngliche Testament, das von Ptolemäus Auletes erstellt wurde, war in den öffentlichen Aufzeichnungen von Alexandria aufbewahrt und gut erhalten. Eine beglaubigte Kopie des Testaments war auch nach Rom geschickt worden. Caesar ließ das ursprüngliche Testament hervorholen und der Versammlung vorlesen. Die Bestimmungen waren sehr klar. Es besagte, dass Kleopatra und Ptolemäus heiraten und gemeinsam als König und Königin herrschen sollten. Das Dokument erkannte das römische Gemeinwesen als Verbündeten Ägyptens an. Es bestimmte die römische Regierung als Vollstrecker des Testaments und als Wächter sowohl des Königs als auch der Königin. Dieses Dokument war sehr klar und explizit. Schon beim Lesen schien es die Frage zu beantworten. Caesar verkündete, dass Kleopatra gleichberechtigte Macht neben Ptolemäus haben sollte. Als der römische Vertreter und Vollstrecker des Testaments erklärte er, dass es seine Pflicht sei, die Rechte beider, des Königs und der Königin, zu schützen. Es war schwierig, gegen seine Entscheidung zu argumentieren. Neben Kleopatra und Ptolemäus gab es zu dieser Zeit noch 2 weitere Kinder von Ptolemäus Auletes in der königlichen Familie. Eines war ein Mädchen namens Arsinoe. Das andere war ein Junge, der interessanterweise denselben Namen wie sein Bruder Ptolemäus trug. Die betreffenden Kinder waren ziemlich jung. Jedoch glaubte Caesar, dass das Gewähren eines königlichen Territoriums die Gunst der Alexandriner gewinnen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, dass sie seine Entscheidung akzeptieren. Er schlug vor, ihnen die Insel Zypern zuzuweisen. Dies war ein Geschenk, denn Zypern stand zu dieser Zeit unter römischer Kontrolle. Jeder schien mit dieser Entscheidung zufrieden zu sein, außer Pothinus. Er war immer ein starker und langjähriger Feind von Kleopatra gewesen, und er wusste, dass ihre Wiedereinsetzung zu seinem Untergang und Ruin führen würde. Er verließ das Treffen verärgert und beschloss, der Entscheidung nicht zuzustimmen. Stattdessen würde er sofort handeln, um dies zu verhindern. Caesar organisierte eine Reihe von Veranstaltungen und Festen, um die Wiederherstellung einer guten Beziehung zwischen dem König und der Königin und das daraus resultierende Ende des Krieges zu feiern und zu bestätigen. Er dachte, dass große Feierlichkeiten helfen würden, alle schlechten Gefühle, die die Menschen noch hatten, zu beseitigen. Er hoffte, dass diese Ereignisse dazu führen würden, dass jeder in der Stadt freundlicher und wohlgesonnener zueinander wäre. Die Menschen stimmten diesen Maßnahmen zu und arbeiteten aktiv daran, sie umzusetzen. Jedoch versuchten Pothinus und Achillas heimlich, eine Gruppe zu organisieren und Pläne zu schmieden, um Caesars Einfluss zu beseitigen und Ptolemäus wieder zum alleinigen Herrscher zu machen. Pothinus erzählte jedem, der ihm zuhören würde, dass Caesars wahre Absicht sei, Kleopatra zur alleinigen Königin zu machen
und Ptolemäus von der Macht zu entfernen. Er drängte sie, sich ihm anzuschließen, um diesen Plan zu bekämpfen, da dies dazu führen würde, dass Ägypten von einer Frau regiert würde. Er entwarf auch zusammen mit Achillas einen Plan, um die Armee aus Pelusium zurückzurufen. Die Armee bestand aus 30.000 Mann. Die Verschwörer dachten, dass sie, wenn sie diese Armee nach Alexandria bringen und unter Potinus Befehl halten könnten, einen erheblichen Vorteil gewinnen würden. Mit dieser Armee glaubten sie, Caesar und seine 3.000 römischen Soldaten überwältigen zu können. Es bestand jedoch ein Risiko, die Armee zum Marsch auf die Hauptstadt zu befehlen. Ptolemäus, unter Caesars Einfluss, könnte mit den Offizieren kommunizieren und das Kommando über die Armee übernehmen, wodurch die Pläne der Verschwörer sabotiert würden. Um dies zu vermeiden, wurde vereinbart, dass Achillas Alexandria verlassen, zum Lager in Pelusium gehen, dort das Kommando über die Truppen übernehmen und sie zur Hauptstadt führen sollte. Er würde nur Befehlen von Potinus während dieser Aktionen und nach seiner Ankunft folgen. Obwohl wahrscheinlich Wachen an den Toren und Straßen aus der Stadt waren, gelang es Achillas zu entkommen und sich der Armee anzuschließen. Er führte die Truppen an und begann den Marsch zur Hauptstadt. Potinus blieb als Spion in der Stadt, tat so, als würde er Caesars Entscheidung zustimmen und freundlich mit ihm umgehen. Aber insgeheim plante er, Caesar zu stürzen und sammelte Informationen, um der Armee und Achillas bei ihrer Ankunft zu helfen. All diese Dinge wurden im Geheimen getan, und die Verschwörer waren sehr geschickt in der Planung und Durchführung ihrer Plots. Caesar schien nicht zu wissen, was seine Feinde taten, bis er hörte, dass Ptolemäus' Armee mit mindestens 20.000 Soldaten sich der Stadt näherte. In der Zwischenzeit waren die von ihm aus Syrien angeforderten Truppen noch nicht angekommen. Mit begrenzten Ressourcen hatte er keine andere Wahl, als die Hauptstadt und sich selbst so gut wie möglich zu schützen. Er beschloss, die Wirkung von Befehlen zu testen, die in Ptolemäus' Namen gesendet wurden, um zu verhindern, dass die Armee sich der Stadt näherte. 2 Offiziere erhielten diese Befehle und wurden losgeschickt, um sie Achillas zu überbringen. Die Namen der Offiziere waren Dioskurides und Serapion. Aus der Situation geht hervor, dass in der Antike die Autorität und Bedeutung eines Königs sehr hoch angesehen wurden. Dies wird durch Achillas veranschaulicht, der bei der Ankunft dieser Männer mit einem klaren Befehl von Ptolemäus sofort beschloss, sie zu töten, anstatt ihre Nachricht zu hören. Diese Entscheidung wurde wahrscheinlich getroffen, um die Verantwortung für den Ungehorsam gegenüber den Befehlen zu vermeiden. Er wusste, dass er, wenn es ihm gelänge, Alexandria zu erobern, Caesar und Kleopatra zu vertreiben und Ptolemäus als alleinigen Herrscher wieder einzusetzen, der König wahrscheinlich mit dem Ergebnis zufrieden sein würde. In einem solchen Szenario könnte jedes vergangene Fehlverhalten seinerseits übersehen werden, vorausgesetzt, er widersetzte sich nicht offen einem direkten Befehl. Unabhängig von der Art der Befehle, die diese Boten brachten, glaubte er, dass sie wahrscheinlich unter der Autorität Caesars und nicht nach Ptolemäus' eigener Wahl erteilt wurden. In Fällen, in denen Befehle in Ptolemäus' Namen kamen, gab es eine gängige Praxis unter Offizieren, die unter antiken militärischen Herrschern dienten. Sie wählten oft, die Boten zu eliminieren, statt den Befehl entgegenzunehmen, da dies das direkte Risiko vermied, einem königlichen Befehl zu widersprechen. Achillas befahl dann, die Offiziere zu fangen und zu töten. Die Soldaten folgten den Befehlen, erstachen sie, und dann wurden die Körper fortgeschafft. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Soldaten ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt hatten. Sie waren nicht an der kaltblütigen Ermordung interessiert, und vielleicht empfanden sie ein Gefühl des Mitgefühls, das sie davon abhielt, es zu tun. Am Ende, obwohl beide Männer schwer verletzt wurden, starb nur einer von ihnen. Der andere überlebte und erholte sich. Achillas setzte seinen Marsch auf die Stadt fort. Caesar, der erkannte, dass die Situation sehr ernst wurde, übernahm das Kommando über die Hauptstadt und begann, notwendige Vorkehrungen zu treffen, um sich dort zu verteidigen. Seine Truppenanzahl war zu klein, um die gesamte Stadt gegen die große angreifende Streitmacht zu verteidigen. Daher postierte er seine Truppen in den Palästen, der Zitadelle und anderen Teilen der Stadt, die verteidigt werden konnten.
Er blockierte alle Straßen und Wege zu diesen Orten und verstärkte die Tore. Und während er sein Bestes gab, um die begrenzten Verteidigungsmittel, die er hatte, zu nutzen, bemühte er sich auch, Hilfe von außen zu erhalten. Er entsandte Schiffe zu verschiedenen Orten, die von Alexandria aus zugänglich waren, wie Syrien, Zypern und Rhodos, wo römische Soldaten stationiert sein könnten. Sein Ziel war es, die Behörden an diesen Orten zu bitten, schnell zusätzliche Truppen zu seiner Unterstützung zu senden. Während dieser Zeit blieben Kleopatra und Ptolemäus im Palast bei Caesar. Angeblich arbeiteten sie zusammen mit ihm, um die Stadt vor Achillas zu verteidigen. Kleopatra arbeitete aufrichtig mit, aber Ptolemäus' Unterstützung war nicht sehr zuverlässig. Obwohl er vorgeben musste, auf Caesars Seite zu sein, wollte er wahrscheinlich insgeheim, dass Achillas Erfolg hatte und Caesars Pläne überwarf. Pothinus war ihnen gegenüber aktiver feindselig, obwohl er immer noch vorsichtig war. Er kommunizierte heimlich mit Achillas, teilte gelegentlich Informationen über Ereignisse und Verteidigungsvorbereitungen innerhalb der Stadt sowie Anweisungen, was zu tun sei. Er war sehr vorsichtig und klug in all seinen Handlungen, tat die ganze Zeit so, als wäre er auf Caesars Seite. Er agierte, als würde er Caesar aktiv dabei helfen, die verschiedenen Bereiche, in denen Angriffe erwartet wurden, besser zu sichern und die Pläne für die Verteidigung zu finalisieren und abzuschließen. Jedoch wurde er trotz seiner List aufgrund seiner betrügerischen Handlungen gefasst und seine Karriere endete abrupt, bevor der Hauptkonflikt ausbrach. Es gab einen Barbier in Caesars Haushalt, der aus irgendeinem Grund begann, Pothinus zu verdächtigen. Da er nicht viel anderes zu tun hatte, verbrachte der Barbier seine Zeit damit, die Handlungen des Eunuchen zu beobachten und Caesar darüber zu informieren. Caesar sagte dem Barbier, er solle weiter beobachten. Das tat er, und bald wurden seine Verdächtigungen bestätigt, als sie einen Brief abfingen, den Pothinus an Achillas geschrieben hatte, der dann Caesar vorgelegt wurde. Dies lieferte die benötigten Beweise für das, was sie als seine Schuld bezeichneten, und Caesar befahl, ihn durch Enthauptung hinrichten zu lassen. Dieses Ereignis verursachte natürlich erhebliche Unruhen im Palast, da Pothinus viele Jahre lang der dominierende Staatsminister gewesen war, der im Wesentlichen als König agierte. Seine Hinrichtung verursachte auch Angst unter vielen anderen, die, obwohl unter Caesars Kontrolle, heimlich hofften, dass Achillas Erfolg haben würde. Eine Person, die sich sehr um diese Ängste sorgte, war Ganymed. Er war der Offizier, der für Arsinoe, Kleopatras Schwester, zuständig war. Caesars Plan, Kleopatra gemeinsam mit ihrem Bruder Ptolemäus über Zypern herrschen zu lassen, trat nicht in Kraft. Nachdem Caesar seine Entscheidung getroffen hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit aller auf die Nachricht von der sich nähernden Armee und die Vorbereitungen, die für die bevorstehende Schlacht benötigt wurden. Arsinoe blieb mit ihrem Gouverneur Ganymed im Palast. Ganymed hatte sich Pothinus in seinen Intrigen angeschlossen. Als Pothinus enthauptet wurde, entschied Ganymed, dass es am sichersten sei, zu fliehen. Er beschloss, mit Arsinoe aus der Stadt zu fliehen. Es war ein gefährlicher Versuch, aber es gelang ihm. Arsinoe war begierig zu gehen, da sie alt genug war, um den starken Machtwillen zu verspüren, der anscheinend ein gemeinsames Merkmal jedes Mitglieds der ptolemäischen Familie zu sein schien. In ihrer früheren Position war sie unbedeutend und machtlos, aber an der Spitze der Armee konnte sie sich sofort in eine Königin verwandeln. Dies entfaltete sich genau so, wie sie es erwartet hatte. Achillas und seine Truppen begrüßten sie mit Jubel. Unter Ganymeds Anleitung wurde eine Entscheidung bezüglich der königlichen Nachfolge getroffen. Sie stellten fest, dass der Rest der königlichen Familie von einem ausländischen General gefangen gehalten wurde, der unerwartet die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen hatte. Diese Situation ließ die Royals außerstande, ihre Macht auszuüben. Infolgedessen beschlossen sie, dass Arsinoe die Krone übernehmen sollte. Folglich erklärten sie zur Königin. Nun war alles bereit für eine heftige Schlacht um die Krone zwischen Kleopatra, unterstützt von Caesar, und Arsinoe, unterstützt von Ganymed und Achillas. Der junge Ptolemäus blieb unterdessen ein Gefangener Caesars. Er war verwirrt von der komplizierten Situation und wusste nicht, welches Ergebnis er sich erhoffen sollte.
Es war schwer vorherzusagen, ob es für ihn besser wäre, wenn Kleopatra oder Arsinoe die Nachfolgerin würde. Kapitel 7 Der Krieg, der die größte antike Bibliothek aus Liebe zerstörte, Alexandrinischer Krieg. Der Krieg, der infolge der Intrigen und Manöver, die im letzten Kapitel beschrieben wurden, ausbrach, ist in der Geschichte Roms und Julius Caesars als der Alexandrinische Krieg bekannt. Die Ereignisse, die während seines Verlaufs und seinem Ende stattfanden, mit dem Sieg von Caesar und Kleopatra, werden in diesem Kapitel besprochen. Ursprünglich hatte Achillas einen bedeutenden Vorteil gegenüber Caesar hinsichtlich der Stärke seiner Streitkräfte. Caesar hatte tatsächlich nur eine Gruppe von 3.000 bis 4.000 Soldaten bei sich. Er hatte sie schnell versammelt und auf eine kleine Flotte von rhodischen Galeeren gesetzt, um Pompeius über das Mittelmeer zu verfolgen. Als er von Europa aus mit einer kleinen Flotte segelte, erwartete er wahrscheinlich nicht, Ägypten zu erreichen oder sich in größere militärische Operationen dort zu verwickeln. Im Gegensatz dazu befehligte Achillas eine Armee von 30.000 Soldaten. Seine Soldaten waren eine vielfältige Gruppe, aber sie waren alle erfahren und an das ägyptische Klima gewöhnt. Sie waren geschickt in den Kriegsarten, die in Ägypten gut funktionierten. Einige von ihnen waren römische Soldaten. Diese Männer waren mit der Armee von Marcus Antonius aus Syrien gekommen, als Ptolemäus Auletes, Kleopatras Vater, wieder auf den Thron gesetzt wurde. Sie blieben in Ägypten, dienten unter Ptolemäus, als Antonius nach Rom zurückkehrte. Einige waren Ägypter. In Achillas Armee waren viele entlaufene Sklaven, die von verschiedenen Orten entlang der Mittelmeerküste geflohen waren und über die Zeit der ägyptischen Armee hinzugefügt wurden. Diese Flüchtlinge waren alle sehr entschlossen und verzweifelte Männer. Achillas kommandierte auch eine Streitmacht von 2.000 Pferden. Mit einer so großen Kavallerie wurde er zum unangefochtenen Herrscher über all das offene Land außerhalb der Stadtmauern. Achillas bewegte sich langsam mit seinen Truppen vorwärts, bis er die Tore von Alexandria erreichte. Er umzingelte die Stadt von allen Seiten und schloss Caesar darin ein. Caesar befand sich in einer höchst gefährlichen Lage. Jedoch war er es gewohnt, sich aus gefährlichen Situationen zu befreien. Daher schienen weder er noch seine Armee besorgt über das Ergebnis zu sein. Caesar persönlich fühlte sich stolz und glücklich, die Herausforderungen und Risiken, die auf ihn zukamen, anzunehmen, weil Kleopatra bei ihm war. Sie sah, wie er die Situation handhabte, bewunderte seine Stärke und Tapferkeit und zeigte ihm ihre Liebe für seine Bemühungen und Opfer, die er zu ihrer Unterstützung brachte. Sie teilte ihm alle Informationen mit, während sie alle Ereignisse mit großem Interesse beobachtete. Sie war hoffnungsvoll und stolz auf die Person, die angeboten hatte, sie zu verteidigen. Kurz gesagt, sie war dankbar, bewundernd und verliebt. Diese starken Emotionen machten sie noch charmanter. Die natürliche Stärke und Lebendigkeit ihrer Persönlichkeit wurden sanfter und zurückhaltender. Ihre Stimme, die immer einen gewissen unbeschreiblichen Charme hatte, gewann durch die Kraft der Liebe an zusätzlicher Süße. Ihr Gesicht strahlte mit erneuerter Energie und Schönheit. Die Lebhaftigkeit und der Geist ihrer Persönlichkeit, die sich später zu Kühnheit und Exzentrizität entwickeln würde, wurden zu dieser Zeit durch ihre respektvolle Bewunderung für Caesar gemildert. Diese Bewunderung verlieh ihrem Charakter eine angemessene Zurückhaltung und machte sie zu einer außergewöhnlich fesselnden Begleiterin. Caesar war vollkommen von den Reizen gefangen, die sie unwissentlich zeigte. Unter anderen Umständen hätte die Zuneigung eines Militärkommandanten seine Pflichten beeinflussen können. In diesem Fall jedoch motivierte Caesars Liebe zu Kleopatra ihn, die Operationen, die er in ihrem Namen unternommen hatte, mit noch mehr Entschlossenheit und Energie durchzuführen. Das Erste, was Caesar tat, war, seine Position in der Stadt zu konzentrieren und zu stärken. Auf diese Weise konnte er sich dort gegen Achillas verteidigen, bis er zusätzliche Unterstützung von außen erhielt. Zu diesem Zweck wählte er eine spezifische Gruppe von Palästen und Zitadellen in der Nähe des Kopfes des langen Piers oder Dammes, der zur Insel Pharos führte. Dann verlegte er seine Truppen aus anderen Bereichen der Stadt
und stationierte sie dort. Das Gebiet, das er unter Kontrolle nahm, enthielt wichtige städtische Waffenarsenale und öffentliche Kornspeicher. Caesar sammelte alle Waffen und Kriegsvorräte, die er in anderen Teilen der Stadt finden konnte, sowie alle Lebensmittel und Vorräte aus öffentlichen Lagerbereichen und privaten Lagern und speicherte alles innerhalb seiner Linien. Er umgab dann das gesamte Gebiet mit starken Verteidigungen. Die zu ihm führenden Straßen wurden mit Steinmauern blockiert. Häuser in der Nähe, die einem Feind Unterschlupf hätten bieten können, wurden zerstört. Und die Materialien wurden verwendet, um dort Mauern zu bauen, wo sie benötigt wurden, oder um die Barrikaden zu verstärken. Beeindruckende Kriegsmaschinen wurden in Position gebracht, um schwere Steine, Holzbalken und andere große Geschosse zu schleudern. Öffnungen wurden in den Mauern und Verteidigungen der Zitadelle nach Bedarf geschaffen, um diesen Maschinen einen einfacheren Betrieb zu ermöglichen. Es gab eine mächtige Festung am Kopf des Piers oder Molen, die zur Insel Pharos führte. Diese Festung stand nicht unter Caesars Kontrolle und wurde weiterhin von den ägyptischen Behörden gehalten. Die Ägypter kontrollierten den Eingang zur Mole. Die Insel selbst, zusammen mit der Festung am gegenüberliegenden Ende des Piers, war ebenfalls noch unter der Kontrolle der ägyptischen Behörden. Sie schienen geneigt, sie für Achillas zu behalten. Die Mole war sehr lang, da die Insel fast 1 Meile vom Ufer entfernt war. Auf der Insel gab es neben der Festung oder Burg, die dort zum Schutz errichtet wurde, eine kleine Stadt. Die Garnison der Burg war gut befestigt und die Stadt selbst beherbergte eine robuste Bevölkerung. Diese Gemeinschaft bestand hauptsächlich aus Fischern, Seeleuten, Wrackbergern und anderen wagemutigen Typen, die oft in solchen Orten zu finden sind. Von ihren Palastfenstern aus sahen Kleopatra und Caesar die Insel mit dem hohen Leuchtturm in der Mitte und der Burg an ihrer Basis. Sie sahen auch den langen und schmalen Isthmus, der sie mit dem Festland verband. Sie erkannten, wie wichtig es war, diesen Posten zu kontrollieren, da er den Zugang zum Hafen beherrschte. Im Hafen, an der Südseite der Mole, gab es viele ägyptische Schiffe. Einige waren beschädigt und andere waren in unterschiedlichem Maße bemannt und bewaffnet. Achillas rückte von der gegenüberliegenden Seite des Hafens auf die Stadt zu. Diese Schiffe waren noch nicht von Achillas eingenommen worden, aber es war wahrscheinlich, dass er sie übernehmen würde, sobald er Zugang zu den Teilen der Stadt erhielt, die Caesar verlassen hatte. Es war entscheidend, dies zu verhindern, da Achillas Kontrolle über die Flotte erhebliche Auswirkungen haben würde. Insbesondere wenn er die Kontrolle über die Insel Pharos beibehielt, würde er effektiv allen Seezugang zur Stadt dominieren. Er könnte dann nicht nur mehr Truppen und Vorräte für sich selbst aus diesem Gebiet beschaffen, sondern auch effektiv verhindern, dass die römische Armee irgendwelche bekam. Caesar glaubte, er müsse sich vor dieser Gefahr schützen. Er erreichte sein Ziel durch eine zweigleisige Strategie. Zuerst entsandte er eine Mission, um alle Schiffe im Hafen zu zerstören. Gleichzeitig zielte er darauf ab, eine Festung auf der Insel Pharos zu erobern, die entscheidend war, um den Zugang zum Hafen zu kontrollieren. Diese Mission war sehr erfolgreich. Die Soldaten verbrannten die Schiffe, eroberten die Festung, vertrieben die ägyptischen Soldaten und ersetzten sie durch römische Soldaten. Dann kehrten sie sicher zu Caesars Linien zurück. Kleopatra beobachtete diese Aktionen von ihren Palastfenstern aus und bewunderte sehr den Mut und die Entschlossenheit ihrer römischen Beschützer. Die ägyptischen Schiffe wurden bei dieser Aktion verbrannt, was für Kleopatra und Caesar glücklich war. Es führte jedoch zu einer Katastrophe, die seitdem von der gesamten zivilisierten Welt betrauert wird. Einige der brennenden Schiffe wurden vom Wind ans Ufer getrieben, was dazu führte, dass sie die nahegelegenen Gebäude in Brand setzten. Das Feuer breitete sich aus und verursachte ein großes Feuer, das den größten Teil der Bibliothek zerstörte. Diese Bibliothek war die einzige Sammlung antiker Schriften, die jemals gemacht worden war, und sie wurde nie ersetzt. Die Zerstörung der ägyptischen Flotte führte auch zum Niedergang und Ruin von Achillas. Seit Arsinoe im Lager ankam, gab es ständige Rivalität und Eifersucht zwischen ihm und Ganymedes, dem Eunuchen, der mit Arsinoe floh. Das Heer teilte sich in 2 Gruppen, einige unterstützten Achillas und andere Ganymedes. Arsinoe unterstützte die Interessen von Ganymedes.
Nachdem die Flotte verbrannt wurde, beschuldigte sie Achillas, durch seine Nachlässigkeit oder Inkompetenz für den Verlust verantwortlich zu sein. Achillas wurde vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und hingerichtet. Ganymedes übernahm dann die Verwaltung der Regierung von Arsinoe als ihr Staatsminister und Oberbefehlshaber ihrer Armeen. Während dieser Zeit zog die ägyptische Armee in die Gebiete der Stadt ein, die Caesar verlassen hatte. Dies verursachte Panik und Verwirrung, wie es immer der Fall ist, wenn es zu einer plötzlichen und kraftvollen Änderung der militärischen Kontrolle innerhalb einer Stadt kommt. Ganymedes Truppen umzingelten Caesars Zitadellen und Befestigungen und schlossen ihn ein. Sie blockierten alle Landrouten zu Caesars Linien und begannen, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Sie bauten Waffen, um die Mauern niederzureißen, und richteten überall in der Stadt Werkstätten und Schmieden ein, um Pfeile, Speere und andere militärische Ausrüstungen herzustellen. Er baute hohe Türme auf großen Rädern, in die bewaffnete Soldaten eingefüllt werden sollten. Diese Türme würden dann in Richtung der Mauern der Zitadellen und Paläste bewegt, sodass seine Truppen von einer höheren Position aus angreifen konnten. Er sammelte Geld von wohlhabenden Bürgern und rekrutierte Arbeiter und bewaffnete Personen mit Gewalt. Er schickte Boten durch das Land, um die Menschen zu versammeln und um finanzielle Unterstützung und militärische Lieferungen zu bitten. Die Boten wurden angewiesen, eine entscheidende Nachricht an das Volk zu übermitteln. Sie sollten warnen, dass, wenn Caesar und seine Armee nicht schnell aus Alexandria vertrieben würden, Ägypten die ernsthafte Gefahr drohe, seine nationale Unabhängigkeit für immer zu verlieren. Es wird gesagt, dass die Römer ihre Eroberungen fast auf die ganze Welt ausgedehnt hatten. Sie hatten zuvor eine Armee nach Ägypten entsandt, angeführt von Mark Anton, mit dem Anspruch, Ptolemäus Auletes wieder auf den Thron zu setzen. Nun war ein anderer Kommandant mit einer anderen Streitmacht angekommen, der andere Gründe für sein Eingreifen in ihre Angelegenheiten lieferte. Die Boten sollten kommunizieren, dass diese römischen Invasionen dazu führen könnten, dass Ägypten vollständig von einer fremden Macht dominiert würde. Um dies zu verhindern, sollten sie das Volk des Landes auffordern, sich zu vereinen, der Bedrohung mutig zu begegnen und die Eindringlinge zu vertreiben. Caesar kontrollierte die Insel Pharos und den Hafen. Daher konnte Ganymedes ihm nicht verhindern, mehr Soldaten und Waffen aus Übersee zu bekommen. Ganymedes konnte auch Caesars Nahrungsversorgung nicht einschränken, denn Caesar hatte viel Mais in den Kornspeichern und Lagern in seinem Teil der Stadt gelagert. Es gab noch eine letzte Sache, die die belagerte Armee zum Überleben benötigte, und das war viel Wasser. Caesars Paläste und Zitadellen wurden durch viele unterirdische Aquädukte mit Wasser versorgt. Diese Aquädukte leiteten Wasser vom Nil in große unterirdische Zisternen. Von dort wurde das Wasser mittels Eimern und hydraulischen Motoren für die Armee nach oben befördert. Als er diese Situation betrachtete, kam Ganymedes auf die Idee, heimlich einen Kanal zu graben, um das Meerwasser in die Aquädukte umzuleiten. Er führte diesen Plan erfolgreich aus, was zu einer allmählichen Veränderung des Wassers in den Zisternen führte. Anfangs wurde es leicht salzig, dann zunehmend salziger und bitterer, bis es schließlich völlig unbrauchbar wurde. Eine Weile verstanden die Soldaten innerhalb der Armee diese Veränderungen nicht. Als sie schließlich den Grund erkannten, waren sie entsetzt über die Vorstellung, dass sie nun völlig wehrlos gegen ihre Feinde waren. Ohne Wasser würden sie alle sterben. Sie glaubten, es sei sinnlos, weiter Widerstand zu leisten, und baten Caesar, die Stadt zu verlassen, auf seine Schiffe zu steigen und wegzusegeln. Statt dies zu tun, ordnete Caesar jedoch an, alle anderen Operationen zu stoppen. Er setzte alle Arbeiter unter seinem Kommando ein, angeleitet von den Kapitänen jeder Kompanie, um Brunnen in seinem zugewiesenen Bereich der Stadt zu graben. Laut ihm wird typischerweise frisches Wasser in moderater Tiefe nahe dem Meer gefunden, selbst in Gebieten, die sehr nahe an der Küste liegen. Die Grabungen waren erfolgreich und es wurde viel frisches Wasser gefunden. Diese Gefahr wurde überwunden und die Ängste der Männer wurden gelindert. Kurz nach diesen Ereignissen betrat ein kleines Boot von der Westküste den Hafen. Es brachte Nachrichten, dass eine Flotte von Schiffen sich Alexandria genähert hatte, aber aufgrund starker Ostwinde die Stadt nicht erreichen konnte.
Diese Staffel war mit Waffen, Munition und militärischen Vorräten für Caesar ins Mittelmeer gesandt worden. Caesar hatte diese Vorräte angefordert, sobald er gelandet war. Die Schiffe waren wegen des Windes an der Küste festgekommen und gingen dem Wasser aus. Sie befanden sich in Schwierigkeiten, daher schickten sie ein kleines, von Rudern angetriebenes Boot, um Caesar über ihre Situation zu informieren und um Hilfe zu bitten. Caesar ging schnell an Bord eines seiner Schiffe und segelte mit dem Rest seiner Flotte aus dem Hafen heraus. Dann fuhr er entlang der Küste nach Westen zur Position, wo die Transporte stationiert waren. All dies wurde geheim durchgeführt. Das Land nahe Alexandria ist sehr flach und nahe am Wasser, so dass Boote und Schiffe verschwinden, wenn sie nicht weit vom Ufer entfernt sind. Reisende haben die Illusion beschrieben, vom Meer auf das Land abzusteigen, wegen der runden Form der Wasseroberfläche und der Flachheit der Küste. Caesar hätte seine Reise leicht geheim halten können, wenn er nicht gezwungen gewesen wäre, in einem abgelegenen Gebiet entlang der Küste weit weg von Alexandria anzuhalten, um Wasser für die Schiffe zu holen. Er sandte dann eine Gruppe aus, um in der nahen Umgebung Wasser zu suchen. Diese Gruppe wurde von den Landbewohnern entdeckt und von einer Gruppe von Reitern gestoppt, die sie gefangen nahmen. Die Ägypter erfuhren von diesen Gefangenen, dass Caesar selbst mit einer kleinen Flotte von Schiffen an der Küste war. Die Nachricht verbreitete sich schnell in alle Richtungen und Menschen versammelten sich aus der ganzen Umgebung. Sie sammelten schnell alle verfügbaren Boote und Schiffe aus den nahen Dörfern und verschiedenen Teilen des Nils. Unterdessen hatte Caesar die festgelegte Position für die Flotte erreicht und begonnen, die Transporte zur Stadt zu schleppen. Die Galeeren, die von Rudern angetrieben wurden, waren nicht vom Wind abhängig. Als er zurückkam, entdeckte er eine bedeutende Seemacht, die bereit war, ihren Durchgang zu fordern. Es kam zu einem großen Kampf und Caesar gewann. Die schnell zusammengestellte ägyptische Marine wurde schnell zerstört. Einige Schiffe wurden verbrannt, einige versenkt und einige gefangen genommen. Caesar kehrte mit seinen Schiffen und Vorräten stolz zum Hafen zurück. Er wurde mit Jubel von seinen Soldaten empfangen und noch enthusiastischer von Kleopatra, die ängstlich auf Nachrichten von der Expedition gewartet hatte. Sie wusste, dass er sich in große persönliche Gefahr begeben hatte. Daher war sie erfüllt von Freude und Dankbarkeit, ihn sicher zurückkehren zu sehen. Die ankommenden zusätzlichen Soldaten halfen Caesar sehr, und Ganymedes erkannte, dass er den Hafen kontrollieren musste, um Caesar zu kontrollieren. Er beschloss schnell, eine Marine aufzubauen. Er sandte eine Nachricht entlang der Küste und befahl allen Häfen, jegliche Schiffe, die sie hatten, sofort nach Alexandria zu senden. Er stellte auch so viele Menschen wie möglich in der Stadt ein, um mehr Schiffe zu bauen. Er nahm sogar die Dächer einiger der schönsten Gebäude ab, um Holz für die Herstellung von Bänken und Rudern zu gewinnen. Als alles vorbereitet war, startete er einen großen Angriff auf Caesar am Hafen, was zu einer heftigen Schlacht um die Kontrolle des Hafens, der Mole, der Insel und der Zitadellen und Festungen führte, die die Seeeingänge bewachten. Caesar verstand, dass diese Schlacht den Ausgang des Krieges bestimmen würde, also beteiligte er sich am Kampf. Er empfand auch ein starkes Gefühl von Stolz und Freude, seine Fähigkeiten Kleopatra zu demonstrieren. Sie konnte die Schlacht aus den Palastfenstern sehen und war sowohl von den Risiken, die er einging, als auch von seinen Demonstrationen der Stärke und Tapferkeit beeindruckt. Während dieser Schlacht war das Leben des großen Eroberers viele Male in Gefahr. Er trug einen purpurnen Mantel, der ihn zu einem leichten Ziel für seine Feinde machte. Wo immer er also hinging, dort war der Kampf am heftigsten. Einmal, mitten in einer chaotischen und lauten Szene, sprang er von einem überfüllten Boot ins Wasser und schwamm, um sein Leben zu retten. Er hielt seinen Mantel im Mund und zog ihn durch das Wasser hinter sich her, damit seine Feinde ihn nicht ergreifen konnten. Während des Schwimmens hielt er wertvolle Papiere über seinem Kopf mit einer Hand und benutzte die andere Hand, um sich durch das Wasser zu treiben. Das Ergebnis dieses Wettkampfs war ein weiterer klarer Sieg für Caesar. Nicht nur besiegte und zerstörte Caesar die Schiffe, die die Ägypter gesammelt hatten, sondern er erlangte auch die Kontrolle über die Mole, die Festungen an jedem Ende davon, die Insel, den Leuchtturm
und die Stadt Pharos. Die Ägypter begannen, die Hoffnung zu verlieren. Das Heer und das Volk, wie alle anderen, beurteilten ihre militärischen Führer nur nach ihrem Erfolg. Sie waren es leid, von Ganymedes und Arsinoe regiert zu werden. Sie sandten heimliche Boten an Caesar, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken, und schlugen vor, dass, wenn er Ptolemäus freiließe, der als eine Art Gefangener in Caesars Palästen gehalten wurde, das Volk ihn als ihren Herrscher akzeptieren würde. Sie glaubten, dass dies den Weg für eine friedliche Lösung des gesamten Streits ebnen würde. Caesar war sehr geneigt, diesem Vorschlag zuzustimmen. Er rief dann Ptolemäus zu sich und informierte ihn mit einer freundlichen Geste über die Wünsche des ägyptischen Volkes und erlaubte ihm zu gehen. Doch Ptolemäus bat darum, nicht weggeschickt zu werden. Er drückte seine tiefe Loyalität zu Caesar und sein vollständiges Vertrauen in ihn aus und zog es vor, unter seiner Obhut zu bleiben. Caesar sagte: Wenn wir uns unter guten Bedingungen trennen, werden wir uns bald wiedersehen. Mit diesen und ähnlichen Zusicherungen versuchte er, den jungen Prinzen zu ermutigen, und dann schickte er ihn fort. Ptolemäus wurde von den Ägyptern mit großer Freude empfangen und sofort mit der Führung der Regierung betraut. Statt jedoch den Konflikt mit Caesar zu lösen, schien er sich nun selbst mit großer Begeisterung aktiv daran zu beteiligen. Er begann sofort mit umfangreichen Vorbereitungen, sowohl zu Lande als auch zur See, um den Krieg energisch weiterzuführen. Das Ergebnis dieser Handlungen kann nicht mehr bekannt sein, denn bald darauf änderte sich alles. Ein neues und bedeutendes Ereignis trat ein und verschob den Fokus aller auf den östlichen Teil des Königreichs. Nachrichten erreichten, dass eine große Armee, angeführt von General Mithradates, den Caesar zu diesem Zweck nach Asien gesandt hatte, unerwartet Pelusium erreicht hatte. Sie hatten die Stadt erobert und waren nun bereit, nach Alexandria vorzurücken. Die ägyptische Armee baute schnell ihre Lager in der Nähe von Alexandria ab und marschierte nach Osten, um die neuen Eindringlinge zu konfrontieren. Caesar verfolgte sie mit so vielen Kräften, wie er sicher aus der Stadt abziehen konnte. Er verließ heimlich nachts die Stadt und reiste schnell durch das Land, um sich Mithradates anzuschließen, und kam vor den Truppen des Ptolemäus an. Nach mehreren Märschen und Bewegungen trafen die Armeen aufeinander, was zu einer großen Schlacht führte. Die Ägypter wurden geschlagen. Das Lager des Ptolemäus wurde erobert. Als die römische Armee von einer Seite einstürmte, flohen Ptolemäus Wachen und Diener in Panik und Chaos. Sie kletterten über die Wallanlagen. Die erste Person fiel in den Graben darunter, der schnell mit Toten und Sterbenden gefüllt war. Die Menschen, die nach ihnen kamen, überquerten die Brücke, die von den Körpern gebildet wurde, und traten auf ihre Kameraden, die noch lebten und schmerzten, als sie flohen. Diejenigen, die entkommen konnten, erreichten den Fluss. Sie versammelten sich in einem Boot, das am Ufer lag, und setzten vom Ufer ab. Das Boot trug zu viele Menschen, daher sank es kurz, nachdem es das Land verlassen hatte. Die Römer zogen die Körper, die an das Ufer trieben, zurück auf das Ufer. Unter ihnen fanden sie einen Körper, der die königliche Kürass trug, das traditionelle Emblem, und die Rüstung der ägyptischen Könige. Sie erkannten, dass es der Körper von Ptolemäus war. Caesars Sieg in der Schlacht und der Tod des Ptolemäus beendeten den Krieg. Alles, was übrig blieb, war, dass Caesar die vereinigten Kräfte zurück nach Alexandria führte. Die ägyptischen Kräfte in der Stadt leisteten keinen Widerstand, und er zog triumphierend ein. Er gefangene Arsinoe. Er befahl Kleopatra, Königin zu werden und ihren jüngeren Bruder, den anderen Ptolemäus, zu heiraten, der zu dieser Zeit etwa 11 Jahre alt war. Eine solche Heirat mit jemandem so Jungen war nur eine Zeremonie. Kleopatra blieb weiterhin Caesars Gefährtin. Caesar erhielt jedoch Kritik, weil er seine Verantwortlichkeiten als römischer Konsul und Oberbefehlshaber der Armeen des Imperiums vernachlässigte. Die Menschen meinten, er sollte sich nicht in die Konflikte eines fernen und unverbundenen Königreichs einmischen, das keinen bedeutenden Einfluss auf das römische Gemeinwesen hatte. Seine Freunde und die Behörden in Rom forderten ihn ständig auf, zurückzukommen. Sie waren besonders verärgert darüber, dass er seine Pflichten vernachlässigte, weil er in Ägypten Beai der Königin war, obwohl er sich um den Staat kümmern sollte. Dies bereitete auch seiner Frau Calpurnia und seiner Familie in Rom viel Schmerz.
Aber Caesar war so von Kleopatras Schönheit und der seltsamen Macht, die sie über ihn hatte, gefangen, dass er auf keine dieser Beschwerden hörte. Selbst nach dem Ende des Krieges blieb er mehrere Monate in Ägypten, um bei seiner Lieblingsgefährtin zu sein. Sie verbrachten ganze Nächte zusammen, feierten und zelebrierten. Nach dem Krieg unternahm er mit ihr eine prächtige Reise durch Ägypten, begleitet von einem großen Gefolge römischer Wachen. Er entwarf einen Plan, sie nach Rom zu bringen und dort zu heiraten, und er unternahm Schritte, um die Gesetze der Stadt zu ändern, um dies möglich zu machen, obwohl er bereits verheiratet war. Viele von Julius Caesars Freunden und Soldaten in der römischen Armee wurden wegen bestimmter Ereignisse und Entscheidungen unglücklich und desillusioniert. Die Menschen in Ägypten kritisierten auch Kleopatra stark für ihre Handlungen. Zu dieser Zeit hatte Kleopatra einen Sohn, und die Menschen von Alexandria nannten ihn Caesarion, nach seinem Vater Caesar. Anstatt jedoch unterstützend oder empathisch gegenüber Kleopatra in ihrer neuen Rolle als Mutter zu sein, urteilten und verurteilten die Menschen sie. Kleopatra wuchs in dieser Zeit weiterhin in Talent und Schönheit. Ihre einst charmante und unschuldige Lebendigkeit und ihr Geist begannen jedoch entschiedener und kühner zu werden. Es liegt in der Natur der wahren und rechtmäßigen Liebe, das Herz zu erweichen und zu beruhigen und einen sanften und ruhigen Geist in all ihren Handlungen zu verankern. Andererseits neigt Liebe, die von Gott und der Natur gesetzten Grenzen missachtet. Dazu, Frauen maskuliner und selbstbewusster zu machen, ihre Emotionen zu betäuben und das sanfte und schüchterne Wesen zu erodieren, das ihre Attraktivität steigert. Kleopatra begann, diese Effekte zu spüren. Es war ihr gleichgültig, was ihre Untertanen dachten, und sie wollte nur ihre schuldbewusste Dominanz über Caesar so lange wie möglich aufrechterhalten. Schließlich entschied sich Caesar jedoch, in die Hauptstadt zurückzukehren. Er ließ Kleopatra mit genügend Macht zurück, um ihre Stellung zu halten, bestieg seine Schiffe und segelte davon. Er brachte die unglückliche Arsinoe mit sich, in der Absicht, sie als Symbol seiner Siege in Ägypten zu präsentieren, als er Rom erreichte. Kapitel 8 – Der Fall eines Königs, der Aufstieg einer Königin. Der Krieg, durch den Caesar Kleopatra wieder auf den Thron setzte, war nicht von sehr langer Dauer. Caesar kam Anfang August nach Ägypten, um Pompeius zu finden. Der Krieg endete und Kleopatra war Ende Januar sicher etabliert. Der Konflikt war also, obwohl intensiv, sehr kurz. Er störte nur für einige Monate die friedlichen und kommerziellen Aktivitäten der Alexandriner. Der Krieg und seine Folgen reichten nicht weit ins Innere des Landes. Die Stadt Alexandria und die nahegelegenen Küsten waren die Hauptgebiete des Konflikts, bis Mithradates Pelusium erreichte. Er marschierte durch das Delta und die letzte Schlacht fand im Landesinneren statt. Jedoch war nur ein kleiner Teil Ägyptens direkt vom Krieg betroffen. Die Mehrheit der Menschen, die in den fruchtbaren Ländern nahe dem Nil und im langen Tal, das tief in den Kontinent reichte, lebten, waren sich des Konflikts nur durch vage und entfernte Gerüchte bewusst. Die Bauern setzten ihre Arbeit ohne Unterbrechung fort, und alles lief gut. Als der Konflikt schließlich endete und Kleopatra friedlich die Kontrolle übernahm, stellte sie fest, dass die Ressourcen ihres Reiches kaum betroffen waren. Sie nutzte die reichlichen Einnahmen, um ein Leben in Luxus, Pracht und Glanz zu führen. Die Schäden an den Palästen und anderen öffentlichen Gebäuden in Alexandria, die durch das Feuer und die Belagerung verursacht wurden, wurden repariert. Die zerbrochenen Brücken wurden instand gesetzt. Die blockierten Kanäle wurden wieder geöffnet. Das Eindringen von Meerwasser in die Zisternen des Palastes wurde gestoppt. Die Trümmer von abgerissenen Häusern wurden beseitigt. Die Barrikaden wurden von den Straßen entfernt. Die Schäden an den Palästen, die durch militärische Ausrüstung oder die Besetzung der römischen Soldaten verursacht wurden, wurden behoben. Kurz gesagt, die Stadt wurde so schnell wie möglich in ihre vorherige Ordnung und Schönheit zurückversetzt. Die verbrannten Manuskripte der Alexandrinischen Bibliothek, insgesamt 500.000, konnten nicht wieder beschafft werden. Jedoch erlangte die Stadt in jeder anderen Hinsicht bald wieder ihren früheren Glanz. Kleopatra versuchte sogar, den Verlust der Bibliothek wettzumachen.
Sie ließ die zerstörten Gebäude reparieren. Später in ihrem Leben sammelte sie etwa 100.000 oder 200.000 Rollen Manuskripte, um eine neue Sammlung zu beginnen. Die neue Bibliothek wurde jedoch nie so berühmt und angesehen wie die alte. Die früheren Herrscher Ägyptens, die Vorfahren Kleopatras, nutzten die enormen Einnahmen, die sie von den Bauern im Niltal erhielten, normalerweise für ehrgeizige Zwecke, wie bereits erklärt. Kleopatra schien nun geneigt, sie für den Genuss von Luxus zu verwenden. Die Ptolemäer nutzten ihre Ressourcen, um große Strukturen zu bauen und beeindruckende Institutionen in Alexandria zu etablieren. Dies wurde getan, um die Stadt glorreicher zu machen und ihren Ruf zu erhöhen. Kleopatra jedoch, wie von einer jungen, schönen und impulsiven Frau, die sich plötzlich in einer herausragenden Position mit immensem Reichtum und Macht wiederfand, zu erwarten war, gab ihre königlichen Mittel für persönliche Extravaganz und üppige Partys aus. Sie schmückte ihre Paläste, baute schöne Boote für vergnügliche Fahrten auf dem Nil und gab große Summen Geld für Kleidung, Kutschen und extravagante Partys aus. Ihre Ausgaben für diese und ähnliche Dinge zu Beginn ihrer Herrschaft waren so übermäßig, dass sie als über jedes bisherige oder nachfolgende Maß an Luxus, persönlicher Darstellung und Pracht hinausgehend betrachtet wurde. Jegliche Einfachheit des Charakters und Güte, die sie in ihren früheren Jahren vielleicht besessen hatte, ließ natürlich über die Zeit nach, beeinflusst durch das Leben, das sie nun führte. Sie war immer noch schön und faszinierend, aber sie begann, selbstsüchtig, herzlos und hinterlistig zu werden. Ihr kleiner Bruder, der erst 11 Jahre alt war, als Caesar ihre Heirat arrangierte, wurde eine Quelle der Eifersucht für sie. Er war zu jung, um irgendeinen wirklichen Anteil an der Herrschaft oder an der Beeinflussung der Entscheidungen und Freuden seiner Schwester zu haben. Aber er wurde älter. In einigen Jahren, wenn er 15 Jahre alt werden würde, sollte er König werden und Kleopatra heiraten, gemäß den Plänen Caesars und den Gesetzen Ägyptens. Kleopatra widersetzte sich stark der Veränderung ihrer Beziehung zu ihm und der Regierung. Kurz bevor es dazu kommen sollte, sorgte sie dafür, dass er vergiftet wurde. Sein Tod befreite sie von allen Einschränkungen, ganz wie sie es gewünscht hatte. Von diesem Zeitpunkt an herrschte sie unabhängig. Während des Rests ihres Lebens erfuhr Kleopatra kontinuierlichen Erfolg in Bezug auf Reichtum, Macht und andere äußere Aspekte des Wohlstands. Sie hatte keine moralischen oder ethischen Bedenken, die sie davon abhalten würden, ihren Begierden voll und frei nachzugehen. Zudem verfügte sie über reichliche Ressourcen, um diese Begierden zu befriedigen. Das Einzige, was sie davon abhielt, glücklich zu sein, war, dass sie ihre Wünsche und Emotionen nicht befriedigen konnte, wenn diese über die von Gott und der Natur gesetzten Grenzen hinausgingen. Während Kleopatra ihre opulenten und großartigen frühen Jahre als Herrscherin genoss, erweiterte Caesar aktiv und erfolgreich sein Imperium durch Eroberungen. Nach dem Tod Pompeius hätte er natürlich sofort die oberste Macht übernommen. Jedoch ermutigte und stärkte sein verlängerter Aufenthalt in Ägypten und seine bekannte Verbindung mit Kleopatra seine Feinde in verschiedenen Regionen der Welt. Ein Aufstand in Kleinasien, den er schnell unterdrücken musste, war der Hauptgrund für seine Abreise aus Ägypten. Weitere Strategien, um Caesars Autorität entgegenzuwirken, wurden in Spanien, Afrika und Italien entwickelt. Seine militärische Geschicklichkeit und Energie waren sehr beeindruckend. Seine bloße Anwesenheit hatte einen großen Einfluss auf die Menschen. Zudem war es erstaunlich, wie schnell er zwischen Kontinenten und Königreichen wechselte. Kurz nach seiner Abreise aus Ägypten hatte er erfolgreiche Feldzüge auf allen 3 bekannten Kontinenten durchgeführt. Er beseitigte wirksam jeglichen Widerstand gegen seine Macht und kehrte als unangefochtener Herrscher der Welt nach Rom zurück. Kleopatra, die seine Karriere mit Stolz und Freude verfolgt hatte, beschloss schließlich, ihn in Rom zu besuchen. Die Römer jedoch waren ihr gegenüber nicht sehr gastfreundlich. Dies war eine Zeit, in der alle Arten von Lastern toleriert wurden, aber die moralischen Instinkte der Menschen konnten immer noch ihre Bosheit durchschauen. Arsinoe war auch zu dieser Zeit in Rom, als Caesar dort war. Er hatte sie nach seiner Rückkehr aus Ägypten als Gefangene und als Symbol seines Sieges nach Rom gebracht.
Er beabsichtigte, sie als Gefangene zu halten, um sie bei seinem Triumphzug zur Schau zu stellen. Ein Triumph, wie er von den alten Römern praktiziert wurde, war eine große Feier, die vom Senat den führenden Militärkommandanten nach ihrer Rückkehr von entfernten Feldzügen verliehen wurde, bei denen sie bemerkenswerte Eroberungen oder außergewöhnliche Siege errungen hatten. Caesar vereinte all seine Siege in einem. Sie wurden gefeiert, als er nach dem erfolgreichen Erobern der Welt zum letzten Mal nach Rom zurückkehrte. Die Umzüge dieses Sieges dauerten 4 Tage. Es gab 4 separate Siege, an jedem der 4 Tage einer. Die Ovationen feierten die Kriege und Eroberungen in Gallien, Ägypten, Asien und Afrika. Die Prozessionen umfassten Gefangene, Trophäen, Waffen, Banner, Bilder, Abbildungen, Wagen voller Beute, gefangene Prinzen und Prinzessinnen, wilde und zahme Tiere und alles andere, was der Eroberer von seinen Feldzügen mit nach Hause brachte. Diese Schauspiele sollten die Neugier und Bewunderung der Stadtbewohner wecken und die Größe der Errungenschaften des Eroberers hervorheben. Sicherlich wollten die römischen Generäle, die in fernen Kriegen verwickelt waren, bemerkenswerte Gefangene und wertvolle Beute vom Feind mitbringen. Sie zielten darauf ab, die Vielfalt und Pracht ihrer Triumphzüge zu erhöhen, die ihre Siege bei der Rückkehr nach Hause feierten. Caesar brachte zum Beispiel Arsinoe aus Ägypten mit und hielt sie in Rom gefangen, bis er seine Eroberungen abgeschlossen hatte und die Zeit für seinen Triumph gekommen war. Sie war natürlich Teil des siegreichen Umzugs am Tag der Eroberung Ägyptens. Sie ging direkt vor dem Streitwagen, in dem Caesar fuhr. Sie war in Ketten, genau wie jeder andere Gefangene, obwohl ihre Ketten als Zeichen ihres hohen Status aus Gold gefertigt waren. Die Wirkung auf das römische Volk, die traurige und gequälte Prinzessin zu sehen, die langsam unter den Symbolen und Beutestücken von Gewalt und Plünderung dahinschritt, war nicht gut für Caesar. Die Menschen hatten Mitleid mit ihr und sympathisierten mit ihrem Leiden. Ihr Kummer erinnerte sie an Caesars Vernachlässigung seiner Pflichten als römischer Minister, indem er so lange mit Kleopatra in Ägypten geblieben war. Kurz gesagt, die Bewunderung für Caesars militärische Leistungen, die bisher stark zu seinen Gunsten ausgefallen war, schien sich zu verschieben, und die Stadt war selbst während seiner Triumphe voller Beschwerden gegen ihn. Caesars Stolz und sein Verlangen nach Ruhm veranlassten ihn, seine Triumphe eindrucksvoller gestalten zu wollen als jeder Eroberer vor ihm. Dies hatte jedoch den gegenteiligen Effekt von dem, was er beabsichtigt hatte. Die Geschichte von Arsinoe ist ein gutes Beispiel dafür. Anstatt die Menschen mit seinen Errungenschaften in Ägypten zu beeindrucken, wie etwa das Entfernen einer Königin von der Macht und ihre Rückführung als Gefangene nach Rom, nur um sie durch eine andere Königin zu ersetzen, sah er sich Kritik und Vorwürfen für seine Handlungen dort ausgesetzt. Wäre da nicht der traurige Anblick von Arsinoe in der Gruppe gewesen, hätten die Menschen vielleicht darüber hinwegsehen können. Es gab andere ähnliche Beispiele wie die Festmahle. Caesar gab riesige Summen Geld für Feste und Spektakel aus, um seinen Triumph zu feiern, indem er die Beute nutzte, die er aus seinen Feldzügen erlangt hatte. Während viele Menschen mit den extravaganten Darbietungen zufrieden waren, waren die meisten Römer verärgert über die Verschwendung und Extravaganz, die überall offensichtlich war. Mehrere Tage lang war Rom von Ausschreitungen und wilden Partys erfüllt. Die Menschen, statt mit diesem Überfluss glücklich zu sein, glaubten, dass Caesar eine riesige Menge Geld erpresst haben musste, um sich ein solch verschwenderisches und kostspieliges Verhalten leisten zu können. Es gab auch eine andere Art, wie Caesar die Menschen dazu brachte, ihn stark abzulehnen, indem er dieselben Methoden anwendete, die er benutzte, um sie für sich zu gewinnen. Die Römer genossen es, verschiedenen Arten von Kämpfen in der Stadt zuzusehen. Diese Kämpfe umfassten Gefechte zwischen wilden Tieren, wie Hunde gegeneinander oder Stiere, Löwen oder Tiger. Viele Tiere wurden zu diesem Zweck eingesetzt. Sie wurden absichtlich wütend und aggressiv gemacht, um zu kämpfen. Gelegentlich wurden auch Männer, die im Krieg gefangen genommen und als Gladiatoren nach Rom gebracht wurden, in diesen Kämpfen eingesetzt. Diese Männer wurden gezwungen, gegen wilde Tiere oder gegeneinander in den Amphitheatern zu kämpfen. Caesar, der wusste, dass die römischen Versammlungen solche Szenen liebten, entschied sich, ihnen das Erlebnis in großem Maßstab zu bieten.
Er glaubte, dass je größer und intensiver der Kampf, desto mehr Vergnügen würden die Zuschauer beim Zusehen haben. Als Teil seiner Vorbereitungen für die Feierlichkeiten seines Sieges ließ er einen großen, künstlichen See in der Nähe von Rom anlegen. Dieser See war dazu bestimmt, von den Bürgern der Stadt umgeben zu sein, und dort organisierte er eine Seeschlacht. Viele Kriegsschiffe, von der typischen Größe, die im Krieg verwendet wird, wurden in den See gebracht. Diese Schiffe hatten viele Soldaten an Bord. Tyrische Gefangene wurden auf der einen Seite platziert und ägyptische Gefangene auf der anderen. Als alles vorbereitet war, wurden die beiden Gruppen von Schiffen angewiesen, sich zu nähern und eine echte Schlacht zu beginnen, die dazu bestimmt war, die großen Menschenmengen zu unterhalten, die sich versammelt hatten. Da die Nationen, aus denen die Kämpfer in diesem Konflikt kamen, Feinde waren und die Männer um ihr Leben kämpften, war die Schlacht mit den üblichen Schrecken eines verzweifelten Seegefechts gefüllt. Viele Menschen wurden getötet. Die Körper der Kämpfer fielen von den Schiffen in den See, und das Wasser färbte sich rot mit ihrem Blut. Es gab auch groß angelegte Landkämpfe. In einer dieser Schlachten gab es 500 Fußsoldaten, 20 Elefanten und eine Truppe von 30 Pferden auf jeder Seite. Diese Schlacht hatte mehr Kämpfer als die berühmte Schlacht von Lexington, die den amerikanischen Krieg begann, und die Zahl der Opfer war wahrscheinlich 10-mal höher. Die Szenen waren so erschreckend, dass selbst die wilde und erbarmungslose Bevölkerung, die davon unterhalten werden sollte, sie überwältigend fand. Caesar, in seinem Eifer, frühere Ausstellungen und Shows zu übertreffen, ging über das hinaus, was als genießbar und unterhaltsam angesehen werden würde. Männer, die in blutigen Kämpfen getötet wurden und in Schmerz und Verzweiflung starben. Die Menschen waren schockiert. Sie verurteilten Caesars Grausamkeit zusammen mit anderen Vorwürfen und Anschuldigungen, die unterdrückt wurden. Kleopatra lebte offen mit Caesar in seiner Residenz während ihres Besuchs in Rom, und das missfiel vielen Menschen sehr. Während die Menschen Mitleid mit Arsinoe hatten, war Kleopatra trotz ihrer Schönheit, Erfolge und Reize beim Publikum nicht beliebt. Die Öffentlichkeit konzentrierte sich mehr auf die politischen Handlungen Caesars und seine Ziele. Viele Menschen beschuldigten ihn, König werden zu wollen. Gruppen unterstützten und widersetzten ihm. Obwohl die Menschen Angst hatten zu sagen, was sie dachten, wurden ihre Emotionen stärker, da sie gezwungen waren, sie zu verbergen. Mark Antony war zu dieser Zeit in Rom. Er unterstützte die Sache Caesars stark und ermutigte seinen Plan, König zu werden. Er bot einmal an, Caesar während einer öffentlichen Veranstaltung eine königliche Krone aufzusetzen. Die negative Reaktion der Öffentlichkeit ließ ihn jedoch innehalten. Schließlich beschloss Caesar, sich selbst zum König zu erklären. Er sah eine Gelegenheit im aktuellen Zustand der öffentlichen Angelegenheiten, die hier nicht im Detail erklärt werden kann, aber scheinbar zu seinen Gunsten war. Pläne wurden gemacht, damit der Senat ihm die königliche Macht verlieh. Das Gemurmel und die Unzufriedenheit der Menschen über die Anzeichen, dass ihre Ängste Wirklichkeit wurden immer lauter, und schließlich wurde ein Komplott geschmiedet, um die Gefahr durch die Tötung der machthungrigen Person zu stoppen. 2 ernste und entschlossene Männer, Brutus und Cassius, waren die Anführer dieses Komplotts. Sie finalisierten ihre Pläne, versammelten ihre Gruppe von Verbündeten, beschafften heimlich Waffen und näherten sich furchtlos Caesar, als der Senat tagte und Caesar selbst den Vorsitz hatte, und töteten ihn mit ihren Dolchen. Antonius, der keine Ahnung von den Plänen der Verschwörer hatte, stand dort in Schock und Unglauben, während sie ihre Tat ausführten. Jedoch war er völlig machtlos, um seinem Freund zu helfen. Kleopatra floh schnell aus der Stadt und kehrte nach Ägypten zurück. Arsinoe war vorher gegangen. Caesar, entweder weil er Mitleid mit ihrem Unglück hatte oder vielleicht durch die öffentliche Meinung beeinflusst, die anscheinend auf ihrer Seite gegen ihn war, entließ sie gleich nach seinen Triumphfeiern. Allerdings erlaubte er ihr nicht, nach Ägypten zurückzukehren, vielleicht weil er fürchtete, sie könnte irgendwie Kleopatras Regierung stören. Sie ging als Exilantin nach Syrien, nicht länger eine Gefangene. Später werden wir erfahren, was dort mit ihr geschah. Calpurnia trauerte aufrichtig und echt um den Tod ihres Mannes. Sie ertrug die schlechte Behandlung, die sie als Ehefrau erfuhr, geduldig und ohne Beschwerde,
und liebte ihren Mann bis zum Ende mit unerschütterlicher Hingabe. Nichts war berührender als die Zeichen ihrer fürsorglichen und besorgten Sorge in der Nacht vor dem Attentat. Sie bemerkte einige kleine und unklare Anzeichen von Gefahr, die ihre hingebungsvolle Aufmerksamkeit für ihren Mann ihr ermöglichte zu sehen, obwohl Caesars andere Freunde sie übersahen. Diese Zeichen machten sie besorgt und ängstlich, und als der blutige Körper schließlich zu ihr nach Hause aus dem Senatsgebäude gebracht wurde, war sie erfüllt von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sie hatte keine Kinder. Daher betrachtete sie Marc Antonius als ihren engsten Freund und Beschützer. Am nächsten Tag, als Chaos und Angst in der Stadt herrschten, sammelte sie schnell das Geld, wertvolle Gegenstände, die Bücher und Papiere ihres Mannes aus dem Haus. Sie schickte sie zu Antonius, um sie sicher aufzubewahren. Kapitel 9: Der Einfluss der Königin, Kleopatras Schachzug im zerrütteten Rom. Als die Nachricht von Caesars Ermordung erstmals den Menschen in Rom verkündet wurde, waren alle schockiert und verwirrt. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten waren unsicher, wie sie reagieren sollten. Viele in der Gemeinde waren Freunde Caesars, während andere ihm stark entgegengesetzt waren. Es war unmöglich zu sagen, welche Seite sich durchsetzen würde. Infolgedessen gab es eine Zeit der Unsicherheit und Unentschlossenheit. Marcus Antonius trat sofort vor und übernahm die Rolle von Caesars Vertreter und den Anführer der Partei auf dieser Seite. In Caesars Besitztümern wurde ein Testament gefunden. Bei dessen Öffnung zeigte das Dokument, dass er erhebliche Geldsummen den römischen Bürgern zukommen ließ. Zusätzlich vermachte er große Summen an seinen Neffen, Octavius, der später noch detaillierter erwähnt wird. Antonius wurde als Verwalter des Testaments ernannt. Diese und andere Faktoren schienen ihm die Autorität zu geben, als Kopf und Anführer der Caesar-Partei hervorzutreten. Brutus und Cassius, die nach ihrer verzweifelten Tat in der Stadt blieben, waren die anerkannten Führer der gegnerischen Gruppe. Unterdessen waren die meisten Menschen anfänglich schockiert über das Ausmaß und die Plötzlichkeit der Revolution, die durch die öffentliche Ermordung Caesars, einem prominenten Anwärter auf die Rolle, die später als römischer Kaiser bekannt wurde, durch den römischen Senat verursacht wurde. Sie waren unsicher, wie sie reagieren oder was sie sagen sollten. Tatsächlich war der Mord an Julius Caesar das bemerkenswerteste und schockierendste Attentat in der Geschichte. Es beteiligte höchst einflussreiche Individuen, fand in einer öffentlichen Umgebung statt und angesichts des hohen Status von Caesar war es ein außergewöhnliches Ereignis. Die gesamte Bevölkerung Roms schien ein paar Tage lang von den Neuigkeiten überrascht und geschockt zu sein. Schließlich begannen sich deutliche Gruppen zu formen. Die Trennlinien zwischen ihnen wurden langsam etabliert und die Menschen begannen sich deutlicher auf einer der beiden Seiten zu positionieren. Für eine kurze Zeit wurde Antonius' Dominanz über die Caesar-Fraktion akzeptiert und toleriert. Jedoch entdeckte er später, dass er zwei starke Rivalen innerhalb seiner Reihen hatte. Diese Rivalen waren Octavius und Lepidus. Octavius, wie zuvor erwähnt, war ein hochqualifizierter und kultivierter junger Mann, ungefähr 19 Jahre alt. Er war der Sohn von Julius Caesars Nichte. Fußnote: Octavius, nachdem er Kaiser wurde, erhielt den Namen Augustus Caesar, der üblicherweise verwendet wird, um ihn in der Geschichte zu bezeichnen. Jedoch zu Beginn seiner Karriere wurde er Octavius genannt, und um der Klarheit willen werden wir weiterhin diesen Namen in unserer Geschichte verwenden. Er war immer sehr beliebt bei seinem Onkel. Seiner Ausbildung wurde große Aufmerksamkeit geschenkt, und Caesar hatte ihn bereits in wichtige Positionen im öffentlichen Leben befördert. Caesar adoptierte ihn als seinen Sohn und ernannte ihn zu seinem Erben. Als Caesar starb, befand er sich in Apollonia, einer Stadt in Illyricum, nördlich von Griechenland. Die Soldaten unter seinem Kommando boten an, mit ihm nach Rom zu marschieren und Rache für den Tod seines Onkels zu suchen. Octavius entschied nach einigem Überlegen, dass es das Beste für ihn wäre, allein als Privatperson nach Rom zu gehen und seine Rechte als Erbe seines Onkels, wie im Testament angegeben, zu beanspruchen. Und genau das tat er.
Bei seiner Ankunft entdeckte er, dass Antonius die Kontrolle über das Testament, Eigentum, Bücher und Pergamente sowie die bedeutende Macht der Regierung hatte. Statt Octavius sein Eigentum und seine Rechte zu geben, machte Antonius Ausreden und zögerte. Er behauptete, Octavius sei noch zu jung, um solch wichtige Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Er war zu beschäftigt mit öffentlichen Angelegenheiten, um sich um das Testament zu kümmern. Antonius schien sich nicht um die Ansprüche des Octavius zu kümmern und benutzte verschiedene Ausreden, um sich zu rechtfertigen. Octavius, obwohl jung, hatte einen starken und entschlossenen Charakter. Er gewann schnell einflussreiche Verbündete in Rom und innerhalb des römischen Senats. Es war ungewiss, ob Octavius oder Antonius mehr Einfluss unter Caesars Anhängern haben würde. Der Kampf um diese Machtkämpfe dauerte 2 oder 3 Jahre und führte zu einem komplexen Geflecht aus Intrigen, Konflikten und Bürgerkriegen. Jedoch werden wir hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ein weiterer Gegner, dem Antonius gegenüberstand, war ein bekannter römischer General namens Lepidus. Lepidus war ein hochrangiger Offizier in der Armee, als Caesar starb. Er befand sich im Senatsgebäude am Tag des Attentats. Nach der Tat verließ er leise den Ort und ging zum Armeelager außerhalb der Stadt. Er übernahm schnell das Kommando über die Truppen, was ihm viel Macht verlieh. Während der Konflikte, die zwischen Antonius und Octavius folgten, spielte er eine wichtige Rolle und hatte Einfluss auf beide. Schließlich endete der Wettbewerb, als die 3 Rivalen ein berühmtes Triumvirat bildeten. Sie erkannten, dass keiner von ihnen einen klaren Sieg über die anderen erzielen konnte, also beschlossen sie, sich zusammenzuschließen. Dieses Triumvirat hielt dann für einige Zeit die höchste Autorität in der römischen Welt. Die Rivalen trafen sich auf einer Insel in einem der Zweige des Po-Flusses in Norditalien, um ihre Versöhnung zu besprechen. Während dieses Treffens waren sie sehr vorsichtig und skeptisch zueinander. 2 Brücken wurden gebaut, um die Insel zu verbinden, jeweils eine von jeder Seite des Flusses. Antonius' Armee stand auf der einen Seite, während die Armee des Octavius auf der anderen stand. Lepidus überquerte als erster die Brücke, um die Insel zu erreichen. Nachdem er das Gebiet sorgfältig inspiziert hatte, um sicherzustellen, dass keine versteckten Feinde vorhanden waren, gab er den anderen Führern ein Signal. Jeder Führer näherte sich über seine Brücke, begleitet von 300 Wachen, die auf der Brücke blieben, um im Bedarfsfall einen Fluchtweg zu bieten. Das Treffen dauerte 3 Tage, währenddessen alle Vereinbarungen besprochen und unterzeichnet wurden. Diese Liga wurde gegründet und die 3 Verbündeten schlossen sich gegen die Verschwörer zusammen. Brutus und Cassius führten weiterhin diese Verschwörerpartei an. Die Konflikte zwischen Octavius, Antonius und Lepidus fanden hauptsächlich in Italien und anderen zentralen europäischen Ländern statt. Brutus und Cassius waren jedoch nach der Ermordung Caesars nach Osten gereist. Zu dieser Zeit befanden sie sich in Kleinasien, wo sie aktiv ihre Kräfte sammelten und Allianzen mit östlichen Mächten bildeten. Sie rekrutierten auch Truppen, überzeugten römische Legionen in der Gegend, sich ihnen anzuschließen, eroberten Vorräte und sicherten finanzielle Unterstützung von Unterstützern ihrer Sache. Unter anderen Nachrichten, die sie sendeten, ging eine nach Ägypten, um Kleopatra um Hilfe zu bitten. Kleopatra entschied sich jedoch, die gegnerische Seite im Konflikt zu unterstützen. Es war verständlich, dass sie Caesar für seine Unterstützung und Opfer in ihrem Namen dankbar war und dass sie geneigt war, seine Verbündeten zu unterstützen. Also, anstatt Soldaten zu senden, um Brutus und Cassius zu helfen, wie sie es von ihr wollten, bereitete sie schnell eine Mission vor, um zur asiatischen Küste zu gehen und die Sache des Antonius zu unterstützen. Cassius, als er entdeckte, dass Kleopatra entschlossen war, seinen Feinden beizutreten, beschloss, nach Ägypten zu gehen und die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Er stationierte auch eine Militärmacht in Tainarus, dem südlichen Vorgebirge Griechenlands, um die Flotte der Kleopatra zu erwarten und zu stoppen, sobald sie an den europäischen Küsten ankam. Jedoch scheiterten all diese Pläne, sowohl die Kleopatra gegen Cassius machte, als auch die Cassius gegen sie machte. Kleopatras Schiffe erlebten einen schweren Sturm, der sie zerstreute und zerstörte. Mehrere Schiffe endeten an der afrikanischen Küste, aber nichts konnte für den beabsichtigten Zweck geborgen werden.
Cassius' geplante Reise nach Ägypten fand nicht statt. Die unmittelbaren Gefahren aus Italien und Rom begannen, ihn zu bedrohen. Auf Brutus' Bitte hin gab er den ägyptischen Plan auf, und beide Generäle konzentrierten ihre Kräfte darauf, den vorrückenden Armeen des Triumvirats entgegenzutreten. Um dies zu erreichen, überquerten sie den Hellespont von Sestos nach Abydos und betraten Thrakien. Nach vielen Märschen und Gegenmärschen sowie einer Serie von Manövern, bei denen zwei starke Armeen versuchten, sich gegenseitig eine vorteilhafte Position abzuringen, erreichten die Truppen beider Mächte die Nähe von Philippi. Brutus und Cassius erreichten diesen Ort zuerst. Es gab eine Ebene nahe der Stadt, mit einem Hügel in einem bestimmten Teil. Brutus ging auf diesen Hügel und errichtete dort eine Befestigung. Cassius platzierte seine Kräfte etwa 3 Meilen entfernt, nahe am Meer. Es gab eine Linie von Befestigungen zwischen den beiden Lagern, die eine Kommunikationskette bildete, die die Positionen der beiden Kommandeure verband. Die Armeen waren in einer guten Position. Sie hatten den Fluss Strymon und ein Sumpfgebiet zu ihrer Linken und die Ebene vor sich, mit dem Meer im Rücken. Sie warteten auf das Eintreffen ihrer Feinde. Antonius, der sich derzeit in Amphipolis befand, einer Stadt in der Nähe von Philippi, erfuhr, dass Brutus und Cassius sich in Vorbereitung auf einen Angriff positioniert hatten. Er bewegte sich schnell vorwärts und schlug sein Lager auf der Ebene auf. Octavius, der sich in der Stadt Dyrrhachium befand, nicht allzu weit entfernt, konnte wegen Krankheit nicht zu ihnen stoßen. Antonius wartete auf ihn. Nach 10 Tagen kam er schließlich an, musste jedoch auf einer Trage getragen werden, da er zu krank war, um anders zu reisen. Antonius schlug sein Lager gegenüber von Cassius, nahe am Meer, auf, während Octavius sich gegenüber von Brutus positionierte. Die 4 Armeen hielten inne und dachten darüber nach, was in der bevorstehenden Schlacht geschehen würde. Beide Seiten hatten fast die gleiche Anzahl von Truppen. Allerdings stand die Seite von Brutus und Cassius, bekannt als die Republikaner, vor vielen Problemen, da ihnen Nahrung und Vorräte fehlten. Es gab Uneinigkeit zwischen Brutus und Cassius darüber, was sie tun sollten. Brutus wollte den Feind bekämpfen, aber Cassius zögerte. Er hielt es für unklug, den gesamten Erfolg ihrer Sache auf das Ergebnis nur einer Schlacht zu setzen, angesichts ihrer aktuellen Situation. Es wurde ein Treffen abgehalten, um die Situation zu besprechen, und die Offiziere wurden gebeten, ihre Meinungen zu teilen. Während des Treffens schlug ein Offizier vor, den Konflikt bis zum nächsten Winter zu verzögern. Brutus fragte den Offizier, welchen Nutzen er von einer solchen Verzögerung erwarte. Der Offizier antwortete: »Auch wenn ich sonst nichts gewinne, so werde ich doch länger leben.« Diese Antwort verletzte Cassius' Stolz und sein Ehrempfinden als militärischer Führer. Anstatt einem Plan zuzustimmen, der anscheinend das Überleben über den Ruhm stellte, entschied er sich, seine Meinung zu ändern. Der Rat stimmte zu, dass die Armee ihre Position behalten und den Feind im Kampf stellen sollte. Danach kehrten die Offiziere zu ihren Lagern zurück. Brutus war sehr glücklich über diese Entscheidung. Er hatte von Anfang an gewollt, die Schlacht zu schlagen, und da sein Rat befolgt wurde, war er natürlich erfreut über die sich bietende Gelegenheit am nächsten Tag. Er organisierte ein üppiges Abendessen in seinem Zelt und lud alle Offiziere seiner Armeedivision ein, sich ihm anzuschließen. Die Gruppe genoss eine Nacht voller freudiger Aktivitäten und lobte einander in Erwartung des Sieges, den sie am nächsten Tag zu erzielen erwarteten. Brutus unterhielt seine Gäste den ganzen Abend über mit fesselnden Gesprächen und erfüllte sie mit seinen optimistischen Erwartungen, die bevorstehende Schlacht zu gewinnen. Im Gegensatz dazu blieb Cassius in seinem Lager nahe dem Meer still und niedergeschlagen. Er speiste privat mit einigen engen Freunden. Nachdem sie das Essen beendet hatten, zog er einen seiner Offiziere beiseite und drückte, während er dessen Hand drückte, seine Bedenken über den Ausgang des Konflikts aus. Cassius sagte: Ich stimme nicht zu, die Freiheit Roms auf nur eine Schlacht zu riskieren, besonders unter diesen Umständen. Unabhängig vom Ausgang möchte ich, dass ihr euch erinnert, dass ich keine andere Wahl hatte, als diese Aktion aufgrund von Umständen außerhalb meiner Kontrolle zu ergreifen. Trotz der Gründe für meine pessimistischen Gedanken sollte ich Kraft sammeln. Lasst uns optimistisch bleiben
und schließt euch mir morgen Abend wieder zum Abendessen an. Morgen ist mein Geburtstag. Am nächsten Morgen wurde die rote Fahne, das übliche Zeichen in römischen Lagern am Morgen einer Schlacht, über den Zelten der beiden kommandierenden Generäle wehend gesehen. Sie trafen sich auf halbem Weg zwischen ihren Lagern, um die Pläne für den Tag zu besprechen und zu vereinbaren, während die Truppen sich auf die bevorstehende Schlacht vorbereiteten. Nachdem sie ihre Angelegenheiten abgeschlossen und sich darauf vorbereitet hatten, sich zu trennen und ihren jeweiligen Aufgaben nachzugehen, fragte Cassius Brutus, was sein Plan sei, falls sie die Schlacht verlieren würden. Cassius sagte: Wir hoffen auf das Beste und beten, dass die Götter uns in dieser sehr wichtigen Krise den Sieg schenken. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die größten und wichtigsten menschlichen Angelegenheiten immer die unsichersten sind, und wir können das Ergebnis der Schlacht heute nicht vorhersagen. Wenn es gegen uns geht, was planst du zu tun? Planst du zu fliehen oder zu sterben? Brutus antwortete: Als ich jung war, dachte ich, es wäre falsch, wenn jemand sein eigenes Leben nimmt, selbst wenn er großen Problemen gegenüberstand und keine Hoffnung hatte. Ich glaubte, dass sie weiterleben und auf bessere Zeiten warten sollten. Aber jetzt, in meiner aktuellen Situation, sehe ich die Dinge anders. Wenn wir die Schlacht heute nicht gewinnen, werde ich denken, dass es keine Hoffnung oder Chance mehr gibt, unser Land zu retten, und ich werde die Schlacht nicht überleben. Cassius hatte zuvor die gleiche Entscheidung getroffen, als er niedergeschlagen war, und er war froh zu hören, dass Brutus die gleichen Gedanken äußerte. Er schüttelte die Hand seines Kollegen mit einem glücklichen und aufgeregten Ausdruck im Gesicht. Cassius verabschiedete sich und erklärte zuversichtlich: Wir werden dem Feind mutig gegenübertreten. Wir glauben, dass wir sie entweder besiegen werden oder keine Angst haben werden, auch wenn sie uns besiegen. Cassius fühlte sich oft niedergeschlagen und hatte eine pessimistische Sicht auf die Aussichten der Sache, in die er verwickelt war. Dies lag teilweise daran, dass er einige schlechte Zeichen bemerkte. Obwohl diese Zeichen unbedeutend und nicht beachtenswert waren, hatten sie einen erheblichen Einfluss auf Cassius, trotz seiner allgemeinen Intelligenz und starken Persönlichkeit. Sie waren wie folgt: Bei Opfergaben musste er einen Blumenkranz tragen, wie es bei solchen Anlässen üblich war. Es gab jedoch einen Fehler oder Unfall, und der Kranz wurde vom bringenden Offizier verkehrt herum präsentiert. In einer anderen Prozession, bei der ein goldenes Bild zu seinen Ehren getragen wurde, stolperte der Träger und fiel, was dazu führte, dass das Bild auf den Boden geworfen wurde. Dies war ein sehr schlechtes Zeichen für eine bevorstehende Katastrophe. Dann wurden viele Tage vor der Schlacht viele Geier und andere aasfressende Vögel gesehen, die über der römischen Armee flogen. Und mehrere Gruppen von Bienen wurden innerhalb des Lagerbereichs gefunden. Die Offiziere waren durch dieses letzte Zeichen so alarmiert, dass sie die Position der Verschanzung änderten, um die Unglücksstelle vom Lager fernzuhalten. Diese und ähnliche Ereignisse hatten einen starken Einfluss auf Cassius' Geist und ließen ihn glauben, dass ihm eine große Katastrophe bevorstand. Brutus erhielt ebenfalls Warnungen, aber sie beeinflussten ihn nicht so sehr wie Cassius. Laut alten Historikern hatte Brutus zuvor eine seltsame Vision in Kleinasien. Er lagerte in der Nähe der Stadt Sardis. Er schlief nicht viel und blieb oft allein in seinem Zelt, nachdem seine Offiziere zu Bett gegangen waren. Er würde lesen oder über seine Sorgen nachdenken. Eines Nachts, als er allein in seinem Zelt mit einer kleinen Lampe war, war er in tiefen Gedanken versunken, als er ein Geräusch hörte, als ob jemand in das Zelt käme. Er blickte auf und sah eine seltsame und monströse Gestalt. Es schien, als wäre die Figur gerade durch die Tür gekommen und auf ihn zugekommen. Der Geist starrte ihn an und kam näher, sprach jedoch nicht. Brutus, der nicht sehr verängstigt war, fragte mutig nach der Identität und dem Zweck des Geistes. Die Erscheinung sagte: Ich bin dein böser Geist, ich werde dir in Philippi begegnen. Brutus antwortete: Dann scheint es, dass ich dich auf jeden Fall wiedersehen werde. Der Geist antwortete nicht, verschwand aber sofort. Brutus stand auf, ging zur Tür des Zeltes, rief die Wachen und weckte die nahegelegenen Soldaten. Die Wachen hatten nichts gesehen und konnten trotz gründlicher Suche kein Zeichen des mysteriösen Besuchers finden. Am nächsten Tag erzählte Brutus Cassius, was er gesehen hatte.
Cassius, der leicht von Omen beeinflusst wurde, die ihn betrafen, war offener, wenn es um Omen ging, die andere Menschen betrafen. Er diskutierte logisch mit Brutus, um ihn zu überzeugen, dass die Vision, die er erlebt hatte, einfach ein Produkt des Schlafes war, beeinflusst durch die Umstände und den mentalen Zustand, in dem Brutus aufgrund von Erschöpfung und Angst war. Aber lassen Sie uns zur Schlacht zurückkehren. Brutus kämpfte gegen Octavius, während Cassius, der einige Kilometer entfernt war, Antony gegenüberstand. So waren die Armeen auf der Ebene positioniert. Brutus war in seinem Teil des Schlachtfeldes sehr erfolgreich. Seine Truppen besiegten die Armee des Octavius und übernahmen die Kontrolle über sein Lager. Die Männer betraten das Zelt des Octavius und erstachen die Trage in der Annahme, dass der kranke General darin liege. Jedoch war ihr Ziel nicht dort. Er war nur wenige Minuten zuvor von seinen Wachen fortgebracht worden, und niemand wusste, wohin er gegangen war. Jedoch war das Ergebnis der Schlacht bedauerlicherweise anders für die Personen, deren Geschichten derzeit unser Fokus sind. In Cassius' Teil des Feldes, als Brutus seine Feinde besiegt hatte, kehrte er zu seinem höher gelegenen Lager zurück und sah, dass die Zelte in Cassius' Lager verschwunden waren. Einige der Offiziere bemerkten Waffen, die im Sonnenlicht reflektierten und glänzten, dort, wo Cassius' Zelte hätten sein sollen. Brutus vermutete nun, dass Cassius besiegt worden war und sein Lager vom Feind eingenommen worden war. Er sammelte schnell so viele Soldaten wie möglich und marschierte, um seinem Kollegen zu helfen. Schließlich fand er ihn auf einem kleinen Hügel, umgeben von einigen Wachen und Bediensteten. Cassius sah eine Gruppe von Reitern auf sich zukommen, gesandt von Brutus, und dachte, es sei ein Teil von Antonys Armee, die gekommen war, um ihn zu fangen. Cassius schickte jedoch einen Boten voraus, um sie zu treffen und herauszufinden, ob sie Freunde oder Feinde waren. Der Bote, Titinius genannt, ritt hinab. Die Reiter erkannten Titinius und versammelten sich eilig um ihn, stiegen von ihren Pferden, um ihn zu seiner Sicherheit zu beglückwünschen und ihn nach dem Ausgang der Schlacht und dem Schicksal seines Meisters zu fragen. Cassius, der nicht alles klar sah, dachte, dass die Gruppe von Reitern Feinde waren und Titinius gefangen genommen oder getötet hatten. Er glaubte, dass nun alles verloren sei. Also rief er seinen Diener Pindarus und befahl ihm, ihm zu folgen. Sie gingen in ein nahegelegenes Zelt, um einen Plan auszuführen, den Cassius früher gemacht hatte. Als Brutus und seine Reiter ankamen, gingen sie in das Zelt. Dort fanden sie niemanden lebend vor, aber sie fanden den leblosen Körper von Cassius. Sein Kopf war vollständig von seinem Körper getrennt. Pindarus wurde nie wieder gesehen. Brutus war sehr traurig, als sein Kollege starb. Er fühlte auch viel Druck und Verantwortung, denn nun musste er alles alleine bewältigen. Er stand vor vielen schwierigen Situationen, die von Tag zu Tag herausfordernder wurden. Schließlich musste er eine weitere Schlacht schlagen. Die spezifischen Details der Schlacht bleiben unerwähnt. Trotz der außergewöhnlichen Bemühungen von Brutus, seine Soldaten zu inspirieren und seine Position zu behaupten, erlagen seine Kräfte letztendlich den unerbittlichen Angriffen seiner Gegner. Dies führte zum endgültigen und hoffnungslosen Niedergang seiner Sache. Als Brutus erkannte, dass er verloren hatte, ließ er sich von einigen Wächtern vom Schlachtfeld wegführen. Während sie sich zurückzogen, durchbrachen sie die Linien des Feindes, wo sie weniger Widerstand erwarteten. Jedoch wurden sie von einer Gruppe von Reitern verfolgt, die Brutus gefangen nehmen wollten. In dieser Notlage kam einer von Brutus' Freunden, Lucilius, auf den Plan, sich als Brutus auszugeben und sich als Gefangener zu ergeben. Er führte diesen Plan erfolgreich aus. Als die Truppe ankam, bat er um Gnade, behauptete Brutus zu sein und flehte sie an, ihm das Leben zu lassen und ihn zu Antonius zu bringen. Die Männer willigten ein, da sie dachten, sie hätten eine äußerst wertvolle Person gefangen genommen. Unterdessen setzte Brutus seine Flucht fort. Er überquerte einen Bach und fand eine kleine Mulde, die wie ein guter Versteckplatz erschien. Es gab steile Felsen und Bäume für Schatten. Einige Freunde und Offiziere begleiteten Brutus auf seiner Flucht. Mit Einbruch der Nacht ruhte er sich in einem kleinen Raum unter einem schrägen Felsen aus, völlig erschöpft von Erschöpfung und Schmerz. Dann, den Himmel anblickend, sprach er einen Fluch aus,
rezitierte Verse eines griechischen Dichters und rief um Gottes gerechtes Urteil über die Feinde, die gerade das feierten, was er als die Zerstörung seines Heimatlandes ansah. Dann, in seiner Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, zählte er die Namen der Freunde und Begleiter auf, die er an diesem Tag in der Schlacht sterben gesehen hatte, und betrauerte den Verlust jedes Einzelnen mit intensiver Traurigkeit. Inzwischen näherte sich die Nacht, und die Gruppe, versteckt im abgelegenen Tal, hatte keinen Schutz oder Schutz. Sie waren hungrig, durstig und erschöpft, ohne Hoffnung, Ruhe oder Nahrung zu finden. Schließlich ging einer von ihnen leise zurück zum Bach, den sie früher überquert hatten, um etwas Wasser zu holen. Der Soldat benutzte seinen Helm als Behälter. Während Brutus das Wasser trank, hörten sie ein Geräusch von der anderen Seite. 2 der Offiziere gingen nachsehen, warum. Sie kehrten schnell zurück und berichteten, dass sich eine Gruppe von Feinden in diesem Gebiet befand. Sie fragten nach dem Wasser, das gebracht worden war. Brutus sagte, dass es bereits getrunken worden war, aber er würde sofort mehr holen. Der Bote ging zurück zum Bach, kehrte aber schnell verletzt und blutend zurück. Er berichtete, dass der Feind auch von dieser Seite vorrückte und dass er es gerade noch geschafft hatte, mit seinem Leben zu entkommen. Brutus' Gruppe wurde noch besorgter, als sie diese Nachricht hörten. Es war klar, dass ihre Chancen, viel länger verborgen zu bleiben, bald verschwinden würden. Einer der Offiziere namens Statilius schlug dann vor, einen Ausweg aus der Falle zu suchen, in der sie sich befanden. Er würde vorsichtig gehen, den Feind meiden und die Deckung der Dunkelheit nutzen, um sich zurückzuziehen. Wenn er erfolgreich wäre, würde er auf einem Hügel in der Ferne, den er zeigte, eine Fackel anzünden, sodass die Gruppe im Tal wüsste, dass er sicher war. Er würde dann zurückkommen und sie alle durch die Gefahr führen, auf dem Weg, den er gefunden hatte. Dieser Plan wurde beschlossen, und Statilius machte sich entsprechend auf den Weg. Nach einiger Zeit sahen sie ein Licht auf dem erwähnten Platz brennen, was zeigte, dass Statilius seine Aufgabe erfüllt hatte. Brutus und seine Gruppe waren sehr glücklich über die neue Hoffnung, die dieses Ergebnis brachte. Sie begannen zu suchen und zu lauschen, auf die Rückkehr ihres Boten zu warten. Sie schauten und warteten lange, aber er kam nicht zurück. Auf seinem Rückweg wurde er angehalten und getötet. Als alle die Hoffnung aufgaben, dass er zurückkommen würde, sagten einige der Gruppe während ihrer verzweifelten Diskussionen, dass sie dort nicht länger bleiben sollten, sondern so oder so aus diesem Ort fliehen müssten. Brutus sagte: Ja, wir müssen tatsächlich aus unserer gegenwärtigen Situation fliehen. Aber wir müssen es mit unseren Händen tun, nicht mit unseren Füßen. Er meinte, dass der einzige Weg für sie, ihren Feinden zu entkommen, darin bestand, sich selbst das Leben zu nehmen. Als seine Freunde dies realisierten und dass er dasselbe vorhatte, waren sie sehr traurig. Brutus verabschiedete sich von jeder Person einzeln und drückte seine Dankbarkeit für ihre Treue bis zum Ende aus. Er fand Trost und Zufriedenheit darin, zu wissen, dass all seine Freunde loyal und vertrauenswürdig geblieben waren. Brutus sagte: Ich beschwere mich nicht über meine schwierige Situation, wenn es um mich persönlich geht. Ich trauere nur um mein unglückliches Land. Was mich betrifft, glaube ich, dass mein aktueller Zustand immer noch besser ist als der meiner Feinde. Denn obwohl ich sterbe, werden zukünftige Generationen meine Rechtschaffenheit erkennen und ich werde ewig so geehrt werden, wie ich es verdiene. Inzwischen werden sie, auch wenn sie leben, nur die Folgen von Ungerechtigkeit und Tyrannei erleiden. Nachdem ich gegangen bin, denkt nicht mehr an mich, sondern kümmert euch um euch selbst. Ich bin sicher, Antonius wird mit dem Tod von Cassius und mir einverstanden sein. Er wird nicht mehr aus Rache nach euch trachten. Schließt Frieden mit ihm auf die bestmögliche Weise. Brutus bat dann einige seiner Freunde, ihm zu helfen, sein Leben zu beenden. Jedoch lehnte jeder es ab, bei einer so schrecklichen Entscheidung zu helfen. Schließlich brachte er seinen alten und vertrauten Freund, Strato, mit, und sie entfernten sich ein wenig von den anderen. Hier bat er erneut um einen Gefallen, der ihm zuvor verweigert worden war. Er bat Strato, sein Schwert zu halten. Aber Strato lehnte immer noch ab. Daraufhin rief Brutus einen seiner Sklaven.
Als er dies hörte, erklärte Strato, dass er lieber alles andere tun würde, als zuzusehen, wie Brutus von einem Sklaven getötet wird. Er nahm das Schwert und hielt es mit der rechten Hand in die Luft, während er mit der linken Hand seine Augen bedeckte, damit er die grausame Szene nicht mit ansehen musste. Brutus stürzte sich mit solcher tödlichen Kraft auf die Waffe, dass er fiel und sofort starb. Dies markierte das Ende der Schlacht bei Philippi, einem berühmten Konflikt in der Geschichte. Es legte den Streit zwischen Caesars Freunden und Feinden bei, der nach seinem Tod erhebliche Auswirkungen auf die Welt hatte. Die Schlacht festigte Antonius' Macht und machte ihn zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, genau wie Kleopatra zu dieser Zeit die bemerkenswerteste Frau war. Kapitel 10 – Mark Antony im Umgang mit der beeindruckendsten Frau der Welt. Das Ausmaß, in dem Kleopatras Entscheidung, Antonius während des Bürgerkrieges über Brutus und Cassius zu unterstützen, durch ihre Dankbarkeit gegenüber Caesar beeinflusst wurde, bleibt ungewiss. Ebenso ist unklar, wie sehr ihr Interesse an Antonius ihre Entscheidung beeinflusste. Letztendlich liegt es am Leser, diese Einflüsse zu interpretieren. Kleopatra hatte Antonius mehrere Jahre zuvor während seines Besuchs in Ägypten kennengelernt, als sie noch ein junges Mädchen war. Sie war sicherlich mit seinem Charakter vertraut, der Eigenschaften besaß, die eine leidenschaftliche, impulsive und wagemutige Frau wie Kleopatra verzaubern konnten. Antonius war weltweit bekannt und faszinierte die Menschen überall mit seinem unkonventionellen Verhalten und seinen rücksichtslosen Handlungen. Sein Leben war voller außergewöhnlicher Höhen und Tiefen. In Bezug auf seine Moral war er völlig korrupt und unmoralisch. In seiner frühen Lebensphase, wie zuvor erwähnt, frönte er einem Lebensstil des Überflusses und der Verschwendung, der zu seinem vollständigen und unwiderruflichen Ruin führte. Jedoch gelang es ihm durch seinen charismatischen Charme, ein Merkmal, das oft bei solchen Individuen zu finden ist, bedeutenden Einfluss auf einen wohlhabenden jungen Mann namens Curio zu gewinnen. Curio unterstützte ihn vorübergehend, indem er als Bürge für seine Schulden auftrat. Diese Ressource versagte jedoch schnell, und Antonius war gezwungen, Rom zu verlassen und mehrere Jahre als Flüchtling und Exilant in einem Leben der Unmoral und Armut zu leben. Trotz aller Veränderungen, die während seiner Karriere auftraten, gab er weiterhin extravagante Summen aus, wann immer er Geld hatte. Dieser Aspekt seines Charakters wurde manchmal als edelmütige Großzügigkeit angesehen. Während seiner militärischen Feldzüge teilte er oft die erbeuteten Schätze mit seinen Soldaten und behielt nichts für sich. Dies machte seine Soldaten zutiefst loyal zu ihm, und sie betrachteten seine Freigebigkeit als eine Tugend, auch wenn sie persönlich nicht davon profitierten. Im Lager zirkulierten immer unzählige Geschichten über seine sorglose Einstellung zum Geld, einige davon lustig und andere sonderbar und bizarr. In seinen Gewohnheiten unterschied er sich sehr von anderen Männern. Er war stolz darauf, von Herkules abzustammen und versuchte, den wilden Charakter seines vermeintlichen Vorfahren in seinem Kleidungsstil und allgemeinen Auftreten nachzuahmen. Er hatte markante Gesichtszüge, eine gewölbte und prominente Nase, und er ließ sein Haar und seinen Bart so lang wie möglich wachsen. Diese einzigartigen Eigenschaften verliehen seinem Gesicht einen wilden und furchteinflößenden Ausdruck. Er wählte auch einen Modestil, der ihn im Vergleich zu den damaligen Trends rau, wild und rücksichtslos erscheinen ließ. Sein Verhalten entsprach seinem Aussehen. Er hatte ein enges und informelles Verhältnis zu seinen Soldaten. Er verbrachte Zeit mit ihnen, aß und trank mit ihnen im Freien und beteiligte sich an ihrem lauten Gelächter und ausgelassenen Freuden. Seine starke Intelligenz und furchtlose Tapferkeit ermöglichten es ihm, all dies sicher zu tun. Diese Eigenschaften brachten den Soldaten viel Respekt für ihren Kommandanten entgegen. Trotz seiner engen Vertrautheit mit seinen Untergebenen konnte er diesen Respekt bewahren. Das wäre für eine normale Person ein Problem gewesen, nicht jedoch für ihn. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, insbesondere vor dem Tod Caesars, gab er sich offen und schamlos Lastern hin. Er umgab sich mit Unterhaltern, Künstlern und anderen verwerflichen Individuen der niedrigsten Klasse.
Viele dieser Begleiter waren singende und tanzende Mädchen, die schön und hochqualifiziert in ihren Berufen waren. Jedoch waren sie auch korrupt und unmoralisch. Auch wenn die Menschen damals Heiden waren, ist es falsch anzunehmen, dass nur das Christentum ein moralisches Empfinden in der Gemeinschaft gegen solche Laster schaffen kann. Es gibt ein natürliches Gesetz, einen starken Instinkt, den alle Menschen haben, der besagt, dass Männer und Frauen als Ehepartner zusammen sein sollten und nicht mit anderen. Es mag nie eine Gemeinschaft so korrupt gewesen sein, in der ein Mann wie Antonius sich solchen Lastern hingeben konnte. Er handelte nicht nur gegen sein moralisches Empfinden, sondern sah sich auch der Verurteilung durch andere gegenüber. Dennoch neigt die Welt dazu, sehr tolerant gegenüber den Fehlern der Mächtigen zu sein. Personen wie Antonius, die hohe Positionen innehaben, werden oft nach anderen Maßstäben beurteilt als gewöhnliche Individuen. Selbst in Ländern, in denen die Führer durch die Stimmen des Volkes gewählt werden, wird die Untersuchung des Charakters eines Kandidaten oft unterdrückt und als irrelevant und unangemessen betrachtet. Diejenigen, die es schaffen, Macht zu erlangen, erhalten Privilegien und Schutz, die normalen Menschen verwehrt bleiben. Trotzdem, trotz seines Status und Einflusses, der ihn vor öffentlicher Kritik schützte, trieb er seine Ausschweifungen so weit, dass sein Verhalten stark und weitreichend verurteilt wurde. Er feierte die ganze Nacht und erschien dann am nächsten Tag öffentlich betrunken. Manchmal ging er zu Arbeitstreffen so betrunken, dass seine Freunde ihm helfen mussten zu gehen. Bei einigen seiner Reisen in der Nähe von Rom brachte er eine Gruppe wirklich schlechter Leute mit und reiste ohne jede Scham mit ihnen. Bei einer dieser Reisen war eine Schauspielerin namens Cytheride seine Begleiterin. Sie reiste auf einem opulenten Bett, das von Trägern getragen wurde, während er sie mit einer umfangreichen Auswahl an elegantem Geschirr und Besteck begleitete. Gemeinsam genossen sie üppige Partys und Festmahle mit einer Fülle an köstlichem Essen und Wein während ihrer Reisen. Manchmal hielt er am Straßenrand an, stellte seine Zelte auf, begann in seinen Küchen zu kochen und bereitete ein großes Festmahl vor. Er deckte prunkvolle Tafeln und richtete ein luxuriöses Bankett aus, komplett mit den feinsten und aufwendigsten Elementen. All dies tat er, um andere mit der Fülle und Perfektion der Luxusgüter zu beeindrucken, die er überall hin mitbrachte. Er schien immer Freude daran zu haben, ungewöhnliche und bemerkenswerte Dinge zu tun, um die Menschen zu verblüffen. Einmal während einer Reise ließ er seine Wagen von Löwen ziehen, nur um eine Sensation zu erzeugen. Trotz seiner rücksichtslosen Hingabe an luxuriöse Vergnügungen in Rom zeigte er bemerkenswerte Ausdauer und Widerstandsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten und Härten im Lager oder auf dem Feld. Er begegnete Schwierigkeiten und Gefahren im Ausland mit derselben impulsiven Eile, wie er es zu Hause mit Ausgaben und Extravaganzen tat. Während seiner Kämpfe mit Octavius und Lepidus nach Caesars Tod musste er einmal die Alpen überqueren. Er versuchte dies, ohne ausreichende Vorräte oder Transportmittel zu haben. Er und seine Truppen litten während der Reise stark und waren sehr hungrig und verzweifelt. Sie mussten Wurzeln, Kräuter und sogar Baumrinde essen, um zu überleben. Dies hielt sie gerade so vom Verhungern ab. Antonius schien jedoch all dies nichts auszumachen. Er fuhr fort, sich den Herausforderungen und Risiken mit derselben furchtlosen und unerschütterlichen Haltung bis zum Ende zu stellen. Während derselben militärischen Kampagne gab es eine Zeit, in der er nur noch sehr wenige Soldaten hatte und in einer sehr verzweifelten Situation war. Er kam auf die erstaunliche Idee, allein zum Lager von Lepidus zu gehen und dessen Soldaten zu überzeugen, direkt vor ihrem Kommandeur zu seiner Seite zu wechseln. Dieser kühne Plan wurde erfolgreich ausgeführt. Antonius näherte sich allein, in schäbiger Kleidung, mit verfilztem Haar und Bart, der auf seiner Brust und seinen Schultern hing, und machte sich auf den Weg zu Lepidus' Position. Die Männer, die ihn gut kannten, begrüßten ihn enthusiastisch. Sie bedauerten seinen traurigen Zustand und begannen, auf das zu hören, was er zu sagen hatte. Lepidus, der ihn nicht angreifen konnte, da er und Antonius zu dieser Zeit nicht offen feindlich zueinander waren, sondern nur rivalisierende Kommandeure in derselben Armee waren, befahl den Trompetern Lärm zu machen, um Antonius' Worte zu übertönen. Dies unterbrach die Verhandlung.
Jedoch verkleideten die Männer schnell 2 von ihnen in Frauenkleider und schickten sie zu Antonius. Sie wollten Vereinbarungen mit ihm treffen, um seiner Seite beizutreten. Sie boten auch an, Lepidus zu töten, wenn Antonius zustimmte. Antonius sagte ihnen, sie sollten Lepidus nicht schaden. Dennoch ging er ins Lager und übernahm die Kontrolle darüber, wurde zum Anführer der Armee. Er behandelte Lepidus mit großem Respekt und behielt ihn als Untergebenen unter seinem Kommando. Kurz nach Caesars Tod heiratete Antonius. Die Dame hieß Fulvia. Sie war eine Witwe, als sie Antonius heiratete, und hatte eine starke und entschlossene Persönlichkeit. Vor ihrer Ehe hatte sie ein wildes und unberechenbares Leben geführt. Jedoch entwickelte sie eine tiefe Zuneigung zu ihrem neuen Ehemann und blieb ihm während ihrer Ehe treu. Sie gewann schnell einen starken Einfluss auf ihn und konnte bedeutende Veränderungen in seinem Verhalten und seiner Persönlichkeit herbeiführen. Sie war ehrgeizig und arbeitete hart daran, ihrem Ehemann zu helfen, eine höhere Position zu erreichen und mehr Erfolg zu erlangen. Es schien, als würde sie es genießen, viel Kontrolle über ihn zu haben, und sie war darin erfolgreich, was alle überraschte. Es war schwer zu glauben, dass jemand so ungestüm wie er von jemandem gezähmt werden konnte. Aber es war nicht durch Sanftmut oder Freundlichkeit, dass Fulvia Macht über ihren Ehemann erlangte. Sie hatte einen starken und männlichen Charakter, und es scheint, dass sie die Kontrolle über Antonius erlangte, indem sie ihn in seinen Taktiken übertraf. Einmal, zum Beispiel nach der Rückkehr von einem gefährlichen Feldzug, verkleidete er sich als Bote und schlich nachts in Fulvias Zimmer. Er übergab ihr einige gefälschte Briefe, indem er vorgab, sie seien von ihrem Ehemann. Während Fulvia die Briefe mit Aufregung und Nervosität öffnete, offenbarte er seine wahre Identität, indem er sie umarmte und küsste, was sie sehr überraschte. Antonius' Ehe mit Fulvia half nicht nur seine Moral in gewissem Maße zu verbessern, sondern hatte auch einen positiven Effekt auf seine Manieren. Seine Kleidung und sein gesamtes Erscheinungsbild verwandelten sich. Sein politischer Status stieg nach dem Tod Caesars erheblich, und die Taktiken, die er zuvor angewendet hatte, um diese Position zu erreichen, wurden nach und nach aufgegeben, da sie nicht mehr benötigt wurden. Während er in Rom lebte, pflegte er einen großartigen und luxuriösen Lebensstil. Als er sich auf militärische Feldzüge begab, begann er, dieselben aufwendigen Darstellungen und zeremoniellen Vorbereitungen zu übernehmen, die bei den Lagern anderer römischer Generäle üblich waren. Nach der Schlacht von Philippi reiste Antonius trotz seiner Fehler und gelegentlichen Großzügigkeit schnell zum Ort, als er vom Tod des Brutus erfuhr. Er schien wirklich beunruhigt und besorgt, als er den Leichnam sah. Antonius entfernte seinen militärischen Mantel, ein sehr schickes und teures Kleidungsstück, das mit kostspieligen Ornamenten geschmückt war, und legte ihn über den toten Körper. Dann wies er einen seiner Haushaltsoffiziere an, eine große Trauerzeremonie als Zeichen des Respekts für den Verstorbenen zu organisieren. Als Teil dieser Zeremonien sollte der Offizier den militärischen Mantel, den Antonius als Leichentuch verwendet hatte, zusammen mit dem Körper verbrennen. Jedoch tat er es nicht. Der Mantel war wertvoll, also behielt er ihn. Er behielt auch einen Teil des Geldes, das ihm für die Beerdigungskosten gegeben wurde. Er dachte, dass Antonius nicht viele Fragen zu den Beerdigungsarrangements für seinen Feind stellen würde. Doch Antonius fragte nach, und als er herausfand, was der Offizier getan hatte, befahl er, den Offizier zu töten. Die verschiedenen politischen Veränderungen und Bewegungen unter den Armeen nach der Schlacht bei Philippi werden hier nicht diskutiert. Es genügt zu erwähnen, dass Antonius ostwärts durch Kleinasien zog und im nächsten Jahr in Kilikien ankam. Von dort aus sandte er eine Nachricht an Kleopatra in Ägypten und bat sie, ihn zu treffen. Er behauptete, sie habe Cassius und Brutus im jüngsten Krieg geholfen, statt ihn zu unterstützen. Es ist nicht klar, ob diese Anschuldigungen wahr waren oder ob Antonius sie nur als Vorwand erfunden hatte, um Kleopatra zu sehen, deren Schönheit weithin bekannt war. Unabhängig davon sandte er eine Nachricht, um die Königin zu rufen. Der Bote, den Antonius für diese Aufgabe entsandte, war Dellius. Fulvia, Antonius' Frau, war zu dieser Zeit nicht bei ihm. Sie war in Rom zurückgeblieben.
Dellius ging nach Ägypten und besuchte Kleopatras Hof. Zu dieser Zeit war Kleopatra etwa 28 Jahre alt und galt als schöner denn je zuvor. Dellius war zutiefst von ihrer Schönheit beeindruckt und fand ihre Stimme und Konversation fesselnd. Ihre antiken Biographen erwähnen oft ihre Stimme und Konversation als einen ihrer unwiderstehlichsten Reize. Er versicherte ihr, dass sie sich wegen Antonius keine Sorgen machen müsse. Es sei bedeutungslos, sagte er, welche Anschuldigungen gegen sie vorgebracht werden könnten. Sie würde bald entdecken, dass sie nur wenige Tage nach dem Treffen mit Antonius hoch in seiner Gunst stehen würde. Er sagte, sie könne darauf zählen, schnell die vollständige Kontrolle über den General zu erlangen. Er riet ihr, ohne Sorge nach Kilikien zu gehen und Antonius mit so viel Pracht und Prunk wie möglich zu begegnen. Er versicherte ihr, dass er die Verantwortung für das Ergebnis übernehmen würde. Kleopatra beschloss, diesem Vorschlag zu folgen. Ihre leidenschaftliche und spontane Vorstellungskraft war begeistert von der Aussicht, den größten General und mächtigsten Herrscher der Welt erneut zu erobern. Sie begann schnell mit den Vorbereitungen für die Reise. Sie nutzte alle Ressourcen ihres Königreichs, um die beeindruckendsten Dinge zur Schau zu stellen, wie ausgefallene Kleider, teures Silbergeschirr, Schmuck aus Edelsteinen und Gold und viele teure Geschenke für Antonius. Sie wählte auch eine große Gruppe von Begleitern aus und traf alle notwendigen Vorkehrungen für eine großartige und beeindruckende Expedition. Während sie sich vorbereitete, erhielt sie weiterhin Nachrichten von Antonius, die ihr sagten, sie solle so bald wie möglich aufbrechen, doch sie schenkte ihnen kaum Beachtung. Es war klar, dass sie sich unabhängig fühlte und vorhatte, sich Zeit zu lassen. Schließlich war alles vorbereitet und Kleopatra begann ihre Reise. Sie segelte über das Mittelmeer und erreichte die Mündung des Flusses Kydnos. Antonius befand sich in Tarsus, einer Stadt in der Nähe der Mündung des Kydnos. Als Kleopatras Flotte den Fluss betrat, bestieg sie eine prächtige Barke, die sie speziell für diesen Anlass hatte bauen lassen und die sie von jenseits des Meeres mitgebracht hatte. Dieses Boot war das schönste und prächtigste Schiff, das je gebaut wurde. Es war mit kunstvoll gefertigten Schnitzereien und Goldverzierungen bedeckt. Die Segel waren lila und die Ruder hatten silberne Details. Königin Kleopatra erschien auf dem Deck dieses Bootes, unter einem Baldachin aus goldenem Stoff. Sie trug ein wunderschönes Kostüm, das aussah wie die Venus, die Göttin der Schönheit, normalerweise trug. Um sie herum war eine Gruppe entzückender Jungen, die wie Kupidos gekleidet waren und sie mit ihren Flügeln fächelten. Es waren auch einige junge Mädchen bei ihr, die als Nymphen und Grazien gekleidet waren. Auf dem Deck befand sich eine Gruppe von Musikern. Ihre Musik leitete die Ruderer, während sie ihr Rudern zur Melodie synchronisierten. Trotz ihrer Sanftheit konnte die Musik weit über das Wasser und entlang der Ufer gehört werden, während das schöne Schiff seine Reise fortsetzte. Die Musiker spielten Flöten, Lyren, Violinen und andere Instrumente, die in jener Epoche üblich waren, um sanfte und angenehme Musik zu erzeugen. Tatsächlich erschien die gesamte Darbietung wie ein magischer Anblick. Nachrichten von der Ankunft des Bootes verbreiteten sich schnell, und die Einheimischen strömten zu den Flussufern, um es zu bestaunen, während es sich anmutig bewegte. Als Antonius in Tarsus ankam, war er mit einer öffentlichen Audienz in seinem Palast beschäftigt. Jedoch eilten alle, Kleopatra und ihre Barke zu sehen, und ließen Antonius allein oder nur mit einigen Beamten zurück. Kleopatra landete in der Stadt und begann, ihre Zelte an den Ufern aufzuschlagen. Antonius entsandte einen Boten, um Kleopatra zum Essen einzuladen. Sie lehnte jedoch höflich ab und machte einen Gegenvorschlag, indem sie vorschlug, es wäre angemessener für ihn, zum Essen zu ihr zu kommen. Sie erwähnte, dass sie ihn erwarte und dass ihre Zelte zur festgelegten Zeit bereit sein würden. Antonius stimmte ihrem Vorschlag zu und besuchte ihre Veranstaltung. Er wurde mit großer Pracht und Prunk empfangen, der ihn in Erstaunen versetzte. Die Zelte und Pavillons, in denen das Ereignis stattfand, waren mit einer großen Anzahl von Lampen geschmückt. Diese Lampen waren geschickt und exquisit arrangiert, was eine bemerkenswert helle und schöne Beleuchtung schuf. Die Tische waren beladen mit einer großen Auswahl an Fleisch und Weinen.
zusammen mit Gold- und Silbergefäßen, was eine üppige Ausstellung schuf. Zusätzlich trugen die schönen und aufwendigen Kleider, die Kleopatra und ihre Begleiter trugen, zur bezaubernden Atmosphäre der gesamten Szene bei. Am nächsten Tag lud Antonius Kleopatra ein, seinen Besuch zu erwidern. Trotz seiner besten Bemühungen, ein ebenso üppiges und gut serviertes Bankett wie ihres zu bieten, scheiterte er vollkommen und musste zugeben, dass sie ihn völlig übertroffen hatte. Bei diesen Treffen war Antonius vollkommen von Kleopatras Schönheit, Witz und zahlreichen Talenten gefangen genommen. Vor allem beeindruckte ihn ihre Taktik, ihre Klugheit und ihr Selbstbewusstsein, mit dem sie ihre soziale Überlegenheit über ihn kühn und geschickt behauptete. Infolgedessen ergab Antonius schnell sein Herz ihrem unangefochtenen Einfluss. Das Erste, was Kleopatra tat, als sie Macht erlangte, war, Antonius zu bitten, ihre Schwester Arsinoe zu töten. Arsinoe war für Caesars Triumph nach Rom gegangen und dann als Exilantin nach Asien gezogen. Kleopatra wollte ihre Schwester tot sehen, entweder aus Rache oder weil sie zukünftige Gefahren fürchtete. Antonius stimmte zu und schickte einen Offizier, um Arsinoe zu finden und zu töten. Der Offizier fand sie in einem Tempel und tötete sie, obwohl sie dachte, es sei ein sicherer Ort. Kleopatra blieb eine Weile in Tarsus, genoss viel Spaß und Freude und war sehr eng mit Antonius. Sie verbrachten ganze Tage und Nächte zusammen, feierten und feierten ausgelassen. Kleopatras extravagante Partys waren besonders bekannt für ihre unglaubliche Pracht weltweit. Sie genoss es besonders, Antonius mit ihrem Reichtum und der grenzenlosen Verschwendung, die sie sich gönnte, zu überraschen. Bei einem ihrer Bankette drückte Antonius seine Verwunderung über die große Anzahl von Goldbechern aus, die mit Juwelen verziert und ringsum ausgestellt waren. Kleopatra sagte: »Ach, die sind nichts. Wenn sie dir gefallen, kannst du sie alle haben.« Nach diesen Worten befahl sie ihren Dienern, sie zu Antonius' Haus zu tragen. Am nächsten Tag lud sie Antonius erneut ein, zusammen mit einer großen Zahl der führenden Offiziere seiner Armee und seines Hofes. Der Tisch war mit einem neuen Satz von prächtigen Gold- und Silbergeschirren gedeckt, noch größer und beeindruckender als am Tag zuvor. Als das Abendessen vorbei war und alle gerade gehen wollten, schenkte Kleopatra all diese wertvollen Gegenstände den Gästen, die auf der Party waren. Bei einem weiteren Fest zeigte sie ihre Extravaganz, indem sie eine sehr wertvolle Perle aus einem ihrer Ohrringe nahm und sie in einem Becher Essig auflöste. Dann trank sie das Gemisch, was zu dieser Zeit üblich war. Sie war gerade dabei, das Gleiche mit der anderen Perle zu tun, aber einige Leute hielten sie auf und nahmen sie ihr weg. Fußnote: Perlen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Struktur aus Schalenmaterial bestehen, sind in bestimmten Säuren löslich. Unterdessen genoss Antonius mit Kleopatra ein Leben voller Luxus und Vergnügen und vernachlässigte seine öffentlichen Pflichten, was zu Chaos führte. Fulvia blieb in Italien und nutzte ihre einflussreiche Position und ihren Charakter, um die Sache ihres Ehemannes in dieser Region energisch zu unterstützen. Sie sah sich vielen Problemen und Risiken gegenüber, aber ich kann hier keine spezifischen Details angeben. Sie schrieb ständig Briefe an Antonius, in denen sie ihn anflehte, nach Rom zu kommen und ihre Angst und Not in ihren Briefen zum Ausdruck brachte, was angesichts der Situation, in der sie sich befand, verständlich ist. Sie war zutiefst beunruhigt von dem Gedanken, dass ihr Mann vollständig durch die manipulativen Taten einer anderen Frau abgelenkt worden war. Die Tatsache, dass er seine Frau und Familie verließ, um bedeutende Probleme zu Hause anzugehen, verstärkte nur ihr Gefühl der Überwältigung. Antonius ließ sich schließlich durch die Dringlichkeit der Situation überzeugen, zurückzukehren. Er verließ seine Unterkunft in Tarsus und machte sich auf den Weg nach Süden, nach Tyros, einem wichtigen Seehafen und Stützpunkt zu dieser Zeit. Kleopatra ging mit ihm. Sie sollten sich in Tyros trennen, sie an Bord eines Schiffes nach Ägypten und er nach Rom. Jedoch hatte Antonius einen Plan, während Kleopatra einen anderen hatte. Sie entschied, dass Antonius sie nach Alexandria begleiten sollte. Wie erwartet, als die Zeit für eine Entscheidung kam, gewann die Frau. Ihre Komplimente, Tricks, Zuneigung und Tränen waren erfolgreich.
Nach einem kurzen inneren Konflikt zwischen Liebe auf der einen Seite und einer Kombination aus Ehrgeiz und Pflicht auf der anderen, gab Antonius den Kampf auf. Alles andere aufgebend, unterwarf er sich vollständig Kleopatras Kontrolle und ging mit ihr nach Alexandria. Sie verbrachten den Winter dort und gaben sich jeder Form sinnlicher Freuden hin, die ihr grenzenloser Reichtum erlaubte, ohne Reue oder Zurückhaltung. Es schien keine Grenzen für Antonius' exzessives und obsessives Verhalten während des Winters in Alexandria zu geben. Kleopatra widmete sich rund um die Uhr füllte jeden Moment mit abwechslungsreicher Unterhaltung, um ihn beschäftigt zu halten. Ihr Ziel war es, ihn beschäftigt zu halten und zu verhindern, dass er an seine ferne Frau dachte oder Schuldgefühle wegen seiner Handlungen hatte. Antonius fiel bereitwillig in diese Fallen und beteiligte sich enthusiastisch an Kleopatras zahlreichen Plänen für Amüsement und Festlichkeiten. Beide Personen unterhielten ihre kostspieligen Residenzen innerhalb der Stadt. Sie hatten eine Vereinbarung, bei der sie abwechselnd die Gastgeberpflichten übernahmen, wobei jeder jeden zweiten Tag dran war. Während dieser Besuche spielten sie Spiele, beteiligten sich an Sportarten, schauten sich Spektakel an, aßen, tranken und gingen allerlei wilden und exzessiven Verhaltensweisen nach. Ein interessantes Beispiel zeigt, wie Informationen über das tägliche Leben und Ereignisse in der Antike zufällig entdeckt werden können. Dies geschah am Hof von Antonius im Winter, als ein junger Medizinstudent namens Philotas aus Alexandria mit einem der Köche von Antonius Freundschaft schloss. Unter der Anleitung dieses Kochs betrat Philotas eines Tages den Palast, um zu sehen, was vor sich ging. Der Koch führte seinen Freund in die Küchen, wo Philotas zu seiner Überraschung 8 Wildschweine vor den Feuern braten sah, einige mehr gekocht als andere. Philotas fragte, wer all dieses Essen an diesem Tag essen würde. Der Koch lächelte und sagte, dass es keine Gäste geben würde, nur Antonius' übliche Gruppe. Der Koch erklärte: Wir müssen jedoch immer mehrere Abendessen vorbereiten und zu verschiedenen Zeiten bereithalten. Das liegt daran, dass wir nie wissen, wann Sie das Essen serviert haben möchten. Manchmal, wenn das Abendessen bereits hereingebracht wurde, beginnen Antonius und Kleopatra mit einer neuen Aktivität und beschließen in diesem Moment nicht am Tisch zu sitzen. Infolgedessen müssen wir das Abendessen entfernen und kurz darauf ein anderes bringen. Antonius hatte einen Sohn bei sich in Alexandria. Der Name des Sohnes war ebenfalls Antonius, genau wie sein Vater. Er war alt genug, um sich für seinen Vater zu schämen, weil er seine Pflichten nicht erfüllte und um die Rechte und die Ehre seiner Mutter zu respektieren. Jedoch tat er das nicht, sondern folgte dem Beispiel seines Vaters und war genauso nachlässig und verschwenderisch. Der bereits erwähnte Philotas erhielt schließlich eine Position im Haushalt des jungen Antonius. Das bedeutete, dass er am Tisch von Antonius sitzen und an dessen gesellschaftlichen Zusammenkünften teilnehmen würde. Philotas erzählt eine Geschichte von einer Zeit, als sie ein Fest hatten und ein Gast, ein Arzt, der äußerst arrogant war und viel sprach, anderen kaum eine Chance ließ zu sprechen. Das Vergnügen des Gesprächs wurde durch sein übermäßiges Reden ruiniert. Jedoch verwirrte Philotas ihn schließlich mit einer logischen Frage, ähnlich denen, die in der Antike diskutiert wurden, was ihn für eine Weile zum Schweigen brachte. Der junge Antonius war so begeistert von dieser Leistung, dass er Philotas all das Gold- und Silbergeschirr auf dem Tisch gab und es nach der Veranstaltung zu seinem Haus schickte. Er wies Philotas an, seine Markierung und seinen Stempel darauf anzubringen und sie wegzuschließen. Die Frage, die Philotas dem arroganten Arzt stellte, war folgende. Es sollte jedoch beachtet werden, dass damals geglaubt wurde, dass die Verwendung von kaltem Wasser bei Fieber sehr gefährlich sei, außer in bestimmten Fällen, in denen es eine positive Wirkung hatte. Philotas argumentierte dann wie folgt. In bestimmten Fällen ist es am besten, einem Patienten mit Fieber Wasser zu geben. Alle Fieberfälle sind Fälle einer bestimmten Art. Daher ist es am besten, dem Patienten in allen Fällen Wasser zu geben. Nachdem Philotas sein Argument vorgebracht hatte, forderte er den Arzt auf, irgendwelche Fehler darin zu finden. Der Arzt hatte Mühe, das komplizierte Argument zu verstehen und zu erklären, was allen eine Pause von seiner Langatmigkeit gab.
Philotas erwähnt, dass er das Gold- und Silbergeschirr an den jungen Antonius zurückgab, weil er Angst hatte, sie zu behalten. Antonius stimmte zu, dass es eine gute Idee war, da einige der Gefäße aufgrund ihrer seltenen und antiken Handwerkskunst wertvoll waren und sein Vater ihr Fehlen bemerken und wissen wollen könnte, wo sie hingegangen waren. Einerseits gab es keine Grenzen für die Größe und Pracht der Freuden, die Antonius und Kleopatra genossen, andererseits gab es auch keine Grenzen für die negativen und erniedrigenden Verhaltensweisen, die sie definierten. Gelegentlich, weit nach Mitternacht, nach Stunden des Feierns und der Partys im Palast, verkleidete sich Antonius als Diener. Angetrieben von Alkohol, dann zog er los auf die Straßen, auf der Suche nach aufregenden Abenteuern. Oft ging Kleopatra selbst mit Antonius aus, ähnlich verkleidet. Bei diesen Ausflügen geriet Antonius oft in Schwierigkeiten und riskante Situationen. Er beteiligte sich an Straßenkrawallen und betrunkenen Kämpfen, alles zur Belustigung von Kleopatra und sich selbst. Geschichten über diese Abenteuer verbreiteten sich anschließend unter den Leuten. Einige Menschen bewunderten die freundliche und fröhliche Natur ihres seltsamen Besuchers, während andere auf ihn herabsahen, weil er sich wie ein Tier verhielt. Antonius und Kleopatra genossen unschuldige Vergnügungen und Freuden. Sie unternahmen Ausflüge auf dem Nil und organisierten Partys auf dem Wasser im Hafen und in ländlichen Gebieten in der Nähe der Stadt. Einmal gingen sie zu einer Angelpartie mit Booten im Hafen. Antonius' Angelversuche waren erfolglos, und er schämte sich bei dem Gedanken, dass Kleopatra sein Missgeschick bezeugen könnte. Um dies zu vermeiden, arrangierte er heimlich mit einigen Fischern, dass sie unter Wasser tauchen, ungesehen, und Fische an seinen Haken befestigen sollten. Mit diesem Plan fing er sehr schnell sehr große und schöne Fische. Kleopatra jedoch war zu vorsichtig, um durch einen solchen Trick leicht getäuscht zu werden. Sie beobachtete das Manöver, tat jedoch so, als hätte sie es nicht bemerkt. Stattdessen zeigte sie viel Überraschung und Freude über Antonius' Glück und beeindruckende Fähigkeit. Am folgenden Tag wollte sie wieder angeln gehen, also wurde eine weitere Gruppe gebildet, genau wie am Vortag. Allerdings instruierte sie heimlich einen anderen Fischer, einen getrockneten und gesalzenen Fisch vom Markt zu kaufen. Dann, als sich die Gelegenheit bot, tauchte er unter den Booten zum Haken und befestigte ihn, bevor Antonius' Taucher es tun konnten. Der Plan funktionierte gut, und vor einer glücklichen Menge fing Antonius stolz einen großen Fisch. Es wurde jedoch schnell allen klar, dass der Fisch bereits konserviert und getrocknet war, eine Art Fisch, die üblicherweise auf dem Markt gekauft wurde, was den Trick offenbarte. Es war eine Art von Fisch, die ursprünglich aus Kleinasien stammte. Die Boote und das Wasser um sie herum waren erfüllt von Lachen und Freude über dieses Ereignis. Während Antonius mit anrüchigen Aktivitäten beschäftigt war und sich in Alexandria schuldigen Vergnügungen hingab, wurde seine Frau Fulvia zu Hause zunehmend verzweifelt. Nachdem sie alle anderen Optionen ausgeschöpft hatte, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, griff sie zur Kriegserklärung, in der Hoffnung, der Konflikt würde ihn dazu bewegen, zurückzukommen. Fulvia hatte viel Energie, Einfluss und Talent. Sie versammelte eine Armee, errichtete ein Lager, führte die Truppen und sandte Antonius Nachrichten über die Gefahren, die seine Sache gefährden könnten, was ihn sehr ängstigte. Unterdessen gab es Berichte über große Katastrophen in Kleinasien und Aufstände in den Provinzen, für die Antonius verantwortlich war. Antonius erkannte, dass er seine Besessenheit mit Kleopatra beenden und sich von ihr distanzieren musste, sonst würde er einem vollständigen und unwiderruflichen Ruin gegenüberstehen. Er bemühte sich sehr, zu entkommen. Er verabschiedete sich von der Königin, bestieg schnell eine Flotte von Schiffen und segelte nach Tyros. Dies ließ Kleopatra in ihrem Palast zurück, verärgert, enttäuscht und genervt. Kapitel 11 Wiedervereinigung in Ägypten, Kleopatra und Antonius gegen die Welt. Nachdem sie sich von Antonius getrennt hatte, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, verlor Kleopatra ihn für einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren. Antonius selbst stand während dieser Zeit vor zahlreichen Herausforderungen und Risiken und erlebte viele bedeutende Ereignisse, die hier nicht im Detail beschrieben werden können. Sein Leben in dieser Periode war geprägt von ständigem Wandel und Aufregung,
wahrscheinlich gekennzeichnet durch Bedauern der Vergangenheit und Sorgen um die Zukunft. Bei seiner Ankunft in Tyros stand er vor einer schwierigen Entscheidung, ob er nach Kleinasien oder Rom gehen sollte. Beide Orte benötigten dringend seine Anwesenheit. Der von Fulvia ausgelöste Krieg wurde teilweise durch die Rivalität zwischen Octavius und Antonius angeheizt und den Zusammenprall ihrer Interessen mit denen ihres Mannes. Antonius war wütend auf sie, weil sie seine Angelegenheiten schlecht gehandhabt und einen Krieg verursacht hatte. Schließlich vereinten sich Antonius und Fulvia wieder in Athen. Fulvia war in diese Stadt gegangen und war dort sehr krank, entweder aufgrund einer Krankheit oder weil sie ständig besorgt, frustriert und gestresst war. Sie hatten ein hitziges Treffen. Keine der Seiten war bereit, der anderen Freundlichkeit zu zeigen. Antonius verließ seine Frau abrupt und hart, nachdem er ihr alles vorgeworfen hatte. Kurz darauf starb sie, was Antonius zum Vorteil gereichte. Ihr Tod führte zu einer Versöhnung zwischen Antonius und Octavius. Fulvia hatte aktiv gegen Octavius opponiert und Pläne gegen ihn organisiert. Infolgedessen hegte Octavius Groll gegen sie und Antonius. Jetzt, da sie tot war, schien eine Versöhnung möglich. Octavius hatte eine Schwester namens Octavia, die mit einem römischen General namens Marcellus verheiratet gewesen war. Octavia war eine schöne und vollendete Frau, mit einer ganz anderen Persönlichkeit im Vergleich zu Fulvia. Sie war sanft, liebevoll und freundlich, bevorzugte Frieden und Harmonie, anstatt durch kraftvolles und aggressives Verhalten Einfluss auszuüben. Der Ehemann von Octavia war zu dieser Zeit verstorben. Während der Gespräche und Interaktionen zwischen Antonius und Octavius kamen sie auf die Idee, dass Antonius Octavia heiraten sollte. Diese Heirat wurde als Möglichkeit gesehen, die Versöhnung zu festigen und zu stärken. Schließlich stimmten alle diesem Vorschlag zu. Antonius war erfreut, eine so einfache Lösung für seine Probleme gefunden zu haben. Die Römer und die Behörden in Rom wollten auch, dass diese Vereinbarung zustande kommt, weil sie wussten, dass der Weltfrieden davon abhängt, wie diese beiden Männer miteinander umgingen. Es gab jedoch ein Gesetz in Rom, das es Witwen verbot, sich für eine bestimmte Zeit nach dem Tod ihres Ehemannes wieder zu verheiraten. Diese Zeit war für Octavia noch nicht abgelaufen. Die Entschlossenheit, diese Union zu ermöglichen, war so intensiv, dass das Gesetz speziell geändert wurde, um ihre Situation zu berücksichtigen. Folglich konnten Antonius und Octavia ohne Verzögerung ihre Hochzeit fortsetzen. Das Reich wurde zwischen Octavius und Antonius aufgeteilt, wobei Octavius den westlichen Teil und Antonius den östlichen Teil erhielt. Antonius hatte wahrscheinlich keine starken Gefühle der Liebe für seine neue Frau, trotz ihrer Schönheit und Freundlichkeit. Ein Mann, der das Leben geführt hatte, das er geführt hatte, könnte es schwierig gefunden haben, zu diesem Zeitpunkt starke und reine Bindungen zu formen. Jedoch war er erfreut über die Neuheit seiner Ehe und schien vorübergehend die Abwesenheit von Kleopatra zu vergessen. Er blieb 1 Jahr lang bei Octavia. Dann verließ er sie für bestimmte militärische Missionen, die ihn eine Weile von ihr fernhielten. Er kam zurück, verließ sie dann aber erneut. Während dieser Zeit hatte Octavia einen positiven und wohltuenden Einfluss auf ihn und Octavius. Sie spielte eine entscheidende Rolle dabei, ihre Streitigkeiten zu besänftigen und ihre Zweifel und Unsicherheiten zu lindern. Ihre Bemühungen waren sehr erfolgreich. Sie schaffte es, sie zusammenzubringen und ihre Differenzen zu lösen, kurz bevor sie in den Krieg ziehen wollten. Octavias Handlungen waren mutig und entschlossen, zugleich aber auch sanft und bescheiden. Während dieser gefährlichen Zeit war sie in Griechenland mit ihrem Ehemann. Sie überzeugte ihn, sie zu ihrem Bruder nach Rom gehen zu lassen. Sie glaubte, sie könnte die bevorstehenden Probleme lösen. Antonius stimmte zu und ließ sie gehen. Sie ging nach Rom und traf ihren Bruder vor seinen 2 wichtigsten Beamten. Dort flehte sie um ihren Ehemann, weinend. Sie verteidigte seine Handlungen, erklärte die Dinge, die schlecht erschienen, und bat ihren Bruder, nichts zu tun, was sie von sehr glücklich zu sehr traurig machen würde. Octavia sagte: »Berücksichtige meine Situation. Jeder beobachtet mich. Ich bin mit einem der mächtigsten Männer der Welt verheiratet und die Schwester eines anderen. Wenn du unüberlegte Handlungen zulässt, die zum Krieg führen, werde ich zerstört. Egal, ob mein Ehemann oder mein Bruder besiegt wird, mein Glück wird für immer verloren gehen.«
Octavius liebte seine Schwester wirklich, und er war von ihren Bitten so beeinflusst, dass er zustimmte, Antonius zu treffen, um zu sehen, ob sie ihre Probleme lösen könnten. Dieses Treffen fand an einem Fluss statt, wo beide Generäle in separate Boote stiegen und aufeinander zuruderten, bis sie sich in der Mitte des Flusses trafen. Ein Treffen fand statt, bei dem alle ungelösten Fragen zumindest vorübergehend erfolgreich gelöst wurden. Jedoch wurde Antonius nach einer Weile seiner Frau überdrüssig und sehnte sich erneut nach Kleopatra. Er ließ Octavia in Rom zurück und reiste ostwärts, unter dem Vorwand, sich um die Angelegenheiten des Reiches in dieser Region zu kümmern. Stattdessen ging er nach Alexandria und nahm seine frühere enge Beziehung zur ägyptischen Königin wieder auf. Octavius war darüber sehr verärgert. Der Ärger, den er früher gegenüber Antonius empfunden hatte und den Octavia zuvor hatte mildern können, kehrte nun stärker zurück. Dieses Wiederaufleben geschah, weil er sehr verärgert darüber war, wie seine Schwester behandelt wurde. Die öffentliche Meinung in Rom wandte sich ebenfalls stark gegen Antonius. Spottgedichte wurden verfasst, um ihn und Kleopatra zu verspotten, und die Menschen kritisierten sein Verhalten stark. Octavia war von allen geliebt, und das Mitgefühl für sie intensivierte die öffentliche Wut auf den Mann, der jemanden so freundlichen, sanften und treuen wie sie verraten konnte. Nachdem er einige Zeit in Alexandria verbracht und die Verbindung zu Kleopatra wieder aufgenommen hatte, verließ Antonius erneut die Stadt und überquerte das Meer nach Asien. Dort warteten wichtige militärische Aufgaben auf ihn. Sein Ziel war es, diese Aufgaben zu erledigen und so schnell wie möglich nach Ägypten zurückzukehren. Er stellte jedoch fest, dass er es nicht ertragen konnte, auch nur kurze Zeit von Kleopatra getrennt zu sein. Er dachte ständig an sie und vermisste die angenehmen Momente, die sie in Ägypten verbracht hatten. Er wollte sie verzweifelt wiedersehen, was es ihm unmöglich machte, sich auf seine Verantwortlichkeiten im Lager zu konzentrieren. Infolgedessen wurde er ängstlich, ineffektiv und nachlässig, und fast alles, was er versuchte, scheiterte. Die Soldaten wussten, warum ihr Kommandant sie vernachlässigte, und sie waren sehr wütend darüber. Ihre Unzufriedenheit breitete sich im Lager aus, mit viel leisem Gemurmel und vielen Beschwerden. Antonius jedoch, wie andere in seiner Position, war sich all dieser Zeichen der Unzufriedenheit nicht bewusst. Er hätte sie wahrscheinlich ignoriert, selbst wenn er sie bemerkt hätte. Überwältigt von seiner Sehnsucht nach seiner Geliebten, beschloss er, die Reise quer durch das Land zu machen, obwohl es Winter war. Er machte sich auf den Weg zur Küste, wo er sich mit Kleopatra treffen hatte arrangieren lassen. Die Armee stand während dieser Reise vor sehr schwierigen Bedingungen. Sobald Antonius die Reise begann, war er so begierig voranzukommen, dass er seine Truppen schneller marschieren ließ, als sie fähig waren. Sie hatten auch keine geeigneten Zelte oder ausreichende Lebensmittelvorräte. Infolgedessen mussten sie nach einem ermüdenden Marschtag oft im Freien in den Bergen schlafen, mit begrenzten Möglichkeiten, ihren Hunger zu stillen und wenig Schutz vor dem kalten Regen oder Schneestürmen. Während dieses Marsches starben 8000 Männer an Kälte, Erschöpfung und Unterkühlung. Dies könnte ein größeres Opfer gewesen sein als je zuvor, bedingt durch die intensive Leidenschaft und Ungeduld des Liebenden. Als er das Ufer erreichte, ging Antonius zu einem Seehafen nahe Sidon, wo Kleopatra erwartet wurde. Leider blieb nur ein kleiner Teil seiner Armee übrig, und diejenigen, die überlebten, befanden sich in einem erbärmlichen Zustand der Verarmung. Als der erwartete Zeitpunkt von Kleopatras Ankunft näher rückte, wurde Antonius' Sehnsucht, sie zu sehen, immer intensiver. Jedoch kam sie nicht so schnell an, wie er gehofft hatte, und während der Verzögerung schien er von einer Mischung aus Liebe und Trauer verzehrt zu werden. Er wurde still, versunken in Gedanken und erfüllt von Traurigkeit. Er dachte nur an Kleopatras Ankunft und hatte kein Interesse an anderen Plänen. Er beobachtete ständig nach ihr und verließ gelegentlich während des Abendessens den Tisch, um allein zum Ufer zu gehen. Dort stand er und blickte traurig auf das Meer und sagte zu sich selbst: Warum kommt sie nicht? Die Armee mochte ihn stark nicht und verspottete ihn wegen seiner Besessenheit mit Kleopatra, aber er ignorierte ihre Gefühle und blieb auf ihre Ankunft konzentriert.
Schließlich kam sie und brachte eine große Lieferung von Kleidung und anderen notwendigen Gegenständen für Antonius' Armee. Dies erfreute ihn nicht nur, sondern bot auch wichtige Unterstützung für seine militärischen Herausforderungen. Nachdem er einige Zeit genossen hatte, wieder mit Kleopatra zusammen zu sein, begann Antonius über die Angelegenheiten seiner Regierung nachzudenken, die zunehmend seine Aufmerksamkeit forderten. Er begann, dringende Anfragen aus verschiedenen Orten zu erhalten, die ihn zum Handeln drängten. Während ihrer Zeit in Rom wurde Octavia immer besorgter, denn sie erhielt beunruhigende Nachrichten über die Situation ihres Mannes und seine Besessenheit mit Kleopatra. In einem letzten Versuch, die Dinge zu regeln, war sie entschlossen, ihn zurückzubringen. Sie bat ihren Bruder, ihr zu erlauben, Soldaten zu rekrutieren und Ressourcen zu sammeln. Dann plante sie, nach Osten zu gehen, um ihn zu unterstützen. Octavius stimmte ihrer Bitte zu und half sogar, Octavia vorzubereiten. Es wird jedoch gesagt, dass er von seinem festen Glauben beeinflusst wurde, dass der Versuch seiner Schwester, ihren Ehemann zurückzuerobern, scheitern würde. Er dachte, dass Antonius von den Römern als völlig im Unrecht angesehen werden würde, was zu seinem endgültigen Untergang führen würde. Octavia war froh, die Hilfe ihres Bruders für ihr Projekt zu erhalten, egal aus welchem Grund er sie gewährte. Sie versammelte eine große Gruppe von Soldaten, sammelte viel Geld und beschaffte Kleidung, Zelte und Vorräte für die Armee. Als alles vorbereitet war, verließ sie Italien und ging an Bord eines Schiffes, nachdem sie ihrem Ehemann eine Nachricht geschickt hatte, dass sie unterwegs sei. Kleopatra begann zu befürchten, dass sie Antonius wieder verlieren könnte. Um ihre Macht über ihn zu behalten, griff sie auf ihre üblichen Tricks zurück. Sie sagte nichts, sondern verhielt sich wie jemand, der wegen eines Geheimnisses leidet oder traurig ist. Es gelang ihr häufig, beim Weinen ertappt zu werden. In solchen Situationen wischte sie schnell ihre Tränen weg und setzte ein lächelndes Gesicht auf, tat so, als wäre sie glücklich, obwohl sie von Angst und Traurigkeit belastet war. Wenn Antonius in der Nähe war, erschien sie extrem glücklich, ihn zu sehen, und sah ihn mit einem tief liebevollen Ausdruck an. Wenn sie von ihm getrennt war, verbrachte sie ihre Zeit allein. Sie war immer still, traurig und weinte häufig. Sie sorgte dafür, dass Antonius von ihren verborgenen Sorgen und Leiden erfuhr. Sie wollte, dass er versteht, dass all dies wegen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Angst, dass er sie verlassen könnte, war. Die Freunde und Geheimagenten von Kleopatra, die Antonius über diese Dinge informierten, appellierten auch direkt an ihn, sie zu bevorzugen. Sie argumentierten kühn, dass Kleopatras Liebe zu Antonius wichtiger sei als die von Octavia. Ihrer Meinung nach war Octavia nur kurz seine Frau gewesen, während Kleopatra ihm viele Jahre lang tief ergeben war. Octavia habe ihn geheiratet, behaupteten sie, nicht aus Liebe, sondern aus politischen Gründen, um ihren Bruder zufriedenzustellen und ein politisches Bündnis mit ihm zu festigen. Andererseits habe sich Kleopatra ihm vollständig und bedingungslos hingegeben, allein getrieben von einer persönlichen Zuneigung, der sie nicht widerstehen konnte. Sie hatte alles für ihn aufgegeben. Sie verlor ihren Ruf und die Liebe ihrer Untertanen und wurde von allen kritisiert. Nun verließ sie ihr Heimatland, um ihn in seiner schwierigen Lage zu unterstützen. Angesichts all dessen, was sie für ihn getan, erduldet und aufgegeben hatte, wäre es äußerst grausam und nicht zu rechtfertigen, wenn er sie jetzt verlassen würde. Sie würde eine solche Verlassenheit nie bewältigen können. Ihr ganzes Wesen war so tief mit ihm verbunden, dass sie dahinschwinden und vergehen würde, sollte er sie in diesem Moment verlassen. Antonius war sehr beunruhigt und aufgebracht über die Komplikationen, in denen er sich befand. Es war seine Pflicht und vielleicht sogar sein Wunsch, sein Ehrgeiz, und jede vernünftige und strategische Entscheidung sagte ihm, dass er diese Fallen sofort verlassen und Octavia treffen sollte. Aber die Festung, die ihn hielt, war zu mächtig, um gebrochen zu werden. Er erlag der Traurigkeit und den Tränen von Kleopatra. Er sandte eine Nachricht an Octavia, die sich in Athen, Griechenland, befand, und sagte ihr, dass sie nicht näher kommen solle. Octavia, die ihrem Mann gegenüber keinen Ärger zeigte, fragte, was sie mit den Soldaten, dem Geld und den Vorräten tun sollte, die sie brachte. Antonius sagte ihr, sie solle sie in Griechenland lassen.
Octavia tat, wie ihr geheißen wurde, und kehrte traurig nach Hause zurück. Als sie Rom erreichte, kontaktierte Octavius, ihr Bruder, der zutiefst über Antonius' verächtliches Verhalten verärgert war, sofort seine Schwester und drängte sie, Antonius' Residenz zu verlassen und zu ihm zu stoßen. Octavius erklärte, dass es wesentlich sei, dass sie ihre Selbstachtung bewahre und nicht weiter unter demselben Dach wie ein solcher Mann wohne. Octavia sagte, sie würde das Haus ihres Mannes nicht verlassen. Dieses Haus sei ihre Pflicht, egal was ihr Mann tat, und sie würde dort bleiben. Also ging sie zurück in ihr altes Zuhause und kümmerte sich mit Geduld und trauriger Hingabe um die Familie und die Kinder. Eines dieser Kinder war Antonius' Sohn aus seiner früheren Ehe mit Fulvia. In der Zwischenzeit erfüllte Octavia pflichtbewusst und traurig ihre Rollen als Ehefrau und Mutter im Haus ihres Mannes in Rom. Andererseits begleitete Antonius Kleopatra nach Alexandria und frönte erneut einem Leben voller sündhafter Freuden. Die erstaunliche Denkweise dieser wunderbaren und engagierten Ehefrau beeindruckte alle. Jedoch hatte es einen weiteren Effekt, den Octavia wahrscheinlich nicht mochte. Es brachte die Menschen dazu, wütend auf die unwürdige Person zu sein, die diese außergewöhnliche Freundlichkeit erhielt. Unterdessen ergab sich Antonius vollständig dem Einfluss und der Kontrolle von Kleopatra. Er verwaltete alle Angelegenheiten des Römischen Reiches im Osten auf eine Weise, die am besten Kleopatras Ambitionen und Ruf diente. Er wählte Alexandria als seine Hauptstadt und veranstaltete dort prächtige Triumphfeiern. Zusammen mit Kleopatra und ihrem Gefolge inszenierte er prunkvolle Expeditionen nach Asien und Syrien. Großzügig schenkte er ihr ganze Provinzen und erhob ihre 2 Söhne, Alexander und Ptolemaios, früh in ihrer Beziehung geboren, in prominente Positionen, indem er sie als seine eigenen anerkannte. Die in Rom getroffenen Maßnahmen hatten schwere Folgen für Antonius' Ruf. Octavius informierte den römischen Senat und das Volk über alles Geschehene, wobei er Antonius' Missmanagement und Fehlverhalten als Grundlage für schwere Anschuldigungen gegen ihn verwendete. Als Antonius von diesen Entwicklungen erfuhr, schickte er seine Vertreter nach Rom, um Anschuldigungen gegen Octavius zu erheben. Diese Gegenanschuldigungen hatten jedoch keinen Effekt. Die öffentliche Meinung wandte sich in der Hauptstadt gegen ihn, und Octavius begann sich auf den Krieg vorzubereiten. Antonius erkannte, dass er sich auf die Selbstverteidigung vorbereiten musste. Kleopatra schloss sich begeistert seinen Plänen zu diesem Zweck an. Antonius begann damit, Soldaten zu rekrutieren, Kriegsschiffe und Galeeren auszurüsten und Geld sowie militärische Vorräte von den östlichen Provinzen und Königreichen zu fordern. Kleopatra gab ihm Zugang zu allen Ressourcen Ägyptens. Sie versorgte ihn mit großen Geldmengen und einer unbegrenzten Versorgung mit Getreide, das sie aus ihren Gebieten im Niltal bezog. Die verschiedenen Teile der riesigen Armee, die versammelt wurde, sollten sich in Ephesus treffen, wo Antonius und Kleopatra darauf warteten, sie zu empfangen. Sie waren dorthin gegangen, nachdem sie ihre Vorbereitungen in Ägypten abgeschlossen hatten und bereit waren, die Kampagne zu beginnen. Als alles für die Abreise aus Ephesus vorbereitet war, glaubte Antonius, es wäre klug, wenn Kleopatra nach Ägypten zurückkehren und er allein mit der Flotte Octavius gegenübertreten würde. Jedoch bestand Kleopatra darauf, nicht zu gehen. Sie konnte es nicht riskieren, Antonius alleine zu lassen, da sie fürchtete, dass er Frieden mit Octavius machen und zu Octavia zurückkehren könnte und sie zurücklassen würde. Sie schaffte es, Antonius davon zu überzeugen, sie an seiner Seite zu behalten, indem sie seinen obersten Berater, Canidius, bestach. Nachdem Canidius Geld von Kleopatra angenommen hatte, täuschte er Unparteilichkeit in seinem Rat vor. Er behauptete, es wäre ungerecht, Kleopatra von der möglichen Ehre des Krieges auszuschließen, insbesondere angesichts ihres erheblichen Beitrags zur Finanzierung. Darüber hinaus bestand ein bedeutender Teil der Armee aus ägyptischen Soldaten. Wenn Kleopatra abreisen würde, würden sie demoralisiert und im Konflikt weniger effektiv sein, verglichen mit der Motivation durch die Präsenz ihrer Königin. Außerdem sollte Kleopatra nicht als Belastung oder Anlass zur Sorge angesehen werden, wie viele andere Frauen, die sich einer militärischen Expedition anschließen könnten. Stattdessen würde sie als wertvolle Beraterin und Unterstützerin dienen.
Nach seiner Meinung war sie eine kluge, aktive und starke Königin, erfahren in der Führung von Armeen und der Handhabung staatlicher Angelegenheiten. Ihre Hilfe bei der Expedition würde voraussichtlich erheblich zum Erfolg beitragen. Antonius ließ sich von diesen Argumenten überzeugen, und sie kamen schließlich überein, dass Kleopatra mit ihm gehen würde. Antonius wies dann die Flotte an, zur Insel Samos zu fahren. Sie ankerten dort und blieben eine Weile, warteten auf die Ankunft weiterer Soldaten und darauf, dass andere Dinge abgeschlossen wurden. Antonius, als er seinem Untergang nahe war, wurde zunehmend besessen. Anstatt sich auf die Vorbereitung des bevorstehenden Konflikts zu konzentrieren, verschwendete er seine Zeit mit Partys, Spielen und rücksichtslosem Verhalten. Das ist nicht überraschend. In Situationen wie dieser greifen Männer oft zu ähnlichen Methoden, um sich in gewissem Maße vor Schuldgefühlen und den Sorgen, die sie heimsuchen, zu schützen. Sie neigen dazu, diese dunklen Gedanken durch Trinken und Feiern zu verdrängen. Antonius teilte diese Meinung. Deshalb wurde eine große Versammlung von Schauspielern, Akrobaten, Clowns, Komikern und Unterhaltern angewiesen, sich in Samos zu versammeln und den Hof von Antonius mit enormer Begeisterung zu faszinieren. Die Insel war erfüllt von wilden Partys und Feierlichkeiten. Die Menschen waren erstaunt über die extravaganten Festlichkeiten, die sie für unangemessen für den Anlass hielten. Sie fragten sich, welche Art von noch größeren Feierlichkeiten Antonius planen würde, wenn er die Schlacht gewänne. Nach einer Weile verließen Antonius und Kleopatra zusammen mit einer großen Gruppe von Anhängern Samos. Sie überquerten das Ägäische Meer und kamen in Griechenland an. Von dort reisten sie nach Athen. Die Flotte begann ihre Reise, indem sie westlich von Samos segelte und dann um Tainarus, den südlichsten Punkt Griechenlands, herumfuhr. Nach diesem Manöver fuhr sie entlang der westlichen Küste der Halbinsel nach Norden. Kleopatra wollte aus einem bestimmten Grund nach Athen gehen. Octavia hatte Athen während ihrer Reise besucht, um ihren Ehemann mit zusätzlichen Truppen und Unterstützung zu treffen. Während Octavia in Athen war, hatten die Menschen dort Mitleid mit ihrer schwierigen Situation und bewunderten ihre mutige Haltung angesichts der Widrigkeiten. Sie zeigten ihr viel Respekt und ehrten sie während ihrer Zeit in Athen. Kleopatra wollte an denselben Ort gehen und ihren Reichtum und ihre Macht über Antonius zur Schau stellen, um zu beweisen, dass sie besser als Octavia war. Es scheint, dass sie nicht zulassen wollte, dass die unglückliche Ehefrau, der sie so grausam Unrecht getan hatte, auch nur einen Platz in den Herzen der Menschen dieser fremden Stadt hatte. Stattdessen versuchte sie töricht, den Einfluss ihrer vermeintlichen Unschuld zu löschen, indem sie den florierenden Erfolg ihres schamlosen Fehlverhaltens offen zur Schau stellte. Sie hatte Erfolg mit ihren Plänen. Die Menschen in Athen waren erstaunt und verwirrt über die große Pracht, die Kleopatra ihnen zeigte. Sie gab große Mengen Geld an die Menschen. Im Gegenzug ehrte die Stadt sie großartig. Antonius selbst, der vorgab, ein Bürger von Athen zu sein, war einer der Menschen. Kleopatra empfing die Delegation in ihrem Palast. Der Empfang wurde mit den prächtigsten und beeindruckendsten Zeremonien abgehalten. Es hätte erwartet werden können, dass Kleopatras intensive und unnatürliche Feindseligkeit gegenüber Octavia nun befriedigt wäre, aber das war nicht der Fall. Während Antonius in Athen war, höchstwahrscheinlich beeinflusst von Kleopatra, sandte er eine Nachricht nach Rom, in der er Octavia verstoß und ihr befahl, sein Haus zu verlassen. Octavia fügte sich und verließ mit den Kindern ihr Zuhause, während sie um ihr grausames Schicksal trauerte. Währenddessen, als all diese Dinge im Osten geschahen, bereitete sich Octavius auf die bevorstehende Krise vor. Er schritt nun mit einer starken Flotte voran. Er hatte die Unterstützung des römischen Senats und des Volkes, da sie ein Dekret verabschiedet hatten, um Antonius von seiner Machtposition zu entfernen. Die Anschuldigungen gegen ihn betrafen alle nur geringfügige Verbrechen und Fehlverhalten, die aufgrund seiner Verbindung mit Kleopatra geschahen. Octavius gelang es, ein Testament zu beschaffen, das Antonius vor seiner Abreise aus Rom verfasst hatte und das er an einem Ort aufbewahrt hatte, von dem er dachte, er sei sehr sicher. Die Hüter dieses Testaments weigerten sich, es Octavius zu geben, als er danach fragte. Sie sagten jedoch, sie würden ihn nicht aufhalten, wenn er es nehmen wollte.
Octavius beschloss, das Testament zu nehmen und es dem römischen Senat vorzulesen. Das Testament besagte unter anderem, dass, sollte Octavius in Rom sterben, sein Körper nach Alexandria gesandt und Kleopatra übergeben werden sollte. Es zeigte auch ein Maß an Gehorsam und Loyalität gegenüber der ägyptischen Königin, das für einen römischen Führer als inakzeptabel angesehen wurde. Antonius wurde auch beschuldigt, Städte und Provinzen zu plündern, um Geschenke an Kleopatra zu machen. Es hieß, er habe ihr eine Bibliothek von 200.000 Büchern aus Pergamon geschickt, um die zu ersetzen, die Julius Caesar versehentlich verbrannt hatte. Zusätzlich wurde Antonius dafür kritisiert, dass er Kleopatras Söhne, trotz ihrer niedrigen Geburt, in Machtpositionen innerhalb der römischen Regierung beförderte. Viele fanden, dass sein Verhalten gegenüber Kleopatra die Würde, die von einem römischen Offizier erwartet wurde, untergrub. Zum Beispiel, wenn er einem Gerichtsverfahren vorsaß, erhielt er Liebesbriefe, die ihm von Kleopatra geschickt wurden. Er wandte dann sofort seine Aufmerksamkeit von den laufenden Verfahren vor ihm ab, um die Briefe zu lesen. Fußnote: Diese Briefe basierend auf Kleopatras Entscheidung, alles, was mit ihr und Antonius zu tun hatte, teuer und extravagant zu gestalten, waren auf Tafeln aus Onyx, Kristall oder anderen wertvollen Steinen eingraviert. Manchmal tat er dies, während er auf dem Thron saß und Botschafter sowie Fürsten traf. Kleopatra schickte wahrscheinlich während solcher Anlässe diese Briefe, um ihre Macht zu demonstrieren und ihrer spielerischen Natur nachzugeben. Einmal, wie Octavius vor dem römischen Senat argumentierte, hörte Antonius einen sehr wichtigen Fall. Während einer der Hauptredner der Stadt mit ihm über den Fall sprach, ging Kleopatra vorbei. Antonius stand sofort auf, verließ das Gericht ohne Formalitäten und folgte ihr. Antonius' Handlungen und Geschichten über ihn machten ihn unbeliebt, was dazu führte, dass seine Freunde ihn verließen und seine Feinde gewannen. Eine Entscheidung wurde gegen ihn getroffen und Octavius erhielt die Macht, diese durchzusetzen. Während Antonius mit seiner Flotte und Armee westwärts zog, bewegte sich Octavius ost- und südwärts vom Adriatischen Meer, um ihn zu konfrontieren. Im Laufe der Zeit, nach vielen Manövern und Verzögerungen, trafen die beiden Armeen nahe einem Ort namens Actium aufeinander, der an der westlichen Küste von Epirus, nördlich von Griechenland, liegt. Beide Kommandeure verfügten über starke Flotten auf See und große Armeen an Land. Antonius hatte mehr Landtruppen, aber seine Flotte war nicht so mächtig wie die von Octavius. Antonius bevorzugte es, die Hauptschlacht an Land auszutragen, aber Kleopatra weigerte sich. Sie ermutigte ihn, Octavius auf dem Meer zu bekämpfen. Man glaubte, dass sie eine sicherere Fluchtroute haben wollte, falls sie die Schlacht verlieren würden. Sie glaubte, dass sie schnell nach Alexandria segeln könnten, wenn sie besiegt würden. Allerdings wusste sie nicht, was mit ihr geschehen würde, wenn sie an Land verlieren würden. Die Berater und Führer in der Armee rieten Antonius dringend, sich nicht auf das Meer zu verlassen. Trotz all ihrer Argumente und Einwände ignorierte Antonius sie. Kleopatra war entschlossen, die Dinge auf ihre Weise zu machen. Am Morgen der Schlacht, als die Schiffe aufgereiht waren, kommandierte Kleopatra eine Gruppe von 50 oder 60 ägyptischen Schiffen. Diese Schiffe waren voll besetzt und gut vorbereitet mit Masten und Segeln. Kleopatra sorgte dafür, dass alles bereit war für eine schnelle Flucht, für den Fall der Fälle. Sie positionierte ihre Schiffe als Rückendeckung und beobachtete eine Weile still das Gefecht. Die Schiffe von Octavius rückten vor, um Antonius' Schiffe anzugreifen. Die Männer kämpften von Deck zu Deck mit Speeren, Enterhaken, brennenden Pfeilen und anderen zerstörerischen Waffen. Antonius' Schiffe standen vor vielen Herausforderungen. Sie hatten nicht nur weniger Schiffe als Octavius, sondern waren auch in Bezug auf die Fähigkeiten der Besatzung und die Qualität ihrer Waffen unterlegen. Dennoch war es ein sehr hartnäckiger Konflikt. Kleopatra jedoch wartete nicht ab, wie es letztendlich entschieden wurde. Da die Kräfte von Antonius nicht sofort gewannen, begann sie bald ihren Befürchtungen über den Ausgang nachzugeben und geriet schließlich in Panik und beschloss zu fliehen. Sie befahl den Ruderern zu rudern und die Segel zu setzen. Dann machte sie sich gewaltsam durch einen Teil der Flotte, die im Kampf verwickelt war, einen Weg,
verwirrend, als sie vorbeikam. Sie erreichte das Meer und segelte dann mit voller Geschwindigkeit die Küste entlang nach Süden. Als Antonius erkannte, dass Kleopatra floh, konzentrierte er sich vollkommen auf sie und wurde von seiner intensiven Hingabe angetrieben. Er rief schnell eine Galeere mit 5 Reihen von Ruderern, um mit aller Macht Kleopatras fliehender Flotte nachzujagen. Kleopatra sah eine schnelle Galeere, die ihr vom Deck ihres Schiffes aus entgegenkam. Sie gab ein Signal am Heck des Schiffes, auf dem sie sich befand, damit Antonius wusste, auf welches der 50 fliegenden Schiffe er zusteuern sollte. Antonius folgte dem Signal und näherte sich Kleopatras Schiff, wo die Matrosen ihn hochhoben und ihm halfen, an Bord zu gehen. Kleopatra war verschwunden. Sie fühlte sich beschämt und verwirrt, unfähig, der Person gegenüberzutreten, die sie unumkehrbar verletzt hatte. Antonius suchte nicht nach ihr. Er blieb still, ging zum Bug des Schiffes und brach dort alleine zusammen. Er bedeckte seinen Kopf mit seinen Händen, wirkte betäubt, überwältigt von Entsetzen und Verzweiflung. Jedoch riss er sich aus seiner Benommenheit, als ein Alarm in seiner Galeere ertönte, der signalisierte, dass sie verfolgt wurden. Er stand auf, griff nach einem Speer und bemerkte, als er das Quarterdeck erreichte, mehrere kleine Boote, gefüllt mit Männern und Waffen, die von hinten schnell auf seine Galeere zukamen. Antonius, nun frei von der Kontrolle seiner Zauberin und angetrieben von seiner Kühnheit und Entschlossenheit, forderte die Ruderer nicht auf, schneller zu rudern, um zu entkommen. Stattdessen befahl er dem Schiff, sich umzudrehen und seinen Verfolgern entgegenzutreten. Er steuerte sein Schiff mitten in sie hinein. Ein heftiger Konflikt brach aus. Das Geräusch und die Verwirrung wurden durch die Kollisionen zwischen den Booten und der Galeere verstärkt. Schließlich wurden alle Boote bis auf eines vertrieben. Dieses verbleibende Boot blieb in der Nähe, mit seinem Kommandanten, der auf dem Deck stand, einen Speer hielt und ihn auf Antonius richtete. Der Kommandant schien von einem starken Gefühl der Feindseligkeit und des Hasses angetrieben zu sein, begierig darauf wartend, eine Gelegenheit zu bekommen, den Speer zu werfen. Antonius fragte den Mann, wer er sei, da er mutig genug war, Antonius zu bedrohen. Der Mann antwortete, indem er seinen Namen nannte und sagte, dass er gekommen sei, um Rache für den Tod seines Vaters zu suchen. Dies enthüllte, dass er der Sohn eines Mannes war, den Antonius aus irgendeinem Grund hatte köpfen lassen. Es kam zu einem harten Kampf zwischen Antonius und seinem erbitterten Gegner. Letztendlich wurde der Gegner von Antonius vertrieben. Die Boote schafften es, einige von Antonius' Schiffen zu erobern, scheiterten jedoch daran, Antonius selbst zu fangen. Danach stellten sie die Verfolgung ein und kehrten zurück. Antonius ging zu seinem Sitz zurück, setzte sich, bedeckte sein Gesicht mit seinen Händen und empfand erneut dasselbe Gefühl der Verzweiflung und des Schmerzes wie zuvor. Wenn ein Paar überwältigendes Unglück und Leid erlebt, wenden sie sich natürlich einander zu, um Trost und Unterstützung zu finden. Dies unterschied sich von der Beziehung zwischen Antonius und Kleopatra. Das Gewissen, das in guten Zeiten ruhig und friedlich bleibt, wird intensiv und unerwartet, wenn es mit Unglück konfrontiert wird. Anstatt Trost und Unterstützung beieinander zu finden, fühlen sie nur mehr Schuld und Verzweiflung, was zu ihrer Enttäuschung und Traurigkeit beiträgt. Antonius war sehr aufgebracht und kommunizierte 3 Tage lang nicht mit Kleopatra. Kleopatra fühlte sich verwirrt und enttäuscht, während Antonius so geistig erregt war, dass sie sich ihm nicht nähern konnte. Einfach ausgedrückt schien es, als hätte die Vernunft vollständig die Kontrolle verloren. Sein Geist, der zwischen Momenten des Wahnsinns schwankte, erreichte gelegentlich einen Zustand erschreckender Raserei, gekennzeichnet durch unkontrollierbare Wut. Dann sank er in Perioden der Hoffnungslosigkeit und Apathie. Unterdessen segelten die Schiffe schnell entlang der westlichen Küste Griechenlands. Als sie Taenarus, den südlichsten Punkt der Halbinsel, erreichten, mussten sie anhalten und entscheiden, was zu tun war. Kleopatras Frauen gingen zu Antonius und versuchten, ihn zu beruhigen. Sie brachten ihm Essen. Sie überzeugten ihn, Kleopatra zu besuchen. Viele Handelsschiffe aus den Häfen entlang der Küste versammelten sich um Antonius' kleine Flotte und boten ihre Hilfe an. Sie versicherten ihm, dass seine Situation nicht hoffnungslos sei. Die Landarmee war nicht besiegt worden.
Es war noch ungewiss, ob seine Flotte erobert worden war. Sie versuchten, den Mut des Kommandanten wiederzubeleben und ermutigten ihn, einen weiteren Versuch zu unternehmen, sein Glück wiederherzustellen. Jedoch waren ihre Bemühungen erfolglos. Antonius war erfüllt von Verzweiflung. Kleopatra war entschlossen, nach Ägypten zurückzukehren, und er hatte keine andere Wahl, als sie zu begleiten. Er teilte seinen verbleibenden Schatz mit seinen engsten Anhängern und Freunden. Er gab ihnen auch Ratschläge, wie sie sich verstecken sollten, bis sie Frieden mit Octavius schließen konnten. Schließlich akzeptierte er die Niederlage und schloss sich Kleopatra in Alexandria an. Kapitel 12 – Von Macht zu Gift – Abschied einer Pharaonin. Die Geschichte von Marcus Antonius ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie verbotene Liebe jemanden in offensichtliches und anerkanntes Verderben führen kann. Solche Szenarien sind im täglichen Leben häufig, öfter, als man vielleicht realisiert. Doch Antonius' Geschichte, obwohl vielleicht nicht einzigartig, ist das berühmteste Beispiel, weit anerkannt und für alle sichtbar hervorgehoben. In seiner frühen Lebensphase war Antonius für seinen wilden und robusten Charakter bekannt und seinen unbeugsamen Willen so sehr, dass es schien, als könne ihn niemand kontrollieren. Er war ebenfalls von einem ambitionierten Geist angetrieben, der keine Grenzen kannte. Jedoch sehen wir ihn von einer Frau gefangen genommen und sich vollständig ihrem Einfluss hingebend, selbst während seiner erfolgreichen Karriere. Sie ersetzte alles Edle und Großzügige in seinem Herzen durch ihre Prinzipien der Bosheit und Grausamkeit. Sie löschte die Flammen seiner einst großartigen Ambitionen, die so weitreichend erschienen, dass sie für die Welt selbst zu groß schienen. An deren Stelle pflanzte sie in seiner Seele den Wunsch nach den niedrigsten, abscheulichsten und unwürdigsten Vergnügen. Sie beeinflusste ihn dazu, das öffentliche Vertrauen zu brechen und die Liebe und Unterstützung seiner Landsleute zu entfremden. Unter ihrem Einfluss wies er grausam die Freundlichkeit seiner treuen Frau zurück und vertrieb letztendlich seine Frau und Kinder aus ihrem Heim. Nun, auf feige und unehrenhafte Weise, wies sie ihn an, seine Pflichten als Soldat zu vernachlässigen. Sich dessen bewusst, dass ihr zu folgen Schande und Ruin bedeuten würde, fand er sich gefangen, unfähig, ihrem Einfluss zu entkommen. Die Wut über Antonius' feige Desertion seiner Flotte und Armee in der Schlacht bei Actium war weit verbreitet im gesamten Reich unter seinem Kommando. Es gab keine Rechtfertigung für einen solchen Rückzug. Seine Armee, die seine größte Machtquelle war, blieb unversehrt und seine Flotte wurde nicht einmal besiegt. Die Schiffe kämpften weiter bis zur Nacht, obwohl ihr Kommandant ihre Sache verraten hatte. Schließlich wurden sie besiegt. Die Armee, entmutigt und ohne Grund zum Widerstand, ergab sich ebenfalls. In sehr kurzer Zeit schloss sich das gesamte Land der Seite des Octavius an. In der Zwischenzeit waren Kleopatra und Antonius extrem verängstigt. Kleopatra schmiedete einen Plan, alle Schätze, die sie retten konnte, und einige Schiffe über den Isthmus von Suez in das Rote Meer zu bringen. Sie wollte in diese Richtung fliehen und an den Küsten Arabiens oder Indiens, weit entfernt von der gefürchteten Macht des Octavius, einen sicheren Zufluchtsort finden. Sie begann dieses Projekt und schickte ein paar ihrer Schiffe über den Isthmus. Die Araber jedoch fingen die Schiffe ab und töteten oder fingen die Männer an Bord. Infolgedessen wurde dieser riskante Plan schnell aufgegeben. Sie und Antonius beschlossen, sich in Alexandria niederzulassen und sich gegen Octavius zu verteidigen. Antonius, nachdem sich seine anfängliche Panik gelegt hatte, wurde zunehmend wütend und verbittert gegenüber allen. Er beschloss, die Verbindungen zu Kleopatra und ihren Freunden zu kappen. Er zog sich auf die Insel Pharos zurück, wo er eine Weile allein lebte, seine Taten bedauerte und sein unglückliches Schicksal beklagte. Er drückte seinen Ärger aus, indem er alle kritisierte und beschuldigte, die an seiner Situation beteiligt waren. Hier kamen ständig Nachrichten herein, die ihm berichteten, dass seine Armeen ihn nach und nach verließen, seine Provinzen in Griechenland und Kleinasien fielen und Octavius schnell an Macht über alles gewann.
Der ständige Strom schlechter Nachrichten machte ihn wütend und erfüllte ihn mit Zorn. Schließlich wurde er es leid, allein zu sein und Menschen zu hassen. Er versöhnte sich mit Kleopatra und kehrte in die Stadt zurück. Sie gaben all ihr verbleibendes Geld für Partys und ausschweifendes Verhalten aus. Sie versuchten, ihre Reue und Sorgen zu vergessen, indem sie tranken und Spaß hatten. Sie schlossen sich einer Gruppe von wilden Partygängern an, die genauso rücksichtslos waren wie sie. Sie taten ihr Bestes, um ihre Sorgen hinter falscher Fröhlichkeit zu verbergen, aber sie schafften es nicht. Octavius kam immer näher, und sie wussten, dass er sie bald mit seiner Wut konfrontieren würde. Sie fanden keinen Ort auf der Erde, an dem sie vor seiner Rache fliehen konnten. Kleopatra hatte Angst vor dem, was ihr in der Zukunft widerfahren könnte, also entschied sie sich, Gifte zu studieren. Sie las nicht nur darüber, sondern testete sie auch an Gefangenen und Gefesselten. Sie ließ sie das Gift nehmen, damit sie und Antonius sehen konnten, was mit ihnen passieren würde. Sie sammelte verschiedene Gifte und testete, welche schnell wirkten und welche langsam. Sie wollte herausfinden, welche Gifte die meisten Beschwerden und Schmerzen verursachten. Andererseits zielte sie darauf ab, herauszufinden, welche Gifte nur Schläfrigkeit und Verwirrung verursachten und somit einen weniger schmerzhaften Tod zur Folge hatten. Diese Experimente beschränkten sich nicht nur auf Gifte, die mit Nahrung vermischt oder in einem Getränk verabreicht werden konnten. Kleopatra interessierte sich auch für die Auswirkungen von Schlangenbissen und Reptilienbissen. Sie sammelte verschiedene Arten dieser Tiere und testete sie an ihren Gefangenen. Sie ließ die Männer von ihnen stechen und beißen und beobachtete dann, was geschah. Diese Untersuchungen waren nicht von dem Wunsch nach praktischer Anwendung des erlangten Wissens getrieben. Stattdessen waren sie eine unterhaltsame Möglichkeit, ihren Geist zu beschäftigen und Antonius sowie ihre Gäste zu unterhalten. Die verschiedenen Arten, wie ihre vergifteten Opfer litten, ihr Winden, Weinen, die Krämpfe und die Gesichtsverzerrungen im Kampf gegen den Tod boten genau die Art und das Niveau der Stimulation, die sie benötigte, um ihren Geist zu beschäftigen und zu amüsieren. Antonius war während dieser Experimente nicht vollständig wohl. Seine alberne und kindliche Zuneigung zu Kleopatra mischte sich mit Eifersucht, Verdacht und Misstrauen. Er war besorgt über die Möglichkeit, dass Kleopatra ihn heimlich vergiften könnte. Daher sorgte er immer dafür, dass sie seine Speisen und seinen Wein probierte, bevor er sie zu sich nahm. Zu einem bestimmten Zeitpunkt vergiftete Kleopatra die Blütenblätter bestimmter Blumen und ließ sie zu einem Kranz für Antonius während des Abendessens verarbeiten. Während des Festmahls entfernte sie die Blätter aus ihrem Kranz und legte sie spielerisch in ihren Wein. Dann schlug sie Antonius vor, das Gleiche mit seinem Kranz zu tun, und sie beide sollten den Wein trinken, der durch die Blumen aromatisiert und duftend gemacht würde. Antonius stimmte der Idee zu, und gerade als er den Wein trinken wollte, stoppte sie ihn und enthüllte, dass er vergiftet war. Kleopatra sagte: »Nun siehst du, wie sinnlos es ist, vorsichtig vor mir zu sein. Wenn ich ohne dich leben könnte, wäre es einfach für mich, Wege zu finden, um dir zu schaden.« Dann, um zu zeigen, dass das, was sie sagte, wahr war, forderte sie einen der Diener auf, Antonius Wein zu trinken. Er tat es und starb direkt vor ihnen, in schrecklichen Schmerzen. Die Tests, die Kleopatra zu den Eigenschaften und Auswirkungen von Gift durchführte, hatten einige praktische Ergebnisse. Es wird gesagt, dass Kleopatra daraus lernte, dass ein Biss von einer Aspis die einfachste und schmerzloseste Art zu sterben sei. Sie glaubte, dass das Gift der Aspis sie schläfrig und taub machen würde, was zu einem schmerzlosen Tod führt. Sie behielt diese Informationen für späteren Gebrauch im Gedächtnis. Die Gedanken von Kleopatra zu dieser Zeit schienen ziemlich düster zu sein. Sie verbrachte viel Zeit mit dem Bau eines Grabmonuments für sich selbst in einem heiligen Teil der Stadt. Der Bau dieses Monuments begann vor vielen Jahren, in Übereinstimmung mit einer Tradition unter ägyptischen Führern. Traditionell wiesen sie einen Teil ihres Vermögens zu, um ihre Gräber während ihres Lebens zu bauen und zu schmücken. Kleopatra konzentrierte nun ihre Aufmerksamkeit auf ihr Mausoleum. Sie vollendete es, verstärkte es mit starken Bolzen und Stangen und bereitete es für die Nutzung vor.
Inzwischen hatte Octavius, nachdem er die Kontrolle über die Gebiete erlangt hatte, die einst von Antonius regiert wurden, seinen Vormarsch ungehindert fortgesetzt. Er zog von Kleinasien nach Syrien und von dort aus weiter nach Ägypten. Antonius und Kleopatra versuchten, den sich nähernden Konflikt abzuwenden, indem sie eine Nachricht mit einem Friedensangebot sandten, während Antonius auf dem Weg nach Alexandria war. In der Nachricht bot Antonius an, alles seinem Eroberer zu übergeben, unter der Bedingung, dass er und Kleopatra ungestört nach Athen gehen und dort friedlich für den Rest ihres Lebens leben könnten. Sie baten auch darum, dass ihre Kinder das Königreich Ägypten erben dürften. Octavius sagte, er könne Antonius nicht zustimmen, sei jedoch offen für vernünftige Forderungen für Kleopatra. Der Bote, der mit Octavius' Antwort zurückkehrte, hatte private Gespräche mit Kleopatra. Dies machte Antonius eifersüchtig und wütend. Daher befahl er, den Boten auspeitschen zu lassen und schwer verletzt zu Octavius zurückzuschicken. Antonius sagte dem Boten, er solle Octavius ausrichten, dass, wenn es ihm nicht gefiele, dass Antonius einen seiner Diener bestrafte, er das Gleiche mit einem der Diener von Antonius tun könnte, der derzeit unter Octavius' Kontrolle war. Die Nachricht erreichte Alexandria, dass Octavius Pelusium eingenommen hatte und sich nun der Stadt näherte. Antonius und Kleopatra wussten, dass sie seinem Vormarsch nicht widerstehen konnten und keinen Fluchtweg hatten. Alles, was sie tun konnten, war, in Angst auf ihr unvermeidliches Schicksal zu warten. Kleopatra sammelte ihre Schätze und brachte sie zu ihrem Grab. Diese Schätze umfassten eine große Menge Gold, Silber, Edelsteine, teure Gewänder, Waffen und wertvolle Gegenstände. Es waren die ererbten Besitztümer der ägyptischen Könige. Sie sandte auch eine riesige Menge Flachs, Werg, Fackeln und andere brennbare Materialien zum Mausoleum. Sie bewahrte diese Gegenstände in den unteren Räumen des Monuments auf, entschlossen, sich selbst und ihre Schätze zu verbrennen, falls nötig, um zu verhindern, dass die Römer sie erhielten. In der Zwischenzeit bewegte sich Octavius' Armee durch die Wüste von Pelusium nach Alexandria. Auf dem Weg erfuhr Octavius durch seine Agenten innerhalb der Stadt von Kleopatras Plänen, ihren Schatz zu zerstören, falls er in Gefahr war, in seine Hände zu fallen. Octavius wollte nicht, dass der Schatz verloren ging. Neben seinem Wert war es ihm sehr wichtig, ihn zu besitzen und als Trophäe seines Sieges nach Rom zu bringen. Deshalb sandte er geheime Boten an Kleopatra, um sie von Antonius zu trennen und sie davon zu überzeugen, dass er nur Freundschaft wollte und ihr keinen Schaden zufügen beabsichtigte. Diese Verhandlungen gingen jeden Tag weiter, während Octavius näher kam. Schließlich erreichte die römische Armee Alexandria und umzingelte sie von allen Seiten. Sobald Octavius sein Lager nahe den Stadtmauern aufgeschlagen hatte, machte Antonius einen Plan zum Angriff. Er führte schnell eine starke Truppe aus den Toren und griff Octavius' Reiter an. Antonius gelang es, die Reiter aus ihrer Position zu verdrängen, wurde jedoch schnell zurückgedrängt und gezwungen, sich in die Stadt zurückzuziehen. Während des Rückzugs kämpfte er tapfer, um sich gegen seine Verfolger zu verteidigen. Er war sehr glücklich über den Erfolg dieses kleinen Gefechts. Er ging zu Kleopatra mit einem Gesicht voller Aufregung und Freude, umarmte und küsste sie, obwohl er noch in Kampfmontur war, und prahlte viel mit dem, was er getan hatte. Er lobte auch den Mut eines der Offiziere, der an seiner Seite gekämpft hatte, und brachte ihn zum Palast, um ihn Kleopatra vorzustellen. Kleopatra belohnte einen treuen Kapitän mit einem prächtigen Anzug aus Goldrüstung. Trotz dieser Belohnung verriet der Kapitän Antonius und schloss sich noch in derselben Nacht dem Feind an. Viele von Antonius' Anhängern hatten die gleiche Einstellung. Wenn sich die Gelegenheit bot, hätten sie gerne die Seiten gewechselt und sich dem Lager des Octavius angeschlossen. Das Ergebnis der letzten Schlacht wurde durch eine große Gruppe der Flotte bestimmt, die zu Octavius überlief und sich ihm anschloss. Antonius plante die Operationen des Tages und überwachte die Bewegungen des Feindes von einem hohen Punkt aus, wo er mit seinen Fußsoldaten war, den einzigen Landstreitkräften, die ihm noch geblieben waren. Als er vom hohen Punkt aus auf den Hafen blickte, bemerkte er, dass sich die Galeeren bewegten. Sie fuhren heraus, um Octavius' Schiffe zu treffen, die in der Nähe vor Anker lagen.
Antonius dachte, seine Schiffe würden die feindlichen Schiffe angreifen, und er wollte sehen, was sie tun würden. Sie segelten auf Octavius' Schiffe zu, aber Antonius war überrascht zu sehen, dass sie sich statt zu kämpfen mit nautischen Signalen begrüßten. Antonius' Schiffe schlossen sich dann ohne Probleme der anderen Flotte an. Die beiden Flotten hatten sich vereinigt. Antonius glaubte schnell, dass Kleopatra ihn verraten hatte. Er dachte, sie hätte Frieden mit Octavius geschlossen und ihm die Flotte als Bedingung des Friedensabkommens übergeben. Antonius sprintete durch die Stadt und schrie über seinen Verrat. Erfüllt von intensiver Wut suchte er hektisch nach dem Palast. Kleopatra rannte zu ihrem Grab. Sie ging mit 1 oder 2 Personen hinein und verschloss die Türen fest mit den schweren Schlössern und Federn, die sie zuvor vorbereitet hatte. Dann befahl sie ihrer Dienerin, durch die Tür zu rufen, dass sie im Grab gestorben sei. Die Nachricht von ihrem Tod erreichte Antonius. Sie verwandelte seinen Zorn in Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sein Geist war völlig überwältigt und unkontrollierbar. Er wechselte unvorhersehbar von einer intensiven Emotion zur nächsten. Er schrie vor tiefer Trauer, dass er nicht so sehr über Kleopatras Tod betrübt war, da er wusste, dass er bald folgen und sich ihr anschließen würde. Er war mehr darüber verärgert, dass sie mehr Mut als er gezeigt hatte, indem sie sich das Leben nahm, bevor er es konnte. Zu dieser Zeit befand er sich in einem der Palastzimmer. Er war dorthin in Verzweiflung geflohen und stand neben einem Feuer, da es am Morgen kalt war. Er hatte einen Diener namens Eros, dem er vertraute und den er vor langer Zeit hatte schwören lassen, dass er ihn töten solle, falls jemals der Zeitpunkt käme, an dem er sterben müsste. Eros, der von Antonius gerufen wurde, erhielt den Befehl, das Schwert zu nehmen und zuzuschlagen. Eros nahm das Schwert und stellte sich vor Antonius. Anstatt Antonius zu schlagen, wandte Eros den Kopf ab und stach sich selbst in die Brust. Er fiel zu Antonius' Füßen zu Boden und starb. Antonius betrachtete die schockierende Szene einen Moment lang und sagte dann: »Ich danke dir dafür, edler Eros. Du hast mir gezeigt, was getan werden muss. Ich muss selbst vollbringen, was du für mich nicht tun konntest.« Dies sagte er und riss dann das Schwert aus der Hand seines Dieners, um sich selbst damit zu erstechen. Taumelnd ging er auf ein nahegelegenes kleines Bett zu, brach darauf zusammen und verlor vor Schmerz das Bewusstsein. Die Wunde, die er sich selbst zugefügt hatte, war tödlich. Der Druck, mit dem er auf dem Bett lag, verlangsamte die Blutung etwas. Antonius kam wieder zu Bewusstsein und begann, die Umstehenden anzuflehen, sein Leiden zu beenden, indem sie das Schwert nahmen. Jedoch war niemand bereit, dies zu tun. Er lag weiterhin dort in großen Schmerzen und stöhnte ständig. Schließlich betrat ein Offizier den Raum und informierte ihn, dass die Nachricht von Kleopatras Tod falsch war. Sie lebte noch, eingeschlossen in ihrem Grab, und wollte Antonius dort sehen. Diese Nachricht löste neue Aufregung und Unruhe aus. Antonius flehte die Umstehenden an, ihn zu Kleopatra zu bringen, damit er sie ein letztes Mal sehen könne, bevor er starb. Zuerst zögerten sie, entschieden sich jedoch schließlich, ihn zu tragen. Sie hoben ihn auf und trugen ihn zum Grab, wobei sie eine Blutspur hinterließen. Kleopatra weigerte sich, die Tore zu öffnen und die Gruppe einzulassen. Die Stadt war im Chaos und in Panik wegen des Angriffs von Octavius, und sie war sich eines möglichen Verrats nicht sicher. Sie ging zu einem Fenster oben und verwendete Seile und Ketten, damit die Menschen unten den sterbenden Körper daran befestigen konnten. Sie und die 2 Frauen mit ihr zogen ihn dann hoch. Diejenigen, die es sahen, beschrieben es als eine zutiefst traurige Szene. Kleopatra und ihre weiblichen Begleiterinnen strengten sich an, den verwundeten und blutenden Mann die Wand hinaufzuziehen. Als er schließlich das Fenster erreichte, hob er schwach seine Arme und flehte sie an, ihn hineinzulassen. Die Frauen waren nicht stark genug, um den Körper hochzuziehen. Zu einem Zeitpunkt schien es, als müssten sie aufgeben, doch Kleopatra lehnte sich so weit wie möglich aus dem Fenster, um Antonius' Arme zu ergreifen. Mit großer Anstrengung gelang es ihnen schließlich, ihn hineinzuziehen. Sie trugen ihn zu einer Couch im Raum darüber, der ein Fenster hatte, und legten ihn nieder. Kleopatra weinte und riss sich die Haare, drückte ihren tiefen Schmerz durch laute Schreie und traurige Klagen aus. Sie beugte sich über Antonius,
weinte ununterbrochen in einer erbärmlichen Darstellung von Trauer. Sie wusch sein blutbedecktes Gesicht und versuchte erfolglos, die Blutung zu stoppen. Antonius bat Kleopatra, ruhig zu bleiben und nicht um ihn zu trauern. Er bat um Wein, der ihm gebracht wurde, und den er trank. Dann bat er Kleopatra, sich selbst zu retten und einen Deal mit Octavius zu machen, um am Leben zu bleiben. Kurz darauf starb er. Unterdessen erfuhr Octavius von der tödlichen Wunde, die sich Antonius selbst zugefügt hatte. Einer der Zeugen nahm das Schwert direkt nach dem Geschehen und eilte es Octavius zu übergeben und berichtete ihm vom Tod seines Feindes. Octavius wollte Kleopatra schnell fangen. Er schickte jemanden, um am Grab mit ihr zu sprechen. Kleopatra sprach durch die Schlüssellöcher oder Ritzen mit der Person, öffnete aber die Tür nicht. Der Betreffende informierte Octavius über das Geschehene. Octavius schickte dann eine weitere Person zusammen mit dem Boten. Während eine Person Kleopatra und ihre Frauen an der Tür ablenkte, brachte die andere Person Leitern an und gelangte erfolgreich durch das Fenster ins Innere. Kleopatras Frauen schrien, als sie den Offizier die Treppe herunterkommen sahen, der Kleopatra vom Erfolg des Plans berichtete. Sie erkannte schnell, dass sie entdeckt worden war und dass der Offizier kam, um sie zu verhaften. In einem verzweifelten Zug zog sie ein kleines Messer aus ihrem Gewand und war im Begriff, sich selbst in die Brust zu stechen. Jedoch ergriff der Offizier gerade rechtzeitig ihren Arm, um sie daran zu hindern. Er nahm ihr das Messer ab und durchsuchte dann ihre Kleidung, um sicherzustellen, dass sie keine weiteren versteckten Waffen bei sich trug. Nachdem er die Nachricht von der Gefangennahme der Königin erhalten hatte, wies Octavius einen Offizier an, sie genau zu bewachen. Der Offizier wurde angewiesen, sie respektvoll zu behandeln, aber sie genau zu überwachen und alle Selbstverletzungsversuche zu verhindern. Unterdessen übernahm Octavius formell die Stadt. Er marschierte ein und führte seine Truppen mit großem Spektakel und Zeremonie an. Sie richteten für ihn einen großen, geschmückten Stuhl auf einer erhöhten Plattform auf einem öffentlichen Platz ein. Umgeben von Wachen saß er dort, während die Menschen der Stadt, als ob sie um Gnade baten und auf dem Boden knieten, um seine Vergebung baten und ihn anflehten, die Stadt zu verschonen. Der große Eroberer stimmte ihren Bitten freundlich zu. Mehrere Prinzen und Generäle, die unter Antonius gedient hatten, traten vor, um den Körper ihres Kommandanten für ein ehrenhaftes Begräbnis anzufordern. Jedoch lehnte Octavius diese Bitten ab und erklärte, dass er den Körper nicht von Kleopatra wegnehmen könne. Stattdessen erteilte er Kleopatra die Erlaubnis, die notwendigen Beerdigungsarrangements zu treffen und dafür beliebig viel Geld aus ihren Schätzen zu verwenden. Kleopatra traf alle notwendigen Vorkehrungen und überwachte deren Ausführung. Sie war jedoch nicht ruhig oder gefasst. Stattdessen war sie äußerst aufgeregt und verzweifelt. Sie hatte lange Zeit unter der uneingeschränkten Herrschaft von Launen und Emotionen gelebt, die die Vernunft effektiv entthront und jede Selbstkontrolle beseitigt hatten. Sie war nun fast 40 Jahre alt, und obwohl einige Zeichen ihrer unglaublichen Schönheit verblieben waren, hatte sie ihren jugendlichen Glanz verloren. Ihr Gesicht war blass und müde vom Weinen, Sorgen und Hoffnungslosigkeit. Kurz gesagt, sowohl körperlich als auch geistig war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Als die Beerdigungszeremonien abgeschlossen waren und sie erkannte, dass alles vorbei war, dass Antonius für immer fort war und sie vollständig und unwiderruflich ruiniert war, ergab sie sich einem intensiven Wahn von Trauer. In einem Anfall von Verzweiflung schlug sie heftig auf sich selbst ein, kratzte sich und riss an ihrer Haut, in dem verzweifelten Versuch, ihr eigenes Leben zu beenden. Ihre panischen Versuche hinterließen bald blaue Flecken und Wunden an ihr. Diese Verletzungen entzündeten sich und schwollen an, was ihr Aussehen störend machte und schließlich dazu führte, dass sie Fieber entwickelte. Sie kam auf die Idee, vorzugeben, kränker zu sein, als sie war, und so die Nahrungsaufnahme zu verweigern und sich zu Tode zu hungern. Sie versuchte, diesen Plan auszuführen. Sie lehnte jedes medizinische Heilmittel ab, das ihr angeboten wurde. Sie weigerte sich zu essen und lebte mehrere Tage ohne Nahrung. Octavius, der detaillierte Berichte über alles, was seine Gefangene betraf, von ihren Dienern erhielt, vermutete ihre Absichten.
Er war sehr dagegen, dass sie sterben sollte, da er darauf bedacht war, sie dem römischen Volk bei seiner Rückkehr in die Hauptstadt in seinem Triumphzug zu präsentieren. Er sandte ihr Befehle, nach denen sie sich an die vom Arzt verschriebene Behandlung halten und ihre Nahrung zu sich nehmen sollte. Er verstärkte diese Befehle mit einer Drohung, von der er glaubte, dass sie beeinflussen könnte. Alles schien bereits verloren, nur das Leben war noch eine unerträgliche Last. Octavius, auf der Suche nach einem Weg, sie zu erreichen, bedachte, dass sie eine Mutter war. Caesarion, der Sohn von Julius Caesar, und Alexander, Kleopatra und Ptolemaios, Antonius' Kinder, waren noch am Leben. Octavius spekulierte, dass in den tiefen, verborgenen Ecken ihres verwüsteten Geistes immer noch ein Rest mütterlicher Liebe existieren könnte. Er glaubte, dieser Funke könnte wiederbelebt und zu Handlungen motiviert werden. Er sandte ihr eine Nachricht, in der stand, dass, wenn sie sich nicht an den Rat des Arztes hielte und ihre Nahrung aß, er all ihre Kinder töten würde. Die Drohung hatte die gewünschte Wirkung. Die gestörte und aufgeregte Patientin wurde ruhig. Sie akzeptierte und verzehrte ihre Nahrung. Sie suchte medizinische Hilfe beim Arzt. Unter seiner Behandlung begannen ihre Wunden zu heilen, das Fieber ließ nach, und schließlich schien sie sich langsam zu erholen. Octavius beschloss, Kleopatra zu besuchen, als er hörte, dass sie etwas Fassung zurückgewonnen hatte und Anzeichen einer Erholung zeigte. Als er den Raum betrat, in dem sie untergebracht war, der noch immer die obere Kammer ihres Grabes zu sein schien, sah er sie auf einem kleinen und unbequemen Bett liegen. Sie befand sich in einem sehr schlechten Zustand und sah extrem krank aus. Es war ein bedrückender Anblick, der ihn tief berührte, da Kleopatra fast völlig von Sinnen zu sein schien. Als Octavius ankam, sprang sie schnell aus dem Bett, nur teilweise bekleidet und übersät mit Blutergüssen und Wunden. Sie kroch in einem elenden Zustand zu den Füßen ihres Eroberers und flehte um Gnade. Ihr Haar war ausgerissen, ihre Gliedmaßen waren geschwollen und entstellt, und es gab große Verbände, die auf noch schwerere Verletzungen darunter hindeuteten. Aus dem Elend und der Traurigkeit heraus strahlten ihre Augen noch immer einen Schimmer ihrer früheren Schönheit aus, und ihre Stimme behielt den gleichen fesselnden Charme, der sie in ihrer Jugend ausgezeichnet hatte. Octavius bestand darauf, dass sie ins Bett zurückkehren und sich ausruhen solle. Kleopatra begann dann zu sprechen und sich für ihre Handlungen zu entschuldigen, indem sie alle Schuld auf Antonius schob. Octavius unterbrach sie jedoch und verteidigte Antonius, indem er ihr sagte, dass es nicht ganz seine Schuld, sondern auch ihre war. Dann änderte sie abrupt ihren Ton und gab ihre Verfehlungen zu, während sie verzweifelt um Gnade bat. Sie flehte Octavius an, sie zu vergeben und zu verschonen, als hätte sie nun Angst vor dem Tod und fürchtete ihn, statt ihn als Geschenk zu wünschen. Kurz gesagt, ihr Geist, der abwechselnd von widersprüchlichen und gegensätzlichen Emotionen kontrolliert wurde, war nun von Angst überwältigt. Um Octavius zu besänftigen, präsentierte sie einen Katalog all ihrer Besitztümer und reichte ihm diesen als vollständige Liste alles, was sie besaß. Einer ihrer Schatzmeister, ein Mann namens Seleukus, der anwesend war, teilte Octavius jedoch mit, dass die Liste nicht vollständig sei. Laut ihm hatte Kleopatra mehrere sehr wertvolle Gegenstände zurückgehalten, die nicht in der Liste aufgeführt waren. Diese Aussage, die ihre Unehrlichkeit offenbarte, machte Kleopatra sehr wütend. Sie sprang schnell aus dem Bett und griff wütend ihren Sekretär an. Octavius und die anderen Anwesenden griffen ein und halfen Kleopatra, sich wieder hinzulegen. Sie fuhr fort, sich über die schreckliche Demütigung zu beschweren, die sie erlebt hatte, indem sie von ihrem Diener zu einem solchen Zeitpunkt beleidigt wurde. Sie erwähnte, dass sie, falls sie einige ihrer persönlichen Gegenstände beiseite gelegt hatte, dies nur getan hatte, um sie als Geschenke an ihre treuen Freunde zu geben. Sie hoffte, dass sie dadurch ihre Freunde dazu bringen könnte, sich stärker bei Octavius für sie einzusetzen. Octavius beruhigte sie und sagte ihr, dass sie sich wegen dieser Angelegenheit keine Sorgen machen solle. Er versicherte ihr, dass er ihr alles geben würde, was sie wünschte, und versprach, sie respektvoll und höflich zu behandeln. Octavius war mit dem Ergebnis ihres Gesprächs zufrieden. Es war ihm klar, dass Kleopatra nicht mehr sterben wollte, sondern leben.
Octavius glaubte, dass er erfolgreich sein würde in seinem Plan, sie mit nach Rom zu nehmen, um sie während seiner triumphalen Rückkehr zur Schau zu stellen. Er bereitete seine Abreise vor und informierte Kleopatra, dass sie in 3 Tagen zusammen mit ihren Kindern nach Syrien reisen würden. Octavius erwähnte Syrien statt Rom, um Kleopatra nicht zu beunruhigen. Sie war sich jedoch des wahren Ziels bewusst und hatte bereits beschlossen, dass sie niemals dorthin gehen würde. Sie wollte ein letztes Mal das Grab von Antonius besuchen, bevor sie aufbrach. Ihr Antrag wurde genehmigt, und sie ging mit einigen Begleitern dorthin, brachte Kränze und Girlanden aus Blumen mit. Am Grab kehrte ihre Trauer zurück und war genauso intensiv wie zuvor. Sie betrauerte den Tod ihres Geliebten mit lauten Schreien und Klagen. Sie legte Girlanden auf das Grab und brachte Opfergaben und Weihrauch dar, was zu jener Zeit übliche Ausdrucksformen der Trauer waren. Kleopatra sagte: »Dies sind die letzten Liebesbekundungen, die ich dir geben kann, mein liebster Herr. Ich kann nicht bei dir sein, denn ich bin eine Gefangene und sie lassen mich nicht sterben. Sie überwachen mich genau und planen, mich weit wegzubringen, um mich deinen Feinden als Symbol ihres Sieges über dich zu präsentieren. Bitte, lieber Antonius, flehe die Götter an, wo du jetzt bist, da jene, die hier auf Erden herrschen, mich völlig im Stich gelassen haben. Bitte sie, mich vor diesem Schicksal zu bewahren und mich in meiner Heimat sterben zu lassen, damit ich neben dir in diesem Grab bestattet werden kann.« Als Kleopatra nach der traurigen Zeremonie in ihr Zimmer zurückkehrte, schien sie ruhiger als zuvor. Sie ging ins Bad und kleidete sich dann schön für das Abendessen. Sie hatte ein üppiges Abendessen für diesen Abend arrangiert. Sie konnte diese Pläne frei treffen, da die zuvor auferlegten Beschränkungen ihrer Handlungen aufgehoben worden waren. Ihr Aussehen und Verhalten waren schon eine Weile so, dass Octavius glaubte, es bestünde kein Risiko mehr, dass sie sich selbst Schaden zufügen würde. Ihr Unterhaltungsprogramm wurde gemäß ihren Anweisungen eingerichtet, entsprechend den Traditionen ihres Hofes, als sie Königin war. Sie hatte mehrere Dienerinnen, einschließlich 2 weiblicher Bediensteter, die ihr seit langem treu waren und als loyale Freundinnen galten. Während sie zu Abend aß, kam ein Mann mit einem Korb an der Tür an und wollte eintreten. Die Wachen fragten ihn, was er in seinem Korb habe. Er öffnete ihn, damit sie sehen konnten. Dann hob er einige grüne Blätter von oben ab und zeigte den Soldaten, dass der Korb voller Feigen war. Er sagte, die Feigen seien für Kleopatras Abendessen. Die Soldaten fanden, dass die Feigen großartig aussahen und sagten, sie seien sehr schön. Der Mann bot den Soldaten einige Feigen an, aber sie lehnten ab und ließen ihn hinein. Nach dem Abendessen schickte Kleopatra alle ihre Diener fort, außer den beiden Frauen. Sie blieben. Nach kurzer Zeit kam eine dieser Frauen mit einem Brief für Octavius heraus, den Kleopatra geschrieben hatte und der sofort zugestellt werden sollte. Einer der Soldaten von der Wache am Tor wurde losgeschickt, um den Brief zu überbringen. Octavius, der ihn empfing, öffnete sofort das Kuvert und las den Brief, der auf einer kleinen Metalltafel geschrieben war, wie es zu jener Zeit üblich war. Er entdeckte eine kurze und dringende Bitte von Kleopatra, klar geschrieben mit Erregung und Aufregung. Sie flehte ihn an, ihre Übertretung zu vergeben und ihr zu erlauben, mit Antonius begraben zu werden. Octavius schloss schnell daraus, dass sie sich das Leben genommen hatte. Er entsandte umgehend Boten zu ihrem Aufenthaltsort, um die Wahrheit zu überprüfen, mit der Absicht, ihnen ohne Verzögerung zu folgen. Als sie das Tor erreichten, stellten die Boten fest, dass die Wachen und Soldaten Wache standen, als wäre alles in Ordnung. Aber als sie Kleopatras Zimmer betraten, wurden sie Zeugen einer entsetzlichen Szene. Kleopatra lag leblos auf einem Bett, begleitet von einer ihrer verstorbenen Frauen. Die andere Frau, die Charmian hieß, kümmerte sich liebevoll um ihre Herrin, legte Blumen in ihr Haar und schmückte ihr Diadem. Die Boten des Octavius waren sehr überrascht und fragten Charmian, was dieses Schauspiel zu bedeuten habe. Charmian sagte: »Es ist alles in Ordnung. Kleopatra hat sich auf eine Art verhalten, die einer Prinzessin würdig ist, die von so edler Abstammung von Königen stammt.«
Als Charmian dies sagte, begann sie auf dem Bett zusammenzubrechen und in Ohnmacht zu fallen und starb kurz darauf. Die Zuschauer waren schockiert von dem Anblick, den sie bezeugten. Sie waren jedoch auch verwirrt und ratlos, als sie zu verstehen versuchten, wie Kleopatra und ihre Frauen ihre Ziele erreicht hatten. Sie untersuchten die Körper, fanden aber keine Anzeichen von Gewalt. Sie durchsuchten das gesamte Zimmer, konnten jedoch keine Waffen oder Anzeichen von Gift finden. Sie fanden eine schleimige Spur an der Wand, die so aussah, als könnte sie von einer Schlange stammen. Aber sie konnten die Schlange selbst nicht finden. Der Körper wurde sorgfältig untersucht, aber es wurden keine Biss- oder Stichspuren gefunden, außer 2 kleinen Einstichen am Arm. Einige Leute dachten, dass diese Einstiche ihren Tod verursacht haben könnten. Die Details, wie sie starb, blieben ein vollständiges Rätsel. Verschiedene Gerüchte verbreiteten sich sowohl in Alexandria als auch in Rom darüber, wie Kleopatra starb. Aber die Wahrheit wurde nie vollständig aufgedeckt. Einige glaubten, dass eine Aspisschlange unter den Feigen versteckt war, die ein Diener in einem Korb gebracht hatte, als Teil eines Plans, den sie gemacht hatte. Sie sagen, sie ließ die Schlange ihren Arm beißen. Andere dachten, sie hatte ein winziges, nadelartiges Instrument mit einer vergifteten Spitze in ihrem Haar versteckt und dass sie es benutzte, um ihr Leben zu beenden, ohne eine sichtbare Spur zu hinterlassen. Eine weitere Geschichte war, dass sie eine Schlange in einer Schachtel irgendwo in ihrer Wohnung aufbewahrt hatte, die sie für diesen Anlass aufgehoben hatte. Als es schließlich soweit war, stachelte sie die Schlange mit einem goldenen Pfriem an, um sie wütend zu machen. Und dann setzte sie auf ihre Haut, um ihren Stich zu empfangen. Es konnte nie gewusst werden, welche dieser Geschichten, wenn überhaupt, wahr war. Es wird jedoch allgemein geglaubt, dass Kleopatra an einem selbst zugefügten Schlangenbiss starb. Zahllose Gemälde und Skulpturen wurden geschaffen, um dieses Ereignis darzustellen und zu gedenken. Diese Vorstellung davon, wie sie starb, wird durch die Handlungen des Octavius unterstützt, als er nach Rom zurückkehrte. Dies gibt einen starken Hinweis darauf, was er glaubte, was mit der Königin geschehen war. Da er die Königin selbst nicht in seinem Siegeszug präsentieren konnte, ließ er eine Statue anfertigen. Die Statue war aus Gold und hatte ein Bild einer Schlange am Arm. Er ließ diese Skulptur während seines großen Einzugs in die Hauptstadt prominent vor sich hertragen. Sie war ein Symbol für den ultimativen Niedergang und Fall der Königin.